So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Inventus Bildungsfachtag für frühkindliche Bildung. Unser heutiges Thema ist eben die Kultur und religiöse sensible Kita als Ort für mehr Bildungsgerechtigkeit. Mein Name ist Nathalie Marie Rose, wie Sie entnehmen können, ganz groß geschrieben. Ich komme aus dem interreligiösen und interkulturellen Bereich und habe die Freude und Ehre, Sie heute als Moderatorin durch diesen Fachtag zu begleiten. Guten Morgen. Es erwartet Sie einen spannenden Tag mit vielfältigen Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch. In den angebotenen Workshops haben Sie die Gelegenheit, neue Perspektiven kennenzulernen und Impulse für Ihre eigene Praxis mitzunehmen. Im weiteren Verlauf des Tages werden zudem Vertreterinnen und Vertreter aus Bildungspolitik, Kita-Praxis und Wissenschaft in einer Podiumsdiskussion, aber auch in Vorträgen unser Thema vertiefen: die Kultur- und religionssensible Kita, ein Ort für mehr Bildungsgerechtigkeit. Alle wichtigen Informationen zum Ablauf oder zum Inhalt haben Sie erhalten bei Ihrer Ankunft, da können Sie sich daran halten. Allerdings die Informationen zum Ablauf und den Zeiten finden Sie draußen im Vorraum auf dem Bildschirm, können Sie dann einfach dem Ablauf entnehmen und wissen, wo Sie sich zu befinden haben, zu welcher Zeit. Das ist immer ganz praktisch. Natürlich werde ich Sie aber durch den ganzen Tag eben durch den Ablauf durchbegleiten und durchführen. Ja. Und ich wünsche uns allen jetzt einen inspirierenden und einen bereichernden Fachtag. So, für die Eröffnungsrede darf ich nun Herrn Ali Bülbül begrüßen, Geschäftsführer der Eventus Bildung GmbH. Lieber Herr Bülbül, ich übergebe Ihnen das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kooperationspartner, Deutsche Kita-Verband, Hausaufwand und insbesondere unser Dachverband und Förderer der Paritätische. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie alle gegrüßt. Vor mehr als 30 Jahren bin ich aus einem kleinen Dorf in der Türkei nach Berlin gekommen. 19 Tage vor dem Fall der Mauer. Ich kam, um zu studieren. Als ich kam, lagen mir kaum Bilder über Deutschland vor. Es gab kein Smartphone, kein Internet. Das Wichtigste aber, ich kam mit einem Gefühl, das viele Menschen in dieser Welt kennen. Werde ich hier dazu gehören? Diese Frage stellen sich auch heute viele Kinder und Familien. Und genauso darüber werden wir heute gemeinsam nachdenken und diskutieren. Im Namen von der Eventus Bildung begrüße ich Sie herzlich zu unserem Fachtag, die Kultur- und religionssensible Kita als Ort für mehr Bildungsgerechtigkeit, damit alle Kinder dazugehören. Ich freue mich, dass Sie hier sind, die pädagogischen Fachkräfte, die Kita-Leitungen, die Fachberatungen, die Trägervertretungen, die Lehrkräfte und Dozierenden. Und ich grüße Sie alle, die uns heute online aus Berlin, aus Deutschland, aus der Welt zuschauen. Wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen, denken viele zuerst an Schule. Aber Bildungsgerechtigkeit beginnt früher. Sie beginnt in den ersten Lebensjahren. Die Kita ist für viele Kinder der erste Bildungsort außerhalb der Familie. Hier erleben sie zum ersten Mal
eine Antwort auf die Frage, gehöre ich dazu? Hört man meine Sprache, werden meine Familie und meine Kultur respektiert, hat meine Religion einen Platz, darf ich so sein, wie ich bin. Bei Eventus Bildung verstehen wir Vielfalt nicht als Problem, nicht als lähmende Herausforderung, nicht als Defizit. Wir verstehen Vielfalt als Realität unserer Gesellschaft. Mehr noch, wir verstehen sie als Ressource, als Stärke und als Potenzial. Schauen Sie sich Deutschland an, zwei Realitäten. Die erste ist bekannt, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Die zweite findet wenige Beachtung und sie ist für unsere Arbeit entscheidend. Bundesweit hat fast die Hälfte aller Kinder unter 6 Jahren einen Migrationshintergrund. Heißt in Deutschland fast jedes zweite Kind. Das ist die zentrale Realität der frühkindlichen Bildung in Deutschland. Und Eventus Bildung ist darauf vorbereitet. Bei uns arbeiten 450 Menschen aus über 30 Nationen. Sie betreuen über 1000 Kinder. Eventus hat diese Realität früh erkannt. Wir haben uns nicht auf die Herausforderungen von gestern eingerichtet, sondern auf die heute und von morgen. Bei aller Bescheidenheit, wir starten nicht bei Null. Wir sehen Vielfalt als Stärke und Chance. Unser Vielfaltansatz ist nicht nur unsere Arbeitsgrundlage, sie ist die Zukunft unserer Stadt, unseres Landes. Also unsere Altersvorsorge. Vielfalt muss jedoch pädagogisch begleitet werden. Wir fragen nicht zuerst, was kann dieses Kind noch nicht? Wir fragen, was bringt dieses Kind mit? Welche Sprache, welche Kultur, welche Geschichten prägen seine Welt? Welche Stärken liegen darin? Und die Frage an uns, was können wir von diesem Kind lernen? Manchmal entscheidet sich Zugehörigkeit in kleinen Momenten. Ein Kind will im Morgenkreis erzählen, was zu Hause wichtig ist. Vielleicht ein Gebet, vielleicht ein Fest, vielleicht eine Tradition. In diesem Moment entscheidet sich etwas Wichtiges. Traut sich dieses Kind zu sprechen oder zieht es sich zurück? Spürt es Vertrauen oder Skepsis und Distanz? Spürt es, ich gehöre dazu mit allem, was mich ausmacht? Diese kleinen Momente sind nicht klein. Sie prägen das Selbstbild eines Kindes für viele Jahre. Vertrauen ist die Grundlage jeder Bildung. Kultur- und religionssensible Pädagogik ist ein Licht für Vertrauen. Sie schafft Räume der Anerkennung und in solchen Räumen wachsen Kinder in ihrer Persönlichkeit. İnsan yedisinde neyse, 70'inde de odur. Jetzt übersetzen wir. In meiner Herkunftssprache, dem Türkischen, gibt es ein Sprichwort, das ich oft zitiere. Wie ein Mensch mit 7 Jahren ist, so ist er mit 70. Was wir Kindern in den ersten Jahren mitgeben an Vertrauen, an Anerkennung, an Selbstwert, das tragen sie ein Leben lang. Die Grundsteine legen wir in der frühen Kindheit. Das ist die Verantwortung, die in einer Kita liegt. Und das ist die Chance. Diese Verantwortung tragen die Fachkräfte,
Sie sind diejenigen, die Brücken bauen. Sie ermutigen Kinder im Morgenkreis ihre Geschichte zu teilen. Wir als Träger sind dafür verantwortlich, einen vernünftigen Rahmen zu bieten, in dem hochwertige Kultur- und religionssensible Pädagogik geleistet werden kann. Aber die tägliche Umsetzung liegt bei unseren Fachkräften. Deshalb, liebe Fachkräfte, ohne sie wäre nichts von dem, was wir heute hier diskutieren, möglich. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Erlauben Sie mir noch einen Gedanken, der mir als Geschäftsführer wichtig ist. Was Eventus in fast 2 Jahrzehnten aufgebaut hat, ist mehr als 15 Kitas, mehr als 10 Minikitas in Flüchtlingsunterkünften, mehr als eine Fachschule, eine Akademie und Lernzentrum. Was wir vor allem aufgebaut haben, ist Vertrauen. Vertrauen auf 3 Ebenen. Erstens, das Vertrauen der Eltern. Sie wissen, dass ihre Kinder bei uns mit Anerkennung ihrer Vielfalt begleitet werden. Zweitens, das Vertrauen der Fachkräfte. Sie wissen, dass Vielfalt bei uns wertgeschätzt und professionell gelebt wird. Drittens, das Vertrauen der Verwaltung. Sie weiß, Eventus ist ein kompetenter Partner im Umgang mit Vielfalt. Dieses Vertrauen im gesamten Ökosystem ist das eigentliche Kapital von Eventus. Es taucht in keiner Bilanz auf, aber es ist die Grundlage für alles, was Sie heute hier sehen. Dass dieser Fachtag heute in viele Sprachen übersetzt und in viele Ländern ausgestrahlt wird, weitet unser wertvolles Gespräch. Denn die Frage, die uns hier in Berlin beschäftigt, ist keine Berliner Frage. Das, was hier in Berlin passiert, geschieht überall. Kinder kommen in neue Kulturen, in neuen Sprachen, in neue Bildungssystemen. Und überall stellt sich dieselbe Frage: Gehöre ich dazu? Heute geben wir gemeinsam eine Antwort auf diese Frage mit Haltung, mit Vertrauen, mit Begegnung, mit professioneller Umsetzung. Wir haben mit unserem Ansatz das Fundament gelegt. Lassen Sie uns gemeinsam weitergehen. In diesem Sinne, ich wünsche uns einen fruchtbaren Tag. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herrn Bübel, für diese wunderbare Rede. Nun freue ich mich, Frau Dr. Seyran Bostanci anzukündigen, Geschäftsführerin der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa. Liebe Frau Bostanci, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung und ich freue mich besonders, heute die Grußworte zu diesem wichtigen Fachtag sprechen zu dürfen. Mein herzlicher Dank gilt an Eventus Bildung für die Organisation dieser Veranstaltung und für das langjährige Engagement, mit dem Sie sich für Bildungsgerechtigkeit, Vielfalt und Teilhabe in der frühen Bildung einsetzen. Bundesweit gibt es nicht viele migrantische Kita-Träger. Umso bedeutsamer ist die Arbeit von Trägern wie Eventus Bildung. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung, zunehmender Kontroversen, Debatten über Migration, Vielfalt und Zugehörigkeit braucht es Akteure, die sich konsequent für die Rechte und Bildungschancen aller Kinder einsetzen. Sie schaffen nicht nur Betreuungs- und Bildungsplätze, sondern auch Orte der Anerkennung, des Vertrauens, wie Sie gesagt haben, und vor allem der Zugehörigkeit. Ich möchte gerne kurz erläutern, warum mir dieses Thema persönlich so wichtig ist. Das hat nämlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich bin 86 in Berlin-Kreuzberg geboren und hatte selbst das große Glück, als Kind eine bilinguale Kita zu besuchen.
Dort gehörte ich mit meiner Familiensprache selbstverständlich dazu, ohne Rechtfertigung, ohne Anpassungsdruck und ohne das Gefühl, einen Teil meiner Identität an der Garderobe zurücklassen zu müssen. Meine Sprache wurde nicht als Problem betrachtet, sondern als Teil meiner Lebenswelt anerkannt und wertgeschätzt. Aber rückblickend weiß ich, dass diese Erfahrung was Besonderes war. Dass es was Besonderes war, dass mir früh vermittelt wurde, du bist willkommen, du gehörst dazu. Erst Jahre später und vor allem durch meine wissenschaftliche Arbeit habe ich verstanden, dass diese Erfahrung keineswegs selbstverständlich ist. Seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt beschäftige ich mich mit Fragen von Vielfalt, Zugehörigkeit und aber auch Diskriminierungsschutz in Kitas. Dabei begegnen mir immer wieder Geschichten von Kindern und Familien, die andere Erfahrungen machen. Familien berichten davon, dass ihre Sprachen unsichtbar gemacht werden. Kinder werden aufgefordert, ihre Familiensprachen nicht zu sprechen. Religiöse Zugehörigkeiten werden problematisiert oder gar abgewertet. Und immer wieder erfahren Kinder, dass bestimmte Teile ihrer Identität nicht als selbstverständlich zugehörig betrachtet werden. Für die betroffenen Kinder sendet dies eine klare Botschaft. Ein Teil von dir gehört nicht hierher. Du bist nicht willkommen. Dabei wissen wir aus zahlreichen Studien, dass solche Erfahrungen nicht folgenlos bleiben. Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Nichtzugehörigkeit beeinträchtigen das Wohlbefinden von Kindern. Sie schwächen ihr Selbstwertgefühl und können Bildungsprozesse erheblich erschweren. Ein Kind, das solche Erfahrungen macht, muss mehr leisten. Wohlbefinden ist nämlich keine Nebensache von Bildung. Es ist eine ihrer wichtigsten Voraussetzungen, denn Kinder lernen dann am besten, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie anerkannt werden und wenn ihre Lebensrealitäten wertgeschätzt werden. Denn klar ist, wo Zugehörigkeit fehlt, werden Bildungsprozesse blockiert. Aber das Gute ist, wo Zugehörigkeit gelingt, können Kinder ihre Potenziale entfalten. Es liegt also an uns, was für eine Umgebung wir für Kinder schaffen. Aber umso besorgniserregender sind aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Wir erleben gegenwärtig politische Debatten, in der Migration, Mehrsprachigkeit und Vielfalt zunehmend als Defizit dargestellt werden. In Nordrhein-Westfalen, wo Herr Kurtenbach herkommt, wird über sogenannte ABC-Klassen diskutiert, in denen Kinder bereits im Alter von 4 Jahren, das muss man sich vorstellen, von 4 Jahren aufgrund von irgendwelchen Sprachtests, die nicht imstande sind, multilinguale Sprachverläufe adäquat zu erfassen, nun separiert werden sollen, an Schulen geschickt werden sollen mit irgendwelchen Bussen. Und mich besorgt dabei vor allem, dass Kinder bereits mit 4 Jahren lernen sollen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, dass ihre Sprache, ihre Entwicklung oder ihre Familiengeschichte als Problem betrachtet werden. Dabei wissen wir aus der Bildungsforschung, dass Kinder Integration, Beziehung und gemeinsame Lernräume brauchen und auf gar keinen Fall Separation. Wer Zugehörigkeit fördern will, darf Kinder nicht schon am Beginn ihrer Bildungsbiografie in unterschiedliche Gruppen packen. Hinzu kommt, dass viele migrantische Familien bereits beim Zugang zur frühen Bildung auf Hürden stoßen. Das zeigen auch meine Studien. Andere Studien zeigen, dass allein ein türkisch klingender Name ausreichen kann, um geringere Chancen auf einen Kita-Platz zu haben. Noch immer erleben Familien verschlossene Türen und Ausschlussverfahren, bevor ihre Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, eine Kita zu besuchen. Gleichzeitig erleben wir derzeit eine paradoxe Entwicklung. Während migrantische Familien lange um Anerkennung und Zugang kämpfen mussten, bemühen sich nun Kita-Träger aufgrund sinkender Kinderzahlen und des demografischen Wandels heute mancherorts verstärkt um diese Familien. Es entsteht ein Wettbewerb. Und das macht deutlich, wie unverzichtbar migrantische Familien in unserer Gesellschaft sind und auch für unsere Bildungslandschaft. Zugehörigkeit darf jedoch niemals davon abhängig sein, ob Kinder gerade gebraucht werden oder nicht.
Kinder und Familien verdienen Anerkennung, Respekt und Wertschätzung, weil sie selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind. Und gerade deshalb brauchen wir Einrichtungen und Träger wie Eventus Bildung. Sie sind nämlich nicht nur Bildungsanbieter, sondern wichtige Brückenbauer zwischen Institutionen, Familien und Gesellschaft. Sie schaffen Vertrauen dort, wo Vertrauen oftmals erschüttert wurde. Sie zeigen Familien, dass ihre Sprachen, ihre Religion, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen nicht als Problem betrachtet werden, sondern als selbstverständlicher Teil unserer pluralen Gesellschaft. Denn jedes Kind hat das Recht auf den Zugang zu Kita, unabhängig von Herkunft, Religion, Sprache oder sozialem Status oder einer Behinderung. Und jedes Kind hat das Recht darauf, diesen Ort als einen sicheren Ort zu erleben. Ein Ort, wo Kinder Anerkennung und Zugehörigkeit erleben, ist das Fundament. Die entscheidende Frage darf deshalb niemals sein, ob Kinder dazugehören. Die Frage muss sein, wie schaffen wir es, unsere Institutionen so zu gestalten, dass Zugehörigkeit von Anfang an selbstverständlich ist. Wie wir Kitas schaffen, in denen Kinder nicht trotz ihrer Sprache, ihrer Religion oder ihrer Herkunft willkommen sind, sondern gerade mit all diesen Facetten ihrer Herkunft. Die Vielfalt ist unsere Superpower, das dürfen wir niemals vergessen. Ich wünsche Ihnen für diesen Fachtag inspirierende Diskussionen, neue Perspektiven und viele Impulse für Ihre wichtige Arbeit. Und als Kind von ErzieherInnen weiß ich, wie wertvoll und wichtig Ihre Arbeit tagtäglich in Kitas sind. Und da gilt es, meine Wertschätzung und meine Anerkennung an Sie zu geben, trotz widriger Rahmenbedingungen und politischen Verhältnissen, die die Arbeit zum Thema Vielfalt aktuell erschweren, weiß ich, wie schwer es ist. Und vielen, vielen herzlichen Dank für all Ihr Engagement, was Sie tagtäglich in Kitas einsetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bostancı. Das war wirklich eine inspirierende Rede. Dankeschön. Nun hören wir einen Vortrag von Professor Dr. Sebastian Kurtenbach. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der FH Münster und Privatdozent an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht und lehrt zu sozialer Ungleichheit, Migration und gesellschaftlichen Ordnungsprozessen im urbanen Raum. Er ist Mitautor des Sachbuches Kinder, Minderheit ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Bitte schön, Sinder. Dass wir ordnen, also im Morgen Berlin und in die Welt hinaus. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Auch wenn ich das, was ich zu sagen habe, wahrscheinlich zuerst nicht wie Freude nehmen mag. Denn Sie haben es gehört, ich bin kein Kita-Forscher und ich habe Ihnen heute ein Stück weit eine andere Perspektive mitgebracht. Nämlich, ich möchte sprechen zu Beginn, und dann kommen wir auf Kita, darüber, was eigentlich los ist in diesem Land, wenn wir über die Situation von Kindern sprechen. Und wir müssen uns einmal klar machen, dass es Kindern in unserer Gesellschaft nicht gut geht. Dass Kinder in unserer Gesellschaft strukturell übersehen werden. Und dass eben auch die Organisationen, die mit Kindern arbeiten, wie zum Beispiel Kitas, diese strukturell schwache Position von Kindern tagtäglich erleben, aber bislang noch nicht die richtige Medizin vielleicht dagegen gefunden haben. Und vielleicht können wir gemeinsam einen Weg dahin finden. Deswegen sollten wir uns mit Kindern beschäftigen und aus der Position von Kindern heraus, aus der Perspektive von Kindern heraus, Lösungen zu finden für die strukturell schwache Position von Kindern. Denn wir müssen uns eine Sache klar machen. Sie haben es gesagt, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Aber die alternde Gesellschaft ist weder kindgerecht, noch ist sie gerecht zu Kindern. Denn Kinder kommen in der alternden Gesellschaft gar nicht vor. Sie sind die Räume, die wir Kindern in dieser Gesellschaft lassen, werden zudem auch
immer kleiner, sodass es immer leichter fällt, wir haben ja im Moment die Diskussion zur Novellierung des SGB VIII, zunehmend leichter fällt, Kinder zu übersehen. Und das hängt damit zusammen, dass zwei Probleme zurzeit zusammenfallen, die strukturell in der alternden Gesellschaft angelegt sind. Erstens haben wir ein Verteilungsproblem. Es ist eine kleine und auch immer kleiner werdende Gruppe. Im letzten Jahr hatten wir so wenig Geburten wie noch nie, die nach Ressourcen verlangen. Und wir würden sagen, ich glaube, wenn wir eine Abstimmung hier machen würden im Raum, eigentlich mehr Ressourcen verlangen, obwohl es eine kleinere Gruppe ist. Wir müssen uns klar machen, dass wir im Bildungssystem, auch im frühkindlichen Bildungssystem, so viel Personal und so viel Ressourcen haben wie noch nie. Die Kinder sind so lange in unseren Systemen wie noch nie. Und wenn wir uns den Output anschauen, nämlich zum Beispiel die PISA-Studien, dann sind die Ergebnisse so schlecht wie nie. Also irgendetwas stimmt offenbar in unserem System nicht. Und deswegen gibt es durchaus eine Kritik an die eingesetzten Mittel. Das ist das Verteilungsproblem. Das andere Problem ist, Anwesende ausgeschlossen natürlich, Organisationen tun sich schwer damit, anders zu denken, als sie bislang gearbeitet haben. Wenn es heißt, wir haben eine sich verändernde Gesellschaft, zum Beispiel durch Migration, und es gibt Anforderungen darauf, in den Organisationen zu reagieren, heißt das, wir müssen anders arbeiten. Und wenn wir vom Kind aus denken, und darum geht es heute ganz viel in diesem Vortrag, dann bedeutet das auch, wenn Kindheit heute anders ist als vor 20 Jahren, dann müssen auch die Organisationen anders arbeiten als vor 20 Jahren. Und ich glaube, uns ist klar, dass wir das gar nicht unbedingt immer tun. Das heißt, Kinder fallen aufgrund einer strukturellen, prekären Situation häufig durchs Raster. Und das ist eben kein Zufall, aber um dem entgegenzuwirken, müssen wir verstehen, was es mit Kindheit heute auf sich hat. Und aus diesem Verstehen heraus sich erstmal ganz intensiv mit Kindheit beschäftigen, dann Lösungen zu entwickeln. Nicht, was können wir als Organisation, sondern was müssen wir als Organisationen leisten können. Und deswegen ist es sinnvoll, sich mit Kindheit in der alternden Gesellschaft, das ist der ersten Schritt, zu beschäftigen. Wir machen noch ein paar Schritte mehr. Wir müssen uns klar machen, dass es Schieflagen entstanden sind, auf denen die prekäre Situation von Kindheit heute entstanden ist. Und zwar, ich habe Ihnen heute 3 Schieflagen mitgebracht. Wir können auch noch weiter, wie zum Beispiel die ökologische Schieflage mitnehmen, aber wir bleiben mal bei den 3. Die demografische Schieflage, die kennen Sie alle. Merken Sie sich nur eine Zahl. Man kann demografische Grafiken aufzeigen und so. Das interessiert am Ende des Tages relativ weniger. Ein Verhältnis ist hilfreich. Es gibt doppelt so viele 60-Jährige wie 6-Jährige in diesem Land. Doppelt so viele Menschen bekommen in diesem Jahr ihren Rentenbescheid als ihren Schuleingangsbescheid. Das ist die demografische Realität. Die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannte Boomer-Generation, 60er Jahre geboren, gehen jetzt langsam in Rente und dieses Verhältnis geht immer weiter auseinander. Und damit zusammen hängt eine zweite Schieflage, nämlich die demokratische Schieflage. Bereits bei der letzten Bundestagswahl waren mehr als 50%, fast 60% der Wahlberechtigten, die überhaupt zur Wahl gehen durften bei der letzten Bundestagswahl, um über die Bundesregierung abzustimmen, älter als 50 Jahre alt. Bei der nächsten, spätestens bei der übernächsten Bundestagswahl, sind über 50% des sogenannten Elektorats, also diejenigen, die zur Bundestagswahl gehen dürfen über 60. Das heißt, allein demografisch können nur quantitativ, nur plain numbers, können Regierungen ins Amt gewählt werden, die über Formen bestimmen, die ihre Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht betreffen. Und darunter leiden selbstverständlich Kinder, aber auch die Systeme von Kindern, ohne dass wir bislang einen Ausgleichsmechanismus haben. Und das sehen wir auch bei der dritten Schieflage, nämlich der sozialpolitischen Schieflage. Wenn man sich anschaut, wofür die Bundesregierung Geld ausgibt, ist fast jeder 4. Euro im Moment bereits ein Steuerzuschuss in die beitragsfinanzierte Rente der Bundesregierung. Und wenn die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung so weitergeht, sind wir beim Ende des Jahrzehnts bei 80% Ausgaben für die Rente, für die Rüstung und für Schulden. 80%. Da ist noch keine einzige Schiene gebaut. Da gibt es noch keinen Zuschuss in Bildung, kein Gehalt. Wir geben heute bereits mehr Geld für Schulden als für Bildung auf der Bundesregierung aus. Da sind wir heute schon. Und das wird sich krass fortsetzen. Das heißt, die Spielräume für Kinder in der alternden Gesellschaft werden immer enger, wenn wir nicht langsam anfangen, das Ruder rumzureißen. Und einen wirksamen Minderheitenschutz. Ich komme ganz am Ende des Vortrags darauf, einen wirksamen Minderheitenschutz aufzustellen. Und wir merken, vor diesem Hintergrund sind alle Kinder in einer prekären Situation. Alle. Auch Millionärskinder in diesem ungleichen Berlin nochmal zu sagen. Alle Kinder sind in einer prekären Situation. Und die Ausgleichsmechanismen für die Position von Kindern funktionieren
eben nicht mehr. Aber was folgt daraus? Man kann das Richtige und man kann falsche Schlussfolgerungen ziehen. Wir fangen mal mit den falschen Schlussfolgerungen an, weil das ist das, was uns RechtspopulistInnen erzählen. Und es gibt kaum ein Wort, was ich so gerne gender wie Rechtspopulisten. Machen Sie das dreimal am Tag, das macht glücklich. Also Rechtspopulistinnen erzählen uns mehr Kinder. Wer könnte was dagegen haben? Das ist ein Segen und so weiter. Ne? Wir stellen uns das mal vor. Wir haben etwa 630.000 Geburten jetzt im Moment. Tendenz sinkt, aber wir haben 630.000 Geburten. Wir stellen uns mal vor, wir hätten 2028 850.000 Geburten. Und jetzt machen wir es mal klar, dass wir das gar nicht könnten. Also damit umgehen könnten. Wir haben nicht genug Kita-Plätze, wir haben nicht genug Personal, wir haben keine Ausfinanzierung. Im Kita-Bereich kriegen wir es vielleicht noch ein bisschen hin, ne? Weil die Träger ein bisschen flexibler sind. Aber spätestens, wenn die Kinder ins Schulsystem kommen, haben wir ein Riesenproblem. Wir kommen heute schon in Deutschland bei 1000-fach der Schulpflicht nicht nach. Es fehlen Schulplätze. Der Staat kommt der Schulpflicht nicht nach. Wir haben überhaupt nicht genug Lehrkräfte, wir haben nicht genug Gebäude. Wir würden es schlichtweg nicht hinbekommen, wenn jetzt die Geburten extrem steigen würden. Außerdem gibt es kein Land, was jemals vorgemacht hat, ein demokratisches Land, die Geburtenraten wirklich signifikant zu steigern, auf jeden Fall nicht kurzfristig. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen und das heißt, die Kinder, die wir haben, optimal zu fördern. Jetzt gucken wir uns alle mal tief in die Augen und fragen wir, ob wir das in dieser Gesellschaft tun. Und wir kennen die Antwort. Natürlich, 50.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. 9% eines jeden Jahrgangs. Das ist Geisterfahrt. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und da spielen eben auch Kitas eine besondere Rolle. Um dem aber entgegenzuwirken, dieser prekären Situation von Kindern, müssen wir etwas tun, was wir in der alternden Gesellschaft so gut wie nie machen. Wir beschäftigen uns nämlich unglaublich gerne mit Organisationen. Wir interessieren uns für Verteilungsfragen. Aber wir interessieren uns nicht für Kinder. Und deswegen ist mein Plädoyer, lassen Sie uns einmal anschauen, wie Kindheit eigentlich heute ist, weil sie ist anders als vielleicht sogar noch vor 10, 15 Jahren. Ein Aspekt, auf den ich besonders eingehen heute möchte, ist Fragmentierung. Fragmentierung ist nicht nur ein soziologischer Kampfbegriff, sondern eben die zur Kenntnisnahme, dass soziale Ungleichheit nicht nur komplizierter geworden ist, sondern eine andere Qualität gewonnen hat. Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen Familien auf. Das meint nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Fertigkeiten in den Familien. Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen Nachbarschaften auf. Wir sprechen heute noch darüber. Die Quartiere, die Kieze, wie man es in Berlin sagt, sind total unterschiedlich strukturiert. Das sind aber Alltagswelten von Kindern. Kinder gehen in sehr unterschiedliche Säuleumwelten. Kitas unterscheiden sich voneinander, Schulen unterscheiden sich voneinander, aber eben auch die informellen Lernwelten, wie Vereine oder auch frühkindliche Bildungsangebote außerhalb der Kita, haben Kinder sehr unterschiedlichen Zugang zu. Manche mehr, manche weniger, manche zu guten, manche zu weniger hilfreichen und so weiter. Und Erwachsene außerhalb der Familie, die sich um ein Kind scheren. Das ist ganz wichtig für Kinder aller Lebensalter. Und wir wissen es aus Bildungsaufstiegsstudien, immer gab es eigentlich irgendjemand außerhalb der Familie, der es gut gemeint hat mit dem Kind. Das kann die Nachbarin sein, die mal mit nach dem Kind geguckt hat, das kann die Kita-Leitung sein, das kann eine Lehrerin sein, wer auch immer. Irgendjemand war an dem Weg, der gesagt hat, du kannst das, du gehörst selbstverständlich dazu. Und für Kinder ist das ganz wichtig. Wir haben heute leider nicht genug Zeit, alle 5 Aspekte durchzugehen, deswegen habe ich freie Hand bekommen, und sodass ich reden darf über meinen Forschungsschwerpunkt, nämlich über die alltäglichen Lebenswelten von Kindern in Form des Raums, in dem Kinder, also die Quartiere, die Kieze, in denen Kinder sozialisiert werden. Die sind ganz wichtig, weil hier fallen 2 Punkte zusammen und 2 Aspekte zusammen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, nämlich Organisationen wie Kitas und Schulen, aber eben auch die Nachbarschaft. Wir fangen mal an. Ich habe Ihnen hier, ich weiß, in Berlin beschäftigt man sich am liebsten mit Berlin. Ich habe gleich noch ein bisschen Berlin mitgebracht, aber die Studie ist hier ganz wunderbar vom Ruhrgebiet. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht, was uns ganz viel beibringt. Also erst einmal unterscheiden sich die Kieze einer Stadt voneinander, sozialstrukturell. Arm, reich zum Beispiel, migrationsgeprägt, nicht migrationsgeprägt und so weiter. Das nennt sich Segregation. Segregation kann uns nicht egal sein, weil Segregation Folgen hat. Und das nennt sich Kontexteffekte. Ich habe Ihnen hier die Karte des Ruhrgebiets mitgebracht. Und wir haben hier 2 Informationen. Ich zeige die übrigens auch immer in meiner Grundlagenvorlesung Sozialbild.
Die grün eingefärbten Stadtteile sind die mit einer geringen Armutsquote, die orange eingefärbten mit einer durchschnittlichen Armutsquote, die rot eingefärbten mit einer hohen Armutsquote. Information 1. Sie sehen nur noch eine zweite Information, das sind die Dreiecke. Große, mittlere und kleine Dreiecke. Das ist die Übergangsquote zum Gymnasium. Was wir daraus lernen, ist meistens, nicht immer, es gibt Ausreißer, von denen wir ganz viel lernen können, ist dort, wo die Armutsquote hoch ist, die Bildungsbenachteiligung besonders erhöht. Wir blicken mal nur auf die Stadt Essen, das ist die hier, sehr gespalten, in einem armen Norden, reichen Süden. Wir können den Bildungsverlauf eines Kindes mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% prognostizieren, mit nur einer Information. Wo steht die Wiege? Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine Informationen über die Eltern. Wir müssen nur wissen, die Adresse des Kindes. Und das heißt, da wo Kinder aufwachsen, das hat Konsequenzen für Kinder, eben weil es informelle Lernprozesse oder soziale Lernprozesse gibt, die uns nicht egal sein können, die wir mit berücksichtigen müssen bei der Arbeit von Kindern. Wir sind ja immer noch dabei, zu verstehen, wie Kindheit heute ist und wenn die Qualität sozialer Ungleichheit sich auch räumlich so stark abgebildet hat und übrigens auch sich in die Institutionen überträgt. In Berlin versieht man das ein bisschen, in Berlin gibt es so ein paar Sonderfälle, können wir nachher nochmal drüber reden, aber auch in die Institutionen überträgt, dann führt das dazu, dass Kindheiten entstehen, die immer weniger miteinander zu tun haben. Es ist eben nicht mehr immer mehr oder weniger vom Gleichen. Es sind so unterschiedliche Kindheiten entstanden, dass die Lösungen, die wir vielleicht für einen Ort entwickeln, kaum mehr übertragbar sind auf andere Orte. Und das meint Fragmentierung, die Qualität, die sich entwickelt hat, gibt es sozialen Ungleichheit. Und wenn wir uns in Berlin vergegenwärtigen, ich habe Ihnen hier einen Auszug aus dem Lebenslagenbericht von Berlin mitgebracht, eine wirklich sehr gut gemachte Studie vom Senat in Berlin. Man muss ja auch mal dieses Land Berlin auch mal loben. Das habt ihr gut gemacht. Hier ist noch andere Sachen bitte auch gut. Da sehen wir die Kinder, wir gucken jetzt mal nur auf die Karte, da sehen wir die Kinderarmutsquote in Berlin auf Ebene von relativ kleinräumigen Kiezen, also lebensweltlich orientierte Räume nennt sich das. Und es gibt Räume, also Quartiere, wo die Kinderarmutsquote bei über 60% liegt. Bei weit, so zum Teil sogar weit über 60%. Und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass das auch die Orte sind, wo besonders viele Kinder wohnen. Das heißt, auch in dieser Stadt, und Berlin ist noch relativ, man glaubt es kaum, aufgrund der Wohnkrise kommen wir auch noch darauf zu sprechen, relativ sozial gemischt, bestimmt die Adresse eines Kindes zunehmend den Bildungsweg und auch die Normalität, in die Kinder sozialisiert werden. Denn hier kommt eine fast unsichtbare und häufig übersehene Kraft des Alltags mit ins Spiel, nämlich Nachbarschaft. Nachbarschaft ist für Kinder total wichtig. Für diejenigen, die viel arbeiten und so, gar nicht so wichtig, keine Frage. Ich sage immer, eine gute Nachbarschaft für meine Studierenden ist die bei der Party nicht die Polizei ruft. Aber für Kinder und für Ältere übrigens auch ist Nachbarschaft total wichtig. Da lernt man, wie man miteinander umgeht, wie man Teil von Gemeinschaft ist. Aber diese Gemeinschaftserfahrung ist seltsam abgekoppelt von Gesellschaft. Also das, was vor Ort passiert, hat immer weniger damit zu tun, was vielleicht in ganz Berlin passiert, was in ganz Berlin erlebt wird, eben wegen dieser Fragmentierung. Dabei ist das, was vor Ort passiert, die Normalitätserfahrungen, die Kinder in den Nachbarschaften machen, durchaus prägend. Ansonsten bräuchten wir so etwas, steht zum Beispiel im Jugendalter, wie Streetwork, gar nicht. Jeder von uns würde sagen, ja doch, klar, brauchen wir, auf jeden Fall. Sie sind pädagogische Fachkräfte, sie wissen, was informelle Lernprozesse bedeuten. Das ist ja auch das, was wir versuchen, in Organisationen anzustoßen. Es sind jetzt ja nicht nur Fachkraft-Kinderbeziehungen, sondern auch Kinder-Kinder-Beziehungen, die wir versuchen zu fördern. Und genau das findet eben auch in den Lebensräumen statt von Kindern. Wir haben 2022 eine repräsentative Umfrage in allen Bezirken in Berlin gemacht. Und hier können wir sehen, dass diese unsichtbare Kraft, die trotz aller Fragmentierung Gesellschaft noch in der Lage ist, zusammenzuhalten, das ist das hier, noch relativ gut ist. Und Sie sehen, dass überall der grüne Balken am höchsten ist. Das heißt, die nachbarschaftliche Integration funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es ist aber eine Sache, wir kommen gleich auf Peter zu sprechen, es ist noch eine Sache aber passiert, denn das ist die rechte Seite, dass die Orte, wo diese Kraft sich materialisieren kann, immer weniger werden. Wir bauen soziale Infrastrukturen. Wir werden sogar immer spezialisierter. Das heißt, dort, wo... Wir bauen noch ein bisschen mehr. Okay.
Ich kann auch noch lauter. Danke. Das heißt, wir brauchen Orte, wo Kinder diese Kraft von Gesellschaft erleben, die per se sozialisationswirkend sind. Und hier müssen wir feststellen, die bauen wir ab, die fallen im Spardiktat zum Opfer und wir integrieren sie gar nicht so gut in unsere pädagogischen Konzepte. Es geht ja darum, jetzt gleich Lösungen zu entwickeln. Neben Fragmentierung ist aber ein weiterer Aspekt ganz charakteristisch für die nachkommende Generation. Und das ist Superdiversität. Wir haben eben über Migration gesprochen und den Migrationshintergrund, den nehmen wir immer, weil wir keinen anderen Indikator haben. Aber ich kann sagen, der ist richtig schlecht. Wie wird der nämlich gemessen? Ein Elternteil nicht in Deutschland geboren. Das ist so, wie wir ihn messen. Der Informationsgehalt davon ist gleich 0. Was soll uns das eigentlich aussagen? Deswegen hat man schon vor 20 Jahren, Steven Mertovec, hat schon vor 20 Jahren ein anderes Konzept eingeführt, nämlich das der Superdiversität. Ich glaube, ich rede hier zu überzeugen, aber wir besprechen es einmal durch. Gehen Sie mal in eine durchschnittliche Kita-Gruppe in Berlin oder eine durchschnittliche Grundschulklasse in Berlin und fragen nicht, ist ein Elternteil nicht in Deutschland geboren? Hände hoch. Sondern fragen Sie, welche Sprachen, Plural, sprichst du? Und ich kann Ihnen verraten, auch wenn manche Kräfte es in dieser Gesellschaft anders sehen, Mehrsprachigkeit ist keine Behinderung. Oder auch welche Religion übst du aus oder auch welche kulturellen Identitäten, das darf man auch haben, hast du eigentlich. Und Sie werden merken, es gibt keine großen Gruppen mehr. Es gibt vielleicht nicht mal 2 Kinder in einer Gruppe, die sich gleichen. Und das total selbstverständlich. Die Problematisierung von Migration in der alternden Gesellschaft ist das, was Erwachsene machen, was vor allem Ältere machen. Denken wir an den letzten Bundestagswahlkampf. Für Kinder total normal. Jetzt soll man eigentlich nie machen, aber ich mache es trotzdem. Ich erzähle Ihnen mal von meinem Kind. Also ich habe 2 Kinder, ich erzähle mal von meinen Älteren, als der in der 1. Klasse war. Münster, wir wohnen in Münster, relativ innenstadtnah, katholische Grundschule. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du eigentlich ein Flüchtlingskind in der Schule, 1. Klasse? Und er guckte mich mit großen Augen an und sagte, Papa, keine Ahnung, der eine ist gut im Basketball, der andere spricht Polnisch. Also selbstverständlich. Aber diese Problematisierung davon, wir haben über dieses komische Konstrukt von ABC-Klassen, nichts gegen Sprachförderung, aber so ist es falsch gemacht, von ABC-Klassen in NRW gesprochen, das ist etwas, was in der alternden Gesellschaft ein Ausdruck dafür ist, dass diese Selbstverständlichkeit von Kindheit marginalisiert wird. Das wird sogar als Defizit angesehen, obwohl es Normalität ist von Kindern. Und deswegen können wir, um eine Metapher mal zu benutzen, neben Fragmentierung und Superdiversität können wir davon ausgehen, dass es ein Mosaik von Lebenswelten von Kindern geht, weswegen Zuschreibung, Kategorisierungen überhaupt nicht mehr funktionieren. Und übrigens auch die meisten unserer pädagogischen Ansätze implizit mit solchen Zuschreibung, Kategorisierungen arbeiten, weil sie standardisiert versuchen zu sein, aber eben nicht vom Kind ausstecken, sondern von der Bearbeitbarkeit eines Problems aus Organisationsperspektive. Ich habe über die Normalität von Superdiversität gesprochen. Wir müssen aber auch feststellen, dass wir, und das ist nur als Hinweis gedacht, dass wir es in dieser Gesellschaft mit Abwehrkämpfen gegenüber dieser Perspektive zu tun haben. Das, was für uns alle, ich habe viel Kopfnicken gerade gesehen, als so selbstverständlich gilt, Diversität als Normalität anzuerkennen, wird in großen Teilen, und muss auch der jüngeren Generation, das ist eine Umfrage in Dortmund aus dem letzten Jahr, in Frage gestellt. Das sind Items, die habe ich mir nicht ausgedacht, die sind aus der Mitte-Studie genommen. Also die werden seit 2001 durchgehend in Deutschland gemessen, und so, dass wir gute Vergleichsdaten haben. Und wir sehen, dass die Ablehnung von Migration oder auch von Pluralität in dieser Gesellschaft aufgrund rechtsextremer Diskurse zunimmt. Das sind Abwehrkämpfe, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Deswegen brauchen wir keine Insellösung mehr im System Kita alleine, sondern wir müssen weiter ausgreifen. Die Kinder brauchen Verbündete. Was wir aber getan haben in den letzten Jahren im Bildungssystem, das ist kein Vorwurf, das ist total rational, ist krasse Spezialisierung, Professionalisierung. Sogar gut. Wenn Sie zu einer Kita-Leitung gehen, es gibt ganz viele Kita-Leitungen in diesem Raum, ich habe ja eben einige kennenlernen dürfen, und Sie fragen, also als Elternteil, wie arbeitet ihr eigentlich mit dem Kind? Dann kriegt man meistens folgende Art von Antworten.
Also für uns sollen Kindern angeregt werden, spielend die Welt zu erlernen und auch durchaus mit anderen Kindern Sozialkompetenzen entwickeln und ein Gefühl von sich in der Welt zu erleben. Würde ich sagen, das ist genau das, was ich von der Kita erwarten würde. Also jetzt so als Elternteil. Ne? Dann gehen wir mal weiter und fragen dasselbe eine Grundschulleitung. Und die Grundschulleitung sagt, wissen Sie, Herr Kohlmann, die Kinder kommen mit so unterschiedlichen Voraussetzungen. Ja, stimmt ja, Fragmentierung, haben wir eben drüber geredet. Ne? Und unser Job ist es, dass die hier so ein paar Basiskompetenzen lernen, lesen, schreiben, rechnen. Und wir danach am Ende der 4. Klasse oder 6. Klasse, kommt auch an, in welchem System sie sind, eine Idee haben, wie es weitergehen könnte. Also ob es zum Beispiel einen Wille zur geistigen Arbeit gibt. Das ist unser Job. Und ich sage, ja, das Aussortieren finde ich jetzt vielleicht nicht so toll am Ende, aber das ist in etwa das, was ich von der Grundschule erwarten würde. Und dann sprechen Sie mit einer Gymnasialleitung. Das Gymnasium ist die meistgewählte Schule in Deutschland mittlerweile. Und die sagen Sie, also die Kinder kommen hier durchaus leistungsbereit an und unser Job ist es, ihnen Wissen mit der besten Didaktik, die wir haben, zur Verfügung zu stellen. Aber wissen Sie was, wir haben schon einen gewissen Leistungsanspruch und wer den nicht hält, der kann hier halt nicht bleiben. Und ich sage, das klingt vielleicht auch am Ende ein bisschen hart, aber es ist auch ein bisschen das, was ich von Gymnasium erwarten würde. Und jetzt setzen wir diese Systeme mal nebeneinander. Und wir merken, die passen nicht zusammen. Das, was in der Kita erlernt wird, wird in der Grundschule nicht belobt. Das, was in der Grundschule erarbeitet wird, wird in der weiterführenden Schule nicht aufgegriffen. Die Systeme passen nicht zusammen. Jedes System für sich total professionell geworden im letzten Jahr. Auch die Lehrerausbildung und so weiter. Ich arbeite auch mit in der Lehrerausbildung, total gut. Aber was ist passiert? In der Optimierung von Systemen, in der Professionalisierung der Arbeit mit Kindern sind Kinder aus dem Fokus geraten. Wir haben nicht darüber nachgedacht, dass wir vielleicht im Kita-Bereich nur 3 Jahre mit Kindern arbeiten und die danach noch eine ganz schöne Biografie zu tun haben. Grundschulen denken nicht darüber nach, dass sie nur 4 oder 6 Jahre mit Kindern arbeiten, weil sie das Kind nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern eben ihre Organisation. Das heißt, all die Erkenntnisse, die wir vorher haben, sind so schwer zu übersetzen in die vorhandenen Formen von Organisationen, die wir haben. Aber es gibt Abhilfe und dafür muss man gar nicht so weit gehen. Das europäische Ausland reicht. Dänemark ist nicht so weit, die Niederlande, ich wohne in Münster, ist nicht weit. Und dort gibt es Lösungen, die wir durchaus als Inspiration annehmen können, beispielsweise Community-Zentren. Das heißt, das sind so eine Art Bildungscampus, der in jedem Quartier entsteht. Der Rütli Campus hier in Berlin ist so ein Aufschlag, wie man das zumindest denken kann. Und im Prinzip ist es leicht. Das, was im Kiez vorhanden ist, von Kita über Vereine und Schulen, kommen möglichst nahräumlich zusammen und kooperieren miteinander. Ehrenamt kann eingeführt werden und so weiter. Und dann würde selbstverständlich der Alltag von Kindern nicht mehr so abgeschottet werden. Kinder kommen nicht vor, ne? Damit haben wir angefangen. Kinder würden im Mittelpunkt eines gemeinschaftlichen Ortes stehen. Übrigens, früher haben das in Deutschland die Kirchen übernommen, diese gesellschaftliche Integrationsleistung. Kirchen haben diese Gemeinschaftsfunktion verloren. Menschen wollen sie aber. Das ist ja das, was ich Ihnen gezeigt habe. Diese Orte werden gewollt. Und der große Vorteil ist nun, wenn wir diese Orte rund um Kindheit wieder aufbauen, und zwar mit dem, was da ist, nichts großartiges Neues erfinden, mit dem, was da ist, in Form eines Stadtteilcampus mit einem Kooperationsgebot, dann erfahren Kinder Gesellschaft. Sie bekommen einen pluraleren Alltag, natürlich pädagogisch begleitet. Deswegen kann nur dafür werben, solche integrierten Lösungen anzugehen. Kita ist nicht alleine, Schule ist nicht alleine, Vereine sind nicht alleine, sondern sie sind alle Teil der Lebenswelt von Kindern. Und von dieser Konzeption aus und vor dem Hintergrund von Fragmentierung und Superdiversität, Kindheit tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen, tut am Ende allem gut. Und vor allem hat es ganz viele Vorteile. Bevor ich zu den Vorteilen komme, hier noch ein kurzes Potenzialbeispiel aus Saarbrücken, ganz weit weg. Saarbrücken-Mahlstadt, vielleicht kennt die eine oder der andere das. Da es ist ein relativ armutsgeprägtes Quartier, super divers und darüber thront wirklich so eine Art Plateau. Und auf diesem Plateau sind eine Grundschule, 2 Kitas, eine Bildungswerkstatt, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden, aber eben auch 2 Kirchen. Eine katholische Kirche, die noch in Nutzung ist, und eine evangelische Kirche, die entweiht worden ist.
Und sie merken, alleine wenn man sich das anschaut, also wirklich thronend über dem Stadtteil, wenn wir es schaffen würden, zum Beispiel diese leerstehende Kirchenbauten für Kinder nutzbar zu machen, für Gesellschaft nutzbar zu machen, dann hätten wir einen Leuchtturm über dem Quartier, der in die Zukunft weist. Allerdings haben wir kaum Mittel im Moment in der Städtebauförderung beispielsweise, wir müssen ja integriert denken, ne, solche Lösungen anzugehen. Es ist notwendig, wir haben aber im Moment nicht die Lösungen, weil wir die Systeme nicht zusammenführen. Und gerade die leerstehenden Kirchenbauten ist für uns ein Riesenvorteil in den nächsten Jahren. Etwa 1/3 in Nordrhein-Westfalen alleine, 1/3 aller Kirchen werden in den spätestens bis zum Ende der 30er Jahre leergezogen werden. Das heißt, die haben Orte, die sowieso immer schon für Gemeinschaft zur Verfügung standen, die wir neu nutzen können. Und ich meine, Plädoyer ist sie vor allem zu nutzen für die nachkommende Generation. Und der große Vorteil ist, wenn wir solche Orte hätten, dann könnten wir auch andere Großkrisen, unter denen Kindern besonders leiden in der alternden Gesellschaft, in den Griff bekommen. Wie beispielsweise, und ich glaube, in Berlin stoße ich auf viel Verständnis darauf, beispielsweise die Wohnkrise. Denn wenn wir nicht weiter funktional differenzieren, das, was wir sonst nämlich immer gerne machen in einer Gesellschaft, sondern Systeme zusammenfassen, kriegen wir Mittelpunktsorte, an denen man sich gerne aufhält. Die Wohnkrise hat dazu geführt, dass Kinder beispielsweise mit Wohnraum extrem unterversorgt sind. Es gibt über 2,4 Millionen Kinder in Deutschland, so eine ganz aktuelle Studie, die kein eigenes Zimmer haben. In Deutschland, das ist viel. Wir wissen, dass Wohnraum zwischen den Generationen extrem ungleich verteilt ist. Wir wissen aber auch, dass die Wohnkrise Kinder extrem benachteiligt, denn zum Beispiel auch im Falle einer Trennung können sich Paare gar nicht den Haushalt auflösen und das Risiko häuslicher Gewalt steigt. Das heißt, bis wir die Wohnkrise in den Griff bekommen, brauchen wir entlastende Quartiere, brauchen wir Angebote, schlichtweg Orte außerhalb der Wohnung, an denen man sich gerne aufhält. Und das können diese Community-Zentren leisten, an denen Kinder selbstverständlich im Mittelpunkt steht und Kompetenzen erfahren, ohne dass Familie ausgeschlossen ist, die sie sonst eben nicht bekommen würden. Das heißt, am Ende, wenn wir Kinder in den Mittelpunkt stellen, profitiert Kita, profitieren Kinder, aber es profitieren alle. Und das ist der Hebel, den wir in der alternden Gesellschaft brauchen. 50% der Wahlberechtigten bei der nächsten, spätestens übernächsten Bundestagswahl sind älter als 60. Das heißt, wir brauchen auch Lösungen, die die ältere Generation mit reinholt. Und wir müssen etwas tun, was wir sonst nicht tun, Kindern zuhören. Radikale Partizipation. Im Frühkindbereich funktioniert das schon ganz gut, das weiß ich. Und das meint für mich mehrere Aspekte. Ich fange mal an. Ein Punkt, und ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das in der letzten Legislatur nicht hinbekommen haben, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Weil was würde passieren? Ne? Wir überlegen uns, was passieren würde. Jedes Gesetz würde einen Check durchlaufen, ob das Gesetz für die nachkommende Generation vorteilhaft ist oder nicht. Das können Sie sagen, braucht man gar nicht. Dann würde ich sagen, Frauenrechte stehen auch im Grundgesetz. Und selbstverständlich stehen Frauenrechte im Grundgesetz. Nichts, was diskutabel ist in dieser Gesellschaft. Aber Kinderrechte stehen nicht im Grundgesetz. Das aufzunehmen wäre ein Beitrag zu einem wirksamen Minderheitenschutz. Ein zweiter wirksamer Minderheitenschutz wäre es, Kindern tatsächlich zuzuhören in Entscheidungsmomenten. Das tun wir nämlich gar nicht. Es gibt so Pseudo-Beteiligung, wenn man einen Spielplatz gekleint wird, aber wirklich in Entscheidungssituationen hören wir Kindern nicht zu. Deswegen haben wir uns einem Vorschlag einer Hamburger Verfassungsjuristin, das ist also rechtsfest, was ich Ihnen jetzt erzähle, eingeschlossen, sogenannte Zukunftsräte zu bilden. Das sind Räte von jungen Menschen ab 10 Jahren, das geht, die ein Recht haben. Wenn das Parlament, zum Beispiel der Bundestag, der Landtag, der Senat und so weiter, Stadtrat, eine Entscheidung treffen möchte, hat dieser Zukunftsrat das Recht, kann es mit einer Frist versehen, im Vorfeld eine Stellungnahme zu erarbeiten. Können Sie Experten zu einladen, was auch immer. Ne? Und das beschlussfassende Gremium, also das Parlament, der Stadtrat, hat nur eine Pflicht, sich öffentlich im Vorfeld der Entscheidung dazu zu verhalten. Und ich bin sicher, weil ich ein positives Politiker bin, ich bin sicher, dass diejenigen, die sonst keinen lebensweltlichen Kontakt zu Kindern haben, sagen, so seht das also, junge Menschen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Zumindest würden wir in Entscheidungsprozessen Kindern
die Perspektive von Kindern mal systematisch mit einbeziehen. Das tun wir nicht. Und das wird in der alternden Gesellschaft auch immer schwieriger werden. Und übrigens ist das kein neues Konstrukt, sondern ein ganz klassisches Instrument des Minderheitenschutzes. Ich komme zum Ende. Ich hoffe, ich habe Ihnen näher gebracht, dass es notwendig ist, Kinder und ihr Mosaik der Lebenswelten als Ausgangspunkt der Arbeit mit und für Kinder zu verstehen. Und das ist angesichts ihrer Minderheitenposition durchaus eine Herausforderung. Grundlage dafür ist ein Kulturwandel, der nicht fragt, was brauche ich als Träger, sondern was braucht das Kind. Vom Kind aus zu denken und die Zukunft zu gestalten. Das heißt eben, wir müssen das Thema zum Thema machen. Und es nicht immer im Klein-Klein verlieren, sondern immer wieder darauf hinweisen, dass Kinder in der alternden Gesellschaft in einer Minderheitenposition sind und alle Verbündeten brauchen, die sie haben können. Und wenn wir Mittelpunktsorte um sie herum bauen, dann schaffen wir es auch, verschiedene Krisen zu bewältigen. Und wir haben in dem Buch Kinder, Minderheit und Schutz begonnen mit dem Buch Die alternde Gesellschaft ist weder kindgerecht, noch ist sie gerecht zu Kindern. Ich möchte aber schließen mit den letzten Sätzen des Buches. Kinder sind der letzte Sinn und die einzige Zukunft der Gesellschaft. Beides, Sinn und Zukunft, sollten in jeder noch so schweren Krise im Zentrum stehen. Das soll unser Auftrag sein. Vielen Dank. So, vielen Dank, Dr. Kordenbach. Ich würde jetzt gerne mal den Raum öffnen für kurze Fragen. Wir haben leider sehr wenig Zeit, aber 1, 2 Fragen würde ich gerne annehmen aus dem Publikum, wenn sich jemand noch melden möchte. Da hinten haben wir jemand. Kleinen Moment, das Mikrofon kommt gleich zu Ihnen. Danke. Genau. Bezug nehmend auf die Community-Zentren. Wie ist denn da der Ist-Stand gerade? Gibt es schon konkrete Strukturentwicklungen? Wenn ja, wo sind die Hürden und so weiter? Also es gibt mehrere, muss ich sagen. Also es ist ja keine komplett neue Idee. Den Campus Weekly, Sie kennen das wahrscheinlich, dieses 1 Quadratmeter Bildung Ansätze, zum Beispiel Mannheimer Jungbusch, die machen das schon ganz gut. Aber es gibt eben auch jetzt Schulplanungen in Nordrhein-Westfalen, wo ich auch das Glück habe, daran mit beteiligt zu sein. Ich NRW kenne ich ja besser als bei Zurzeit sind hoffentlich, die genau das Konzept aufnehmen, weil sie sagen, ja, die Schülerzahlen gehen ja auch zurück. Und wenn wir jetzt so einen Schulneubau hinsetzen und da auch gleichzeitig Vereinsräume haben, dann tun wir auch etwas gleichzeitig für die Älteren. Ne? Also davon profitieren alle. Und das sind genau die Argumente, die wir brauchen. Also ja, das wird schon angesehen, ein bisschen mit anderen Argumentationen, als ich es mir manchmal wünschen würde. Aber diese Multifunktionalität, das wird schon gemacht. Und auch es gibt einen großen Schulneubau in München, der das auch, und Leipzig, die das bereits realisiert haben. Ja, gerne noch eine Frage, wenn jemand möchte. Noch eine Frage im Raum? Gut. Danke. Kein Fall. So, unsere nächste Rednerin, Frau Dr. Judith Weber, ist promovierte Theologin und Pädagogin. Sie forschte über viele Jahre zu kultur- und religionssensibler Pädagogik und ist Herausgeberin der empirisch-qualitative Studie Religionssensible Bildung in Kindertageseinrichtungen. Nach ihrer langjährigen Leitungstätigkeit in der Erzdiözese Freiburg, kenne ich sehr gut, arbeitet sie derzeit im Generalvikariat der Katholischen Kirche in Zürich als Beauftragte des Generalvikars für Pastoral und als Fachverantwortliche für Religionspädagogik. Frau Dr. Weber, Sie haben das Wort. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und dass so viele Menschen hier im Raum sind, freut mich auch sehr. Und Sie alle sind Expertinnen für Kindertageseinrichtungen. Und ich fange mal ganz vorne an. Was ist der Auftrag von Kindertageseinrichtungen? Das wissen Sie alle. Bildung, Erziehung und Betreuung. Und Sie haben meinen tiefsten Respekt, dass Sie all das in Ihren Einrichtungen machen. Es ist eine herausfordernde Aufgabe. Und was macht es herausfordernd? Also Kinder entwickeln ihre Identität, das wissen wir alle,
Aber was bedeutet diese Identitätsentwicklung? Also alle einzigartigen und individuellen Eigenschaften eines Menschen sind die Identität, und es ist ja ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Und was auch an der Stelle ich immer ganz wichtig finde, ist, Kinder entwickeln sich selbst. Und wir als Eltern und ErzieherInnen können nur die Rahmenbedingungen schaffen. Aber die Entwicklung geschieht bei den Kindern selbst. Und das macht sie eigentlich voll spannend, oder? Also dabei zu beobachten, Kindern, wie sie sich entwickeln, großartig. Und trotzdem auch eine Herausforderung. Denn Kinder versuchen, ihre Vorstellung über sich selbst und über die Welt zu bekommen. Konstruktivistischer Bildungsbegriff kennen wir alle. Und diese Entwicklung gut zu begleiten, ist, glaube ich, jeden Tag eine neue Herausforderung. Warum ist es eine Herausforderung, gerade auch in Kindertageseinrichtungen? Weil sich die Vielfalt kultureller, religiöser und weltanschaulicher Lebenskonzepte in Kindertageseinrichtungen widerspiegelt. Und es spiegelt sich genau das wider, was in unserer Gesellschaft da ist. Und Vielfalt ist eine Chance und sie ist anstrengend. Und warum ist es anstrengend? Weil Lernen hat immer 3 Komponenten. 1/3 ist, interessant, weiß ich schon. 1/3 ist, interessant, neuer Aspekt für mich. Und 1/3 ist Irritation. Und Irritation ist raus aus der Komfortzone. Und Irritation ist jetzt kein so cooles Gefühl, oder? Oder das kann anstrengend sein. Es kann anstrengend für mich sein, es kommt auf meine Tagesform an, ob ich sagen kann, wow, also keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll, oder ob ich denke, oh ne, bitte, kommt, also heute mal nicht. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Und es hat auch damit zu tun, dass einfach jeder Mensch seine eigene Weltsicht hat. Also niemand von uns hier im Raum sieht die Welt gleich. Und das bedeutet eine wahnsinnige Kommunikationsaufgabe zwischen uns. Und das bedeutet auch für Sie mit den Kindern in den Kindertageseinrichtungen eine riesen Kommunikationsaufgabe jeden Tag. Wenn Sie, wenn wir jetzt zur religionssensiblen Bildung und Erziehung kommen, ist die Frage, wo wird denn dieses Thema überhaupt verortet? Und ich habe in das Berliner Bildungsprogramm geguckt und habe gedacht, wow, religionssensible Bildung und auch kulturelle Sensibilität, genau. Entschuldigung, kann man in dem Bildungsplan an ganz unterschiedlichen Orten verorten. Nämlich im ersten Teil zum Bildungsverständnis, Bildung ist Aneignung und Gestaltung von Welt. Ja, und Religion und Kultur ist ein Teil dieser Welt. Bildung ist ein aktiver, sinnlicher, sozialer und lustvoller Prozess. Das ist doch auch mal cool, oder? Und auch mit Blick auf Religion und Kultur. Bildung braucht Wertorientierung. Und ich würde sagen, Religionsgemeinschaften sind die Gemeinschaften, wo eine Wertorientierung da ist. Also woher kommen die Werte? Die fallen nicht vom Himmel. Das ist schon etwas, was aus den Religionsgemeinschaften kommt. Und eben ethische und religiöse Werte wird ja auch da nochmal extra benannt. Dann auch die Ziele pädagogischen Handelns, Kompetenzen stärken. Ja genau. Die Kompetenzen stärken bedeutet, dass ich die Kompetenzen der einzelnen Kinder, der einzelnen Erzieherinnen und der Eltern sehe. Und diese Kompetenzen zu stärken, bedeutet ganz viel. Also es wurde vom Morgenkreis berichtet, das ist genau ein gutes Beispiel, da will ich jetzt nicht mich noch weiter vertiefen. Aber jetzt war ich zu schnell. Zur Gestaltung von Bildungsprozessen ist die 3. Überschrift bei Ihnen, das alltägliche Leben mit Kindern gestalten und anregungsreiche Räume zu gestalten. Auch das ist ein Thema innerhalb der religionssensiblen und kulturell sensiblen Pädagogik.
aber auch beim Punkt 5, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern, auch das kommt in der religions- und kultursensiblen Bildung, Pädagogik vor. Oder auch Bildungsbereiche haben Sie soziales und kulturelles Leben, also auch da haben Sie es wieder ganz explizit. Kommunikation, Sprachen, Schriftkultur und Medien. Und das hatten wir heute ja auch schon, die Mehrsprachigkeit, aber auch die Sprache der Religion zu können und zu kennen, ist ja eigentlich auch was Interessantes auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und dann der Bildungsbereich Kunst, bildnerisches Gestalten, Musik, Theater, Spiel, auch das ist ein Teil religionssensibler Bildung und Erziehung. Aber ich möchte gerne noch mal da einsteigen, bei bestimmter Begriffsbestimmung, nämlich, was verstehen wir überhaupt unter Kultur? Zu einer Kultur gehören Bräuche und Sitten, Werkzeuge und Kunstgegenstände, Feste und Feiern, Rituale und Gesetze, Verbote und Tabus. Ich finde, das ist eine sehr gute Definition von Kultur insofern, dass es schon zeigt, wie viel dass Kultur ohne Religion nicht denkbar ist und Religion ohne Kultur auch nicht. Also in der Kultur findet die Religion ihren Ausdruck und die ganz unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Was bedeutet dann interkulturelles Lernen? Inter bedeutet zwischen, inmitten, unter und verdeutlicht, dass zwischen zwei oder mehreren Kulturen gelernt und das inmitten von Angehörigen diverser Kulturen neue Erkenntnisse gewonnen werden. Und dieses Gewinnen neuer Erkenntnisse ist doch eigentlich auch was Schönes im Leben. Volker Rickertz beschreibt es so: Denn wo interkulturelles Lernen stattfindet, sind immer schon religiöse Komponenten im Spiel. Zugespitzt formuliert kann man sagen, dass interkulturelles Lernen ohne interreligiöses Lernen gar nicht stattfinden kann. Und da gibt es einfach auch noch mal eine Unterscheidung zwischen Interreligiosität und Multireligiosität. Multireligiosität ist einfach, dass ich ganz viele Religionen nebeneinander habe. Interreligiosität bedeutet der Austausch zwischen den Religionen und die Entwicklung der religiösen Identität. Und da kommen Kindertageseinrichtungen einfach eine ganz wichtige Funktion zu und nicht nur Kindertageseinrichtungen. Mein Vorredner hat es so schön gesagt, die Systeme stehen alle für sich, also es müsste auch weitergeführt werden in Schule, in weiterführender Schule und so weiter. Also auch wo können da diese Orte gestaltet werden? So weit sind wir noch nicht. Der Ansatz der religionssensiblen Bildung und Erziehung, also das Buch, was ich mal geschrieben habe, hat seinen Ursprung eigentlich in der Jugendhilfe. Und zwar hat der Professor Lechner in der Jugendhilfe 6 Handlungsgrundsätze entwickelt für Erzieherinnen, wie sie in der Jugendhilfe religiöses Lernen und Leben gestalten können. Und diese 6 Handlungsgrundsätze habe ich auf die Elementarpädagogik übertragen. Und das religionspädagogische Handlungskonzept ist eben auf pädagogischen Handlungskonzepten begründet. Das heißt, ich habe aus der Pädagogik heraus begründet, warum Religion in Kitas ein Thema sein muss. Und eben nicht als Theologin, sondern wirklich als Pädagogin. Und ja, das kam auch daher, dass in der Schule eine Schülerin zu mir sagte: Frau Weber, Religion hat nichts mit dem Leben zu tun. Und das fand ich total spannend. Warum hat Religion nichts mit dem Leben zu tun? Und mir wurde sehr schnell klar, natürlich, ich bilde hier ErzieherInnen aus und Sie sind Expertinnen für Pädagogik. Das heißt, es muss aus der pädagogischen Perspektive klar werden, warum Religion ein Thema in der Kita sein muss. Und wenn wir mal ehrlich sind, Religion ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und das zu enttabuisieren, ist einfach auch eine große Aufgabe. Das bedeutet, in der religionssensiblen Bildung und Erziehung gehe ich von der Pädagogik aus. Und die Religionspädagogik muss ein Teil der Pädagogik in der Kita sein. Das heißt, wenn ich ganz weit oder das, was ihre alltägliche Arbeit ausmacht, deswegen der weite Kreis, ist
ihre pädagogische Konzeption. Und in ihrer pädagogischen Konzeption begründen sie mit einem pädagogischen Handlungskonzept ihr Handeln. Und es gibt unterschiedliche Handlungskonzepte. Ich habe in meiner Arbeit die offene Arbeit, den Ansatz der offenen Arbeit genommen, den Early Excellence Ansatz und den Infanz Ansatz. Ich weiß, es gibt noch weitere, aber ich habe mich für diese 3 entschieden und habe anhand dieser 3 Handlungskonzepte aufgezeigt, wo der Ansatz der religionssensiblen Bildung dort verortet werden kann. Und jetzt komme ich zu dem, was ist denn der Religionsbegriff, der zugrunde liegt in der Arbeit. Und das ist auch etwas, was ich von dem Professor Lechner übernommen habe. Also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Aber sein Religionsbegriff hat mich total überzeugt, insofern, dass er sagt, wir müssen den Religionsbegriff aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, weil es gibt einen ganz weiten Religionsbegriff. Und Religion kommt ja von dem lateinischen Wort religere, zurückführen auf. Mehr bedeutet Religion nicht. Frage ist, worauf tun wir es zurückführen? Und bei dem ganz weiten Religionsbegriff, bei dem Existenzglauben, geht es einfach um die Existenz. Das bedeutet die Grunderfahrung menschlicher Existenz, religiöse Erziehung als ganz allgemein menschliche Erziehung. Und das bedeutet, dass ich wirklich einfach innerweltlich, immanent und wir brauchen kein Fremdwort, also innerweltlich, es geht um das, was hier und jetzt ist, die menschliche Existenz. Und der etwas engere Religionsbegriff dann schon ist der Transzendenzglauben, der religiöse Bildung als deutende Erschließung eines transzendenten Sinnhorizonts für glückendes Leben beschreibt. Was ist ein transzendenter Sinnhorizont? Transzendenz ist das, was mich übersteigt. Das bedeutet, ich gehe hinaus über das Innerweltliche. Es muss etwas geben, eine höhere Kraft, etwas, was uns übersteigt. Das muss noch kein Gott sein. Das kann auch der Glaube an eine Kraft, das kann auch ein Gott sein, aber es kann auch der Glaube an eine Kraft, an etwas Höheres sein. Und dann sagt er, und wenn wir es noch enger fassen, dann ist Religion der Konfessionsglaube, das beschreibt die religiöse Sozialisation als Prozess des Hineinwachsens in eine religiöse bzw. kirchliche Bekenntnisgemeinschaft, Konfession. Und Sie hören alle geduldig zu, den ganzen Morgen schon. Und ich war ja Lehrerin. Und als Lehrerin weiß man, Aktivierung ist zwischendrin immer mal wieder gut. Und das möchte ich jetzt gerne tun, indem Sie sich einfach kurz mit Ihren Menschen in der Nähe darüber austauschen. Wo und wann kommt Religion, in Ihrem Leben vor? Also wo und wann kommt Religion, Kultur in Ihrem Leben vor? Gucken Sie mal kurzer Austausch. Das ist dann immer wieder die Herausforderung. Wie geht es dann weiter? Wenn Sie möchten, würde ich jetzt noch was weiter erzählen, aber Sie sind auch selber sprachfähig. Da sieht man die große Kompetenz hier im Raum. So. Es freut mich. Sie sind lebendig, Sie sind kompetent. Wunderbar. Ich würde Ihnen noch kurz was über die 6 Handlungsgrundsätze erzählen. Es gibt gleich auch noch mal eine Unterbrechung, keine Sorge. Also, ich habe da keine Angst vor. Wir kommen auch dann wieder weiter miteinander ins Gespräch. Also, die 6 Handlungsgrundsätze. Ich habe Ihnen da jetzt einfach nur kurz die Überschriften einmal benannt und gleiten später aber auch noch mal näher drauf ein. Also der erste Handlungsgrundsatz, und das wird Sie als PädagogInnen nicht überraschen, ist, das Kind ist Ausgangspunkt religionssensibler Bildung und Erziehung.
Dann ist der zweite und eben ausgehend vom Kind. Das Kind steht in der Pädagogik immer im Mittelpunkt und es muss genauso bei der religions- und kultursensiblen Bildung und Erziehung im Mittelpunkt stehen. Und diese Kompetenzen, die dieses Kind mitbringt oder die Sie als Erzieherin mitbringen mit Ihrer Lebensgeschichte oder was die Eltern mitbringen mit ihrer Lebensgeschichte, das muss im Mittelpunkt stehen. Und trotzdem fangen wir erstmal beim Kind bei der religionssensiblen Bildung und Erziehung an. Dann die Religionssensibilität ist eben ein Bestandteil der pädagogischen Arbeit und es hört sich so banal an, aber es ist was ganz Wichtiges, sich bewusst zu machen. Da erkläre ich nachher auch nochmal, wie das ganz genau geht. Dann der Kindergarten als religionssensibler Lebens- und Erfahrungsraum ist der dritte Handlungsgrundsatz. Der vierte, die Einrichtung als Ort gelebter Religionssensibilität, also wie geht dann auch eben das miteinander. Dann die religiöse Pluralität im Kontext der religionssensiblen Bildung und Erziehung, auch das ist was ganz Wichtiges. Ohne die religiöse Pluralität ist eine Tatsache in unserer Gesellschaft und eine Riesenbereicherung. Und das als Bereicherung zu sehen, darum geht es auch in diesem Handlungsgrundsatz. Und dann die Religionssensibilität als sozialberufliche Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte. Da geht es wirklich nochmal um die pädagogischen Fachkräfte. Ja, die Frage ist, wo, und das hat was mit der Bildungsgerechtigkeit zu tun, worum es heute ja auch hier geht. Also welche Sprachfähigkeit über Glaube und Religion gibt es bei den Kindern, bei den Eltern, bei den Erzieherinnen insgesamt in der Kita? Und um zum Beispiel auch ein ganz einfaches Beispiel zu machen, aber zum Beispiel im Anmeldegespräch sind Familienbräuche ein Thema, also, ja, oder ist das religiöse Leben ein Thema? Weil auch das ist ja ein wichtiger Teil der Identität der Kinder und dessen, wie sie in den Familien groß werden. Dann ist ein großes Thema Wissen über Kulturen, also Bräuche und Sitten, Werkzeuge und Kunstgegenstände, Feste und Feiern, Rituale und Gesetze, Verbote und Tabus. Was haben wir im einzelnen Team an Wissen darüber? Und wissen wir über unser Wissen? Also manchmal ist es ja auch hübsch, ich weiß viel, aber wir tauschen uns nicht darüber aus. Und das war auch in der Schule eine Erfahrung. Es gab angehende Erzieherinnen, die waren total interessiert am Thema Religion und Kultur. Und es gab andere, die gesagt haben, wow, ich tue mich damit ganz schwer, weil ich habe es nicht erlebt. Und das ist auch eine Gruppe, die wir im Blick haben müssen. Also was ist mit den Kindern, die in keine Religion hineinwachsen? Welche Feste feiern die? Also Religion hat ja auch ganz viel damit zu tun, eben mit Festen und Feiern und so weiter. Also wie sind diese Kinder im Blick? Oder welche Feste gibt es in ganz anderen Kulturen, wie zum Beispiel Japan und so weiter? Und wie findet auch das dann, wie wird das ein Thema in der Kita? Also diese Verbindung von Theorie und Praxis, also diese 6 Handlungsgrundsätze und die pädagogische Arbeit in die Praxis zu übersetzen, ist ja immer wieder auch eine Herausforderung. Und deswegen mein großer Respekt wirklich an Sie, weil es bedeutet, dass Sie sich als Menschen ganz und gar auf Ihre Arbeit einlassen. Und das bedeutet, dass Sie bereit sind, Ihr pädagogisches Handeln zu reflektieren und die religiösen Spuren darin zu entdecken. Das ist der Ansatz der religionssensiblen Bildung und Erziehung. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Sie eine Bereitschaft zur Biografiearbeit, also Ihres eigenen Werdens, dessen, was Sie erlebt haben, mit sich bringen. Und das wissen wir auch alle, oder? Es gibt Anteile in uns, die sind gut und damit fühlen wir uns gut. Und es gibt Anteile, geht so. War nicht immer alles nur prickelnd. Aber auch diese Anteile spielen eine Rolle, auch in ihrem pädagogischen Handeln in der Kita. Und es geht
ganz viel um Bewusstsein, aber nur wenn ich mir Sachen bewusst mache und sie in mein Bewusstsein rücken, kann ich auch mein Handeln ändern. Das bedeutet natürlich auch, dass ich mein Handeln ändern möchte, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen ein Leben lang lernen und dass die Identitätsentwicklung und das Lernen nie abgeschlossen ist. Und dieses Lernen geht eben auch in dem Beziehungsgeschehen zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Manchmal verstehe ich das Verhalten eines Kindes oder eines Menschen nicht. Ist mir total fremd, ich habe keine Ahnung. Und es ist oft so, dass eine Sprachfähigkeit an den Stellen fehlt. Also wenn sich ein Kind schreiend auf den Boden legt, hat es was damit zu tun, dass es sich nicht ausdrücken kann. Und die Reaktion ist sozusagen, und jetzt zeige ich es mal all, dass es mich auch gibt. Aber es geht ja darum zu verstehen, warum tickt dieses Kind jetzt gerade total aus. Also, und das ist jetzt schon wieder so wertend, und das will ich eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, das Kind zu verstehen und sein Verhalten zu verstehen. Und indem ich dieses Verhalten verstehe, verstehe ich vielleicht auch das, wo es nicht sprachfähig ist oder welches Bedürfnis ist gerade nicht befriedigt. Daraus kommen ja diese ganzen Machtkreisläufe und so weiter. Und nur wir Erwachsenen können daraus aussteigen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Jetzt dürfen Sie noch mal ganz kurz, oder fangen wir nochmal Aktivierung, zweite Runde. Welchen Raum, welche Zeiten, welche Gelegenheiten gibt es bei uns in der Einrichtung für den kulturellen und religiösen Austausch? Dürfen sich noch mal kurz miteinander unterhalten. Der erste Handlungsgrundsatz. Das Kind ist Ausgangspunkt religionssensibler Bildung. Was bedeutet das? Wie gehen wir mit den Themen und Fragen der Kinder zum Leben und zur Welt in unserer Einrichtung um? Ich habe jetzt ein Beispiel, das ist einer meiner 3 Söhne, der mit 3 Jahren fragte nicht, Mama, was war, als noch nichts war? Also ich als Theologin und Pädagogin sollte ja gleich eine Antwort drauf haben. Ja? Ich kann Ihnen sagen, ich hatte keine. Aber ich möchte auch noch mal ein anderes Thema. Gestern habe ich mich noch mit einer angehenden Erzieherin getroffen und sie erzählte mir, weißt du, Judith, Religion ist bei uns kein Thema und ich habe gerade im Team, also wir dürfen nicht über Religion sprechen und ich habe gerade ein Kind, wo die Mutter an Krebs erkrankt ist, wo die Mutter sterben wird. Und wir kriegen es nicht hin, das Thema Tod zu thematisieren. Und wir lassen aber dieses Kind damit alleine. Und ich habe gestern Abend, den Abend auch ein Stück weit damit zugebracht, ihr Literatur dazu zu empfehlen. Also, weil es gibt wirklich gute Bücher dazu. Zum Beispiel mein Lieblingsbuch Für immer anders kann ich nur empfehlen, weil auch darin beschrieben ist, was für ein Verständnis vom Tod haben Kinder, in welchem Alter und wie sehen Trauerphasen von Kindern aus. Und aber auch dieses Thema Tod kommt in unserem Leben immer und immer wieder vor. Also auch der Abschied, der Umzug, die Trennung eines Elternteiles sind Abschiede. Und Tod ist natürlich der endgültige Abschied. Aber die Frage dahinter ist ja, wie gehen wir insgesamt mit Abschieden um? Und also ich erzähle das jetzt, weil es zu diesem Handlungsgrundsatz passt. Ja? Also wo kommt das Thema dieses Kindes oder wenn ein Freund weggezogen ist oder so, also dieses Thema Abschied, wie kommt es vor und wie wird es bei uns thematisiert, wenn wir es wahrnehmen in unserer Kita? Und vielleicht auch da nochmal beim ersten Handlungsgrundsatz, es ist mir auch was ganz Wichtiges, weil das hat dann auch mit weiteren Handlungsgrundsätzen zu tun. Zum Beispiel ist ja auch ein Thema, welche Bilderbücher haben wir dazu in der Kita? Gibt es die Möglichkeit irgendwo, gerade wenn das Thema Tod wirklich ein Thema in der Kita ist,
gibt es die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden und so weiter. Also es gibt ja auch dann wieder bestimmte Rituale, die einem Kraft geben. Und schaffen wir es dafür, Raum zur Verfügung zu stellen. Zweiter Handlungsgrundsatz, Religionssensibilität als Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Und da geht es eben um die Werte und Tugenden und ja, welche Werte und Tugenden sind für die pädagogische Arbeit leitend bei uns in der Einrichtung? Und warum sind es genau diese Werte? Und welche Werte sind es denn oder sind es ganz unterschiedliche? Also die eine Erzieherin ist dieser Wert besonders wichtig, der andere ein ganz anderer Wert. Sind die Werte gut vereinbar? Wie zeigen die sich im pädagogischen Handeln? Der dritte Handlungsgrundsatz geht darum, den Kindergarten als religionssensiblen Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten. Also dazu zählt die Beziehungsgestaltung, also zum Beispiel die Begrüßung am Morgen, also wie werden Kinder am Morgen begrüßt oder auch verabschiedet, oder auch mit den Eltern. Wie ist die Raum- und Materialgestaltung in der Kita und wie ist die Kita vielleicht auch ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft? Also wie und wodurch ist unsere Einrichtung als Lebens- und Erfahrungsraum gestaltet, auch unter kulturellen und religiösen Aspekten? Und da gibt es eben dieses Gastgebermodell, wo es darum geht, dass die Einrichtung zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel um das Zuckerfest zu feiern. Und es bedeutet dann, dass eben entweder haben Sie im Team eine Erzieherin oder Erzieher muslimischen Glaubens, der sagt, jawohl, wir feiern in der Kita das Zuckerfest, oder Sie haben Eltern, die sagen, oh ja, und dann werden eben die Kinder dazu eingeladen und es ist immer eine Einladung, ja, genauso wie andere Feste, Weihnachten, was auch immer eben thematisiert werden. Und wichtig ist immer, dass es die Menschen feiern, die diesen Glauben haben. Ich kann nur das feiern, was auch meins ist. Der vierte Handlungsgrundsatz hat sehr viel mit dem dritten zu tun. Ich würde das heute als einen Handlungsgrundsatz machen, aber man lernt ja nie aus, gell? Die Einrichtung als Ort gelebter Religionssensibilität, welche kulturellen und religiösen Feste oder biografischen Anlässe feiern und gestalten wir in unserer Einrichtung. Also, da geht es einerseits auch wieder um die Feste, aber auch um zum Beispiel Geburtstag oder je nach Religion ist zum Beispiel Namenstag auch was ganz Wichtiges. Also da zu gucken, ja, was feiern wir oder was ist für welches Kind wichtig, ja? Also ich habe das Gefühl, wir gehen in unserer Gesellschaft immer davon aus, dass der Geburtstag das Wichtige ist. Aber es gibt Lebenswelten, da ist der Namenstag viel wichtiger und da ist das Fest. Genau. Dann der fünfte Handlungsgrundsatz, eben die religiöse Pluralität im Kontext der religionssensiblen Bildung. Welche Kontaktaufnahmen und Vernetzung mit Institutionen gibt es in unserem Stadtteil? Besuchen wir kulturelle und religiöse Orte? Und das kann ja zum Beispiel auch was ganz Wichtiges für Kinder sein. Ja? Sie können ihr Gotteshaus den anderen zeigen. Und man kann da mit dem Imam sprechen oder wie auch immer. Das hat eine Bedeutung, weil sie können was zeigen, was zu ihrer Lebenswelt gehört. Das heißt, es ist natürlich auch wieder eine Herausforderung, weil diese Vernetzung im Stadtteil kostet natürlich auch Zeit und Aufwand und so weiter. Und trotzdem kann es eine wahnsinnige Bereicherung unter dem Bildungsaspekt sein. Und eben auch da unter der Bildungsgerechtigkeit, ja, also auch ich lerne jeden Tag noch neu dazu. Und es ist doch auch schön, wenn ich im Stadtteil lerne. Und ja, insofern die Frage, wer gehört in unserer Einrichtung welcher Religion an und mit welchen Institutionen, Religionsgemeinschaften ist unsere Einrichtung vernetzt. Und der fünfte Handlungsgrundsatz sagt eben Religionssensibilität als sozialberufliche Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte oder beschreibt die Religionssensibilität so. Und
Da ist eben die Frage, wie sprachfähig sind wir im Team zu den Themen Glauben und Religion? Welches Wissen haben wir im Team über welche Kultur? Jetzt haben Sie noch mal ganz kurz Zeit, sich zu überlegen, welche Leitfrage hat mich besonders angesprochen und warum. Was ist mein Fazit? Und ich habe immer das Gefühl, eigentlich ist es so einfach, aber vielleicht ist es manchmal auch gut, das Einfache ins Wort zu bringen. Kultur und Religion als Bildungsschatz begreifen, das ist ganz wichtig. Und vielleicht auch dazu noch ein praktisches Beispiel. Als ich noch Lehrerin war an der Fachschule für Sozialpädagogik, da hatte ich mit der Kunstlehrerin meine Stunden zusammengeworfen. Also wir haben die Religionsstunde und die Kunststunden zusammen getan. Und wir waren uns nämlich einig, dass Religion eine Ausdrucksform braucht und Kunst, und jetzt können Sie das erweitern, Kultur ist die Ausdrucksform der Religion. Und das ist die Sprachfähigkeit der Religion. Und der Religionen, muss man sagen. Ja? Und wir haben dann nur noch mit den SchülerInnen in Projekten gearbeitet. Und es lief dann immer so ab, dass ich einen inhaltlichen Input gemacht habe. Also zum Beispiel ein Projekt war, das ist mir so in Erinnerung geblieben, zu den 7 Tugenden und den dazugehörigen 7 Todsünden. Das ist jetzt nichts, wo Schülerinnen sagen sofort, oh ja, cooles Thema, danke auch. Aber stand im Lehrplan, ja. Okay, man macht ja dann, man muss sich ja auch an irgendwas halten. Nun gut, also wir haben dann dieses Thema unterrichtet und ich habe eben den inhaltlichen Input zu, was sind Tugenden, was sind Todsünden und so weiter, wie kann man das auch heute benennen und so weiter. Oder welche Sprache braucht es heute dafür? Also das ist ja eigentlich unsere eigentliche Arbeit als TheologInnen, nämlich es ins Heute zu übersetzen. Und das haben wir versucht und dann hatten die SchülerInnen den Auftrag, und zwar zu jeder Tugend, also wir haben 7 Gruppen gebildet und zu jeder Todsünde und passenden Tugend gab es eine Projektgruppe und die sollten einen Film, also Kurzfilm drehen dazu, wo kommt es in der heutigen Welt vor. Die Filme waren Wahnsinn, wirklich, also unglaublich. Und die Schülerinnen haben ganz viel gelernt, sowohl über Todsünde und Tugenden, aber auch darüber, wie mache ich Filme, wer hat welche Kompetenz in unserem Team. Genau darum geht es ja, ja. Also die eigene Wirksamkeit erfahren. Und ich glaube, das ist der Schlüssel bei allem. Ich muss mich selber wirksam erleben, dann bin ich zufrieden. Das heißt, eine Kita muss ein Raum sein, wo sich Kinder als wirksam erfahren, wo sich die ErzieherInnen als wirksam erfahren, aber auch die Eltern in ihrer Kompetenz als ExpertInnen für ihre Kinder wahrgenommen und ernst genommen werden. Die Vernetzung in den Sozialraum ist einfach ein ganz wichtiger Faktor dabei, weil es einfach den Kita-Raum noch mal ganz anders erweitert und da könnte zum Beispiel auch die Vernetzung zur Grundschule einen ganz anderen Raum bekommen. Aber auch zu kulturellen Einrichtungen, welche Feste gibt es im Stadtteil, wo kommen wir da auch als Kita vor oder wo können wir gemeinsam hingehen und so weiter. Wichtig ist, dass jede Person mit ihrer eigenen Lebensgeschichte gesehen und verstanden wird und auch als Ressource begriffen wird. Nämlich, das ist meiner Meinung nach Inklusion. Dass jeder Mensch oder jede Person, so wie sie ist, Teil dieser Gemeinschaft ist. Mit allem, was sie an Lebenserfahrung, auch an Lebensschmerz, an allem mitbringt. Und das als gesehen wird, wir können von, über und miteinander lernen. Ich weiß, es ist ein Riesenanspruch und trotzdem versuche ich mit dieser Haltung durch die Welt zu gehen. Kita hat sicher immer auch ganz viel mit Zeiten zu tun. Also ein Kita-Alltag ist ja in einer gewissen Weise auch getaktet. Aber diese Zeit auch als Ressource zu begreifen und wie wir die Räume miteinander gestalten, also welchen Anteil haben auch die Kinder dabei, wie fließen ihre Ideen ein, wie werden sie selber aktiv.
auch in der Vorbereitung von Festen, immer dieses Miteinander. Was sind deine Ideen? Wie würdest du das umsetzen? Und Kinder haben Ideen, ja, und wir alle Menschen haben Ideen. Aber wie schaffen wir es, einen Raum zu schaffen, wo sich jede Person auch entfalten kann? Und das hat was mit der Beziehungsgestaltung zu tun. Also wie schaffe ich eine respektvolle und ermutigende Haltung im Miteinander, so das Leben gelingt. Genau. Und wenn Sie noch Materialien wollen, dann habe ich also die Handlungsgrundsätze finden Sie auf der Homepage. Wenn Sie religionssensible Erziehung eingeben, dann kommen Sie da drauf. Oder es gibt auch viel zu dem Thema unter www.kleinemenschengroßefragen.de oder auch unterschiedliche Bücher habe ich da verlinkt. Und was ich auch großartig finde, ich gebe es ehrlich zu, es hat mich berührt, dass eben dieses Kartenset auf der Grundlage der religionssensiblen Bildung entstanden ist, die Kita als interkultureller Ort. Insofern freue ich mich. Vielen Dank. Und das Kartenset können Sie heute auch hier erwerben. Also, aber es ist nicht von mir, aber es ist großartig. Gut, dann werden Sie gleich hier. Ja. So, dann würde ich jetzt hier auch noch mal die Fragerunde eröffnen, wenn jemand eine Frage hat. Bitte schön. Hier haben wir jemand. Das Mikrofon kommt jetzt zu Ihnen. Nummer. Hallo? Hallo? Ja. Hallo. Jens aus Stockholm. Frage zum Zuckerfest. Warum wird es dann nur für die der Religion Zugehörigen gefeiert? Warum werden nicht alle integriert? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, also die Idee ist, dass die anderen Kinder eingeladen werden zum Zuckerfest. Genau. Aber das Zuckerfest in der Kita gefeiert wird. Aber vorbereitet und durchgeführt natürlich von den Menschen des muslimischen Glaubens. Okay. Ja. Verstanden. Vielen Dank. Entschuldigung, dass ich mich da undeutlich ausgedrückt habe. Noch eine Frage? Nicht schüchtern sein? Danach gibt es auch eine Kaffeepause. Kann ich schon mal versprechen. Also können wir jetzt sehen. Ganz schnell noch. Gut, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann bedanke ich mich nochmal bei Frau Dr. Sehn. So, wir haben jetzt etwas mehr Zeit, weil beide Redner waren wirklich sehr schnell, schneller als erwartet, aber sehr tolle, inspirierende Rede. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, also, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, also es gab hier keine Fragen mehr. Ihr seid alle so schüchtern, kann es sein? Ja, also ich würde jetzt eine Kaffeepause ankündigen. Machen wir jetzt etwas früher als sonst. Also normalerweise hätte ich gesagt Viertelstunde und nicht länger. Aber ich würde sagen so 25 Minuten. Wenn wir ungefähr um 20 nach so langsam hier wieder reinkommen. Um 11:30 Uhr fängt dann die Podiumsdiskussion an. Wir werden uns schon mal vorbereiten. Es wird auch sehr spannend werden. Und jetzt bitte alle zu den Kaffeepausen und vor allen Dingen können Sie auch, weil Sie mehr Zeit haben, Markt der Möglichkeiten auch nochmal besuchen, wenn Sie schon draußen sind. Viel Spaß! Wir haben jetzt das Vergnügen, eine Podiumsdiskussion zu haben. Ich werde gleich meine Gäste vorstellen. Erstmal freue ich mich, dass es gibt, glaube ich, noch mehr Menschen jetzt. Wundervoll. Sehr schön, dass man hier wirklich Full House hat, sozusagen, für unsere Diskussion. Das wäre sehr spannend. So, herzlich willkommen zu dem Podiumsgespräch zum Thema die Kultur und religionssensible Kita, ein Ort für mehr Bildungsgerechtigkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Sie
alle hier, die an dieser Tagung teilnehmen, wie auch unsere Gäste, die gleich auf unser Podium kommen. Sie sind alle hier, gemeinsam werden wir der Frage nachgehen, welche Bedeutung kulturelle und religiöse Lebenswelten für die Bildungsprozesse von Kindern haben und wie Bildungseinrichtungen zu Orten werden können, an denen sich alle Kinder mit ihrer Erfahrung, ihrer Sprache, ihrer Religion und ihrer Familiengeschichte gesehen und wertgeschätzt fühlen. Ich werde Ihnen nun meine Gäste vorstellen. Zuerst würde ich nochmal willkommen heißen Frau Dr. Judith Weber, promovierte Theologin und Pädagogin. Sie forschte über viele Jahre zu kultur- und religionssensibler Pädagogik und ist Herausgeberin der empirisch-qualitativen Studie Religionssensible Bildung in Kindertageseinrichtungen. Willkommen, Frau Weber. Als nächster Gast darf ich begrüßen Frau Iklas Iraki, studiert. Sieht man schon, hat mir einen Fanclub mitgebracht, sehr schön. Studiert Soziale Arbeit, ist Pädagogin für interkulturelle und interreligiöse Bildung und leitet seit 2021 die Kita Eisvögel in Berlin-Tempelhof. Die Einrichtung ist Modellkita für Kinder und Familien mit Fluchterfahrung sowie Konsultationskita für kultur- und religionssensible Pädagogik. Willkommen. Als nächstes begrüße ich Frau Elif Afci, auch mit ihrem Fanclub hier, das finde ich sehr schön, sehr wichtig. Frau Afci ist Erzieherin und seit 3 Jahren Leiterin der Kita Nachtigall in Berlin-Wedding. Auch ihre Einrichtung setzt einen besonderen Schwerpunkt auf kultur- und religionssensible Pädagogik. Willkommen. Dann begrüße ich Frau Dr. Maja Lasic. Sie ist Bildung- und Wissenschaftspolitikerin der SPD sowie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für den Bezirk Mitte. Innerhalb der SPD-Fraktion ist die promovierte Biochemikerin Sprecherin für Bildungspolitik. Ihre politischen Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Bildungs-, Integrations- und Chancengleichheitspolitik. Willkommen. Dann darf ich Frau Christine Clara begrüßen. Auch mit eigenem Fanclub gekommen, zu dem ich auch gehöre. So, Frau Clara ist Erziehungswissenschaftlerin und Indologin. Sie arbeitet bei Eventus als Referentin für interkulturelle und interreligiöse Bildung und veröffentlichte 2024 das Don Bosco Kartenset, die interkulturelle Kita, handlungssicher in der kultur- und religionssensible Arbeit. Und last but not least, Imam Osman Örs darf ich jetzt begrüßen. Ist er? Imam Örs ist Islamwissenschaftler und Pädagoge. Er ist Bildungsleiter, theologischer Referent und Imam des interreligiösen Projekts House of One sowie stellvertretender Vorsitzender des Vereins Forum Dialog Berlin. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied des Rats Berliner Imamen. Willkommen. So, zum Einstieg unseres Gesprächs möchten wir Ihnen erstmal ein kurzes Video zeigen, in dem ein 5-jähriges Mädchen über den Ramadan spricht. Bitte Film ab. Fastet wird man stark. Der Gott sagt, wenn man fastet, wird die Lunge ganz gut, stark, gesund. Und das ist ganz gut für das Körper. Und eine Dattel, die Dattel ist klein. Und wenn man eine isst, dann ist man schon mit Energie aufgeladen. Okay. Das war ganz viel Energie. Man fängt jetzt schon an mit Fasten. Und das Fasten geht genau so. Also,
Man isst nicht früh oder morgens. Man isst, bis es dunkel ist. Man isst nur abends. Man isst nur abends. Aber man muss nicht. Die Kinder können es auch anders machen. Wie können Sie Kinder machen? Kinderfasten. Kinderfasten geht genauso. Man fängt erstmal an und wenn man nicht mehr kann, so Hunger hat, dann isst man ein bisschen. Man kann ein bisschen essen und dann weiter. Ganz normal weiter. Das ist Kinderfasten. Ah, okay. Und weißt du, wer noch nicht fasten soll? Also die schwanger sind, sollen nicht fasten. Die krank sind, sollen nicht fasten. Und kleine Kinder sollten nicht fasten. Wenn die wollen, können die lieber Kinderfasten machen. Okay. Und lieber auch Wasser trinken, nicht, dass man auf den Boden fällt. Ja. Also wirklich ein wunderschönes Beispiel, was wir alles von Kindern lernen können. Wirklich toll. Meine erste Frage geht an Sie, Frau Iraki. Sie haben dieses Video im Rahmen der Eventus Ramadan Mitmachaktion im vergangenen Jahr aufgenommen. Welche Auswirkungen hat es auf Bildungsprozesse, wenn Kinder, wie das Mädchen hier im Video, die hat das so toll gemacht, erleben, dass das Wissen, die Erfahrung und Tradition aus ihrer Familie in der Kita einen wichtigen Platz haben? Ich denke, das Video sagt vieles, aber ich kann gerne mal sagen, man sieht, wie stolz das Kind zeigt, was es erlebt, was es zu Hause aktuell ist und auch in der Kita. Und dass sie in der Kita diesen Raum bekommen hat und diesen Platz, das zu berichten und zu erzählen, dass das gelernt das, was wir machen oder geschafft haben. Und das ist sehr, sehr stolz drüber. Wir arbeiten schon eine Weile an die kulturdienstsensibile Haltung als Grundhaltung für unser Team. Wir weben uns fort und sind dran, das so professionell wie möglich zu machen. Und die sind halt die Ergebnisse und sind der, wie gesagt, sehr stolz darüber. Mit Recht, ja. Dann einen Applaus nochmal. Hast was. Meine nächste Frage geht an Frau Afci. Sie haben in diesem Jahr das jesidische Neujahrsfest gemeinsam mit einem jesidischen Kind und in ihrer Kita thematisiert. Können Sie beschreiben, was das für das Kind und seine Familie bedeutet hat? Ja, also nur kurz zum Verständnis. Ich betreue eine Kita von 127 Kindern. Ja? Das einzige Kind, was dem Jesidentum angehört. Und da haben wir uns die Frage gestellt, warum können wir nicht das jesidische Neujahrsfest feiern, wie wir auch Ramadan und Weihnachten feiern? Und ohne, dass wir die Mama irgendwie mit eingebunden haben, meinten wir, am nächsten Tag würden wir gerne das jesidische Neujahrsfest feiern. Und die Reaktion war so enorm, weil die Mama jahrelang das versteckt hat, ihre Religion versteckt hat. Ja? Nur kurz zum Verständnis, die Jesiden waren ja mehrere Jahre verfolgt, ja? Haben schon 70 Jahre Völkermorde hinter sich. Ja? Und ihnen das Gefühl zu geben, hey, ihr gehört genauso zu uns, ja? Wie ein christliches Kind, wie ein muslimisches Kind, wie ein hinduistisches Kind. Und so wie die Jesiden das feiern, haben wir das auch gemacht, ähnlich wie Ostern, ja, haben auch die Eier bemalt, haben Nierstücke fertig gemacht und hat ihre Familie in Russland angerufen, ja, und durch die Verfolgung sind die Familien wirklich auf den Kontinenten verteilt, ja. Rief ihre Schwiegermutter in Russland an und hielt mit der Kamera, Mama, guck mal, und hat die ganze Zeit geweint, ja, was für uns eigentlich absolut selbstverständlich ist, aber für die Mama gar nicht der Fall war. Ne? Und rief ihre Verwandten in Armenien, in Nordirak an und hat sich 1000-mal bei uns bedankt und hat uns mehrfach erzählt, dass sie sich jahrelang geschämt hat, auch zu sagen, welcher Minderheit sie angehört. Was das für das Kind von der Reaktion gezeigt hat, sie möchte jetzt jeden Tag mit uns das jesidische Neujahrsfest feiern. Oh, schönes Ergebnis. Frau Aufcichin, es ist ganz kurz fragen, weil das ist wirklich ein ganz tolles Beispiel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus und bin sehr schon fest. Können Sie ein bisschen erklären, was das beinhaltet, das Neujahrsfest? So, ungefähr, ganz grob.
Das jesidische Neujahrsfest ist sozusagen der Jahresanfang, das Neujahr, aber auch kann man sich auch so ein bisschen wie Ostern vorstellen. Wann ist gefeiert? In der zweiten Woche des Monats April, ja. Und das variiert dann so ein bisschen. Ja. Genau. Und da wird halt getanzt. Werden halt, wie gesagt, Eier bemalt, da werden halt Feste veranstaltet und genau. Also Frühling, ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff Newroz den einen oder anderen was sagen, ist auch ähnlich wie das Neujahrsfest Newroz. Und genau, also das wird als ganz groß gefeiert. Ja? Und das ist für die Jesiden auch wirklich ein ganz besonderer Tag. Und wir haben einfach ein Lächeln geschenkt, ja, dass man so nicht einfach vergessen wird. Vielen Dank für die Einsicht nochmal. Ich habe zu danken. Danke Ihnen. So, jetzt habe ich noch eine Frage an Imam Börs. Sie leiten den Bildungsbereich und verantworten unter anderem das Projekt House of One macht Schule, in dem Sie eng mit Schulklassen zusammenarbeiten. In Ihrer Arbeit mit Schulklassen erleben Sie, wie stark die Sichtweisen von SchülerInnen durch ihre familiären und sozialen Lebenswelten geprägt sind. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen und wertzuschätzen? Und welches Potenzial sehen Sie darin für Bildungsprozesse und gesellschaftlichen Zusammenhalt? Okay. Ja, also zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal anzuerkennen, dass der Mensch an sich und die Menschheit eine Vielfalt in sich trägt. Und das finden wir nicht durchgehend in allen heiligen Schriften der Religion nach Mörder, das ist ein Ausdruck. In unseren Traditionen, in muslimischen Traditionen äußert sich das in dem Koran, das Haus dein Herz, wo alle Menschen angesprochen werden, ihr Menschen, wir haben mich geschaffen aus Mann und Frau und aus verschiedenen Völkern und Stämmen, damit man einander kennenlernt. Und dieses Kennenlernen ist nicht ein Symbol am Will, aber das ist auch man könnte sagen, ein wechselseitiges Erkennen und auch Anerkennen. Und insofern geht es ganz stark nicht auch um Anerkennen und Wertschätzung des anderen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir zunächst an unsere Grundhaltung sein muss, Vielfalt als etwas Bereichendes anzuerkennen und wertzuschätzen. Und wenn wir uns Schulklasse anschauen, natürlich auch Kitas genauso, sehen wir natürlich Schülerinnen und Schüler und jedes einzelne ein Individuum, jedes einzelne eine Welt für sich. Und jede Welt will eigentlich entdeckt werden und möchte auch entdeckt werden. Und da gibt es viele Beispiele, auf die ich auch so zurückgreifen kann. Aber ich merke zum Beispiel, wenn wir vor der Schulklasse stehen mit muslimischen Schülerinnen und Schülern, dann merke ich auch, wie dort selber sie nicht so sicher sind in ihrer eigenen Religion zu an. Es fehlt einfach ein gewisses religiöses Basiswissen. Das hat verschiedene Gründe, auf die gehe ich jetzt mal nicht so in die Tiefe ein, aber sie freuen sich einfach, dass jemand da steht, der mit ihnen in deutscher Sprache über den Islam, über ihre Religion, über ihre Feste spricht. Und gleichzeitig stehe ich dort nicht alleine, sondern ich stehe dort mit meiner jüdischen Kollegin und meiner christlichen Kollegin und wir sprechen gemeinsam über unsere Feste, über unsere Werte, die wir teilen. Und das hat aber einen wunderbaren Anklang bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Kindern. Und ich kann mich noch gut erinnern, zum einen an einen Schüler, der dann sagte, im Anschluss des Unterrichts, des Workshops zu uns kam und sagte, vielen Dank, ich wusste gar nicht, dass Juden auch an einen Gott glauben. Das war ein muslimischer Schüler, 8. Klasse ungefähr, meine ich, 8. oder 9. Aber diese banale Gemeinsamkeit, die wir ja eigentlich haben, das ist vielen erstmal nicht bewusst. Und auf der anderen Seite bedankte er sich, dass er auch und dass wir gemeinsam in der Schulklasse, wo ja die Mehrheit nicht muslimisch waren, auch über seine Religion, über seine Feste gesprochen haben. Und er kam dann mit einem Geschenk an uns. Ja? Und das Geschenk hatte mal was ganz Besonderes, nämlich etwas, was seine Eltern aus den heiligen Städten, aus Mekka und Medina mitgebracht hatten. Eine Gebetskette und ein Gebetsteppich, was er mir dann auch überbracht hat und Datteln.
Datteln sind schon angeklungen. Genau. Ganz wichtig. Genau. Und ja, also ich glaube, insofern diese verschiedenen Lebenswelten erstmal anzuerkennen und diese Lebensrealitäten anzuerkennen und wertzuschätzen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das schafft Selbstbewusstsein bei den Kindern und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für einen gesunden Bildungsprozess. Ja, wenn erst dieses Selbstbewusstsein nicht bei den Kindern da ist, dann ist es auch schwer, tatsächlich, finde ich, einen gewissen gesunden Bildungsprozess anzustoßen. So viel vielleicht erstmal dazu. Vielen Dank. Dankeschön. So, meine nächste Frage wäre an Frau Dr. Lasic. Sie kam mit 14 Jahren während des Balkankrieges mit ihrer Familie nach Deutschland und mussten hier ganz neu anfangen. Welche Faktoren waren für Ihren erfolgreichen Bildungsweg eben besonders bedeutsam? Solange man, sagen wir mal, noch nicht 14, 15 geworden ist, würde ich sagen, je jünger, desto leichter. Also das wäre so ein Credo, sozusagen, weil man längere Zeiträume des gemeinsamen Lernens und so weiter. 14 ist schon hart. Das Einzige, was ich persönlich als härter empfinden würde, wäre 16, weil man da raus ist aus der Regelschulzeit und die Übergänge noch härter sind. Und ich habe versucht, vom Hinblick dessen, dass wir heute eher im Kita-Kontext sind, so ein bisschen eine Parallele zu ziehen. Also was gilt gleichermaßen für Kita, was eben für mich als jemand, der wirklich fast raus war aus der Schulpflicht, gleichermaßen gilt. Und ich würde sagen, dass das fließende Übergänge sind. Das heißt, dass man sozusagen beim Neuankommen in Deutschland, dass man sowohl Anspruch hat auf Rückzugsräume, in denen man unverändert so sein kann, was man mitbringt aus der jeweiligen Herkunft. Das waren für mich, war das vor allen Dingen das Angebot herkunftssprachlichen Unterrichts etc., wo ich komplett in meiner eigenen Blase war, der Geflüchteten aus Bosnien. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, die eigene Sprache zu leben, Menschen, mit denen ich mein eigenes Trauma auf eine andere Art und Weise besprechen konnte als mit der Mehrheitsgesellschaft, sondern wo man sich nicht erklären musste, nicht verteidigen musste, sondern einfach den Schmerz leben durfte. Und dann aber Schritt für Schritt Übergänge. Und ein essentieller Übergang war für mich die Willkommensklasse, die mich zwar intensiv auf die deutsche Sprache vorbereitet, intensiv darauf vorbereitet hat, dass ich hier nicht erfolgreich sein werde, wenn ich nicht anfange, Deutsch zu sprechen auf demselben Niveau wie Deutsche. Also das war einfach. Und dennoch hatte ich ein Jahr Schutzraum, wo ich nicht sofort der Regelklasse ausgeliefert war, also das, was eben ein Jahr später kam. Im Kita-Kontext funktioniert das durchaus im Sprachbad. Ab einem gewissen Alter, ab 11, 12, fängt man an, Sprache kognitiv zu lernen. Da braucht man diese Rückzugsräume einfach. Und das, was aber zwingend notwendig war, ist, dass es immer wieder Begegnungen mit der Mehrheitsgesellschaft war. Das heißt, Rückzugsräume, wo man komplett sozusagen ich sein durfte mit der bisherigen Herkunft, dann Stück für Stück andere Räume, in denen man anderen Menschen begegnen durfte, in Austausch trat mit eben anderen Lebensrealitäten, Stück für Stück lernen durfte, dass ich kam aus einer relativ isolierten Gesellschaft, dass er so viel Begegnung mit Andersartigem hatte ich nicht mitgebracht, außer jetzt unserer internen Heterogenität aus dem Balkan. Aber sozusagen, um das Stück für Stück zu lernen, okay, es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin, aber ich muss lernen, dich auch zu akzeptieren, so wie du bist. Und sozusagen diese Übergänge, die mir ermöglicht haben, das zu lernen, das war eine entscheidende Schlüsselbedingung, dass ich auch das Selbstbewusstsein dann bekommen habe, dass das okay ist, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich nicht alles abstreifen muss, nur weil ich jetzt auf einmal in Deutschland bin. Und wie viel man bereit ist zu verändern und wie viel man behält von der ursprünglichen Identität, das ist am Ende ein Aushandlungsprozess mit einem selbst. Also diesen Prozess kann ja keiner abnehmen, aber der Staat kann einem den Rahmen schaffen, indem man die Möglichkeit für diesen Aushandlungsprozess hat. Vielen Dank, Frau Kalaschi. Meine nächste Frage geht an Frau Dr. Weber. Der Ausgangspunkt Ihrer Forschung zur religionssensible Pädagogik lag in der Fachschule für Sozialpädagogik. Möchten Sie kurz erzählen, wie es dazu kam und warum religionssensible Arbeit für Sie eng mit Lebensweltenorientierung verbunden ist? Also ich hatte es ja vorhin schon beim Vortrag gesagt, es war eine Schülerin, die im Religionsunterricht vor der gesammelten Klasse zu mir sagte, Frau Weber, Religion hat nichts mit dem Leben zu tun. Und dann stand ich da etwas sprachlos und ich bin selten sprachlos zugegebenermaßen im Alltag, aber ich stand vor dieser Klasse und habe nur gesagt,
wow, da muss ich drüber nachdenken. Und ich habe im Moment gar nicht reagiert. Also außer, dass ich drüber nachdenken muss. Und in der nächsten Stunde bin ich wieder in die Klasse gegangen und habe gesagt, so, ich möchte gerne da nochmal ansetzen, dass Religion nichts mit dem Leben zu tun hat. Und habe von den Schülerinnen und Schülern eingesammelt, so, warum hat für sie Religion nichts mit dem Leben zu tun? Und wir kamen sehr schnell darauf, dass sie Religion mit Kirche gleichsetzen. Und jetzt muss man dazu sagen, Freiburg Süden, da ist die katholische Kirche noch relativ stark sozusagen, also oder hat noch Mitglieder und so weiter und es gibt auch noch eine gewisse religiöse Sozialisation, also das ist nicht zu bestreiten und trotzdem gibt es auch dieses, hat mit Religion gar nichts mehr zu tun oder auch mit Kirche. Und dann habe ich mit den Schülerinnen und Schülern erstmal erarbeitet, was ist eigentlich, um was geht es in der Religion, also der Religionsbegriff und so weiter, das, was ich heute ja auch alles verkündet habe und gleichzeitig, was ist die Kirche und es gibt auch ein Buch, warum Kirche an ihrer eigenen Sprache verreckt, heißt es. Wir haben ein Problem, dass wir nicht sprachfähig sind. Und diese Sprachfähigkeit hat wiederum was mit der Bildungsgerechtigkeit zu tun, die ja heute hier Thema ist. Und deswegen ist die Frage, wo und wie werden wir alle immer wieder neu sprachfähig, auch mit dem Thema Religion und Kultur. Vielen Dank. Danke Ihnen, Bobbel. Meine nächste Frage geht an Frau Christine Klara. Sie geben seit vielen Jahren Seminare zur Kultur- und religionsensible Pädagogik. Welche Ziele verfolgen Sie dabei und warum sehen Sie gerade darin einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit? Also was für mich ganz zentral ist, ist letztlich die Sensibilisierung für diese Lebenswelten und eben für die super diversen Lebenswelten. Und das gelingt eben genau, wenn man diese Zuschreibungen also Zuschreibungen, oh, das ist jetzt muslimisch, das ist jetzt syrisch, genau diese Zuschreibungen eigentlich aufzuweichen. Und das gelingt, also oder das versuche ich zumindest in den Seminaren, eine fragende Haltung zu entwickeln. Weil wenn ich nachfrage, ja, dann kann ich eigentlich dieser Superdiversität von Lebenswelten begegnen. Ja, und dann finde ich heraus, was ist für diese Familie und was ist für dieses Kind bedeutsam aus ihrer Kultur und ihrer Religion und kann es dann in den Bildungsprozess einbauen. Also das ist so ein ganz zentrales Moment und ich sage immer, wenn uns das gelingt mit Eltern, dann schaffen wir genau das Vertrauen. Weil ich habe vorhin, glaube ich, in dem Gespräch, so im kleinen Gespräch, habe ich gesagt, ich bin katholisch, aber wenn man mich jetzt katholisch in eine Schublade steckt, dann trifft das überhaupt nicht mit dem, trifft das nicht das, was mein Glaubensleben ist. Ja? Und das müssen wir bei Familien auch sehen. Also wie sieht diese Kultur und Religion individuell aus? Und darüber schaffen wir eigentlich das Vertrauen. Und wenn Eltern vertrauen, dann gelingt Bindung für die Kinder. Und wenn Kinder sicher gebunden sind, dann brauchen wir uns um Bildung eigentlich gar keine Sorgen mehr machen, weil dann gelingt Exploration. Sie werden sich bilden. Sie sind sicher, sie werden den Weg gehen, und sie können eben auf das aufbauen, was sie mitbringen, und sie können eben Neues aufnehmen. Ich möchte gerne ein Beispiel machen, was ich auch oft in den Seminaren mache, wenn ich ein indisches Kind bin, ja, und ich lerne zu Hause in meiner Kultur, also Reis mit Soße zu essen, mit den Händen. Und ich kann Ihnen sagen, als Indologin, das ist nicht leicht. Ja, das ist wirklich eine Kunst. Ja, und ich komme in die Kita, ja, und ich sitze dort am Essen und es gibt Reis und Soße. Und ich möchte zeigen, wie gut ich das kann. Ja. Ich versuche, wie gut es ist, und ich mache die Erfahrung, die Erzieherin sagt, nee, wir essen hier nicht mit den Händen. Das ist eklig. Ja, vielleicht wird noch ein anderes Kind auf der anderen Seite gelobt dafür, dass es schön mit Besteck ist. Dann mache ich im Prinzip das kaputt, was an Kompetenz in der eigenen Kultur gewachsen ist. Und ich kann eigentlich nicht drauf aufbauen. Und erst in dem Moment, wo aber eine Erzieherin erkennt, oder ein Erzieher, Entschuldigung, erkennt, das ist ja eine Kompetenz und vielleicht auch sagt, okay, zeig uns mal, wie das geht, dann findet eigentlich der Lernprozess statt. Dann passiert nämlich das, dass andere lernen, man kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen essen, und das ist nachher der Reichtum meines Erachtens von kultur- und religionssensibler Bildung. Ja. Vielen Dank. Danke, Ilse. Danke schön.
Meine nächste Frage geht an Imam Osman Örs. Die familiäre Herkunft prägt viele Menschen in ihrer Identitätsentwicklung. Welche Rolle haben die Herkunft und die Lebensgeschichte ihrer Eltern für ihren eigenen Weg gespielt? Ja, also ich bin Gastarbeiterkind der zweiten Generation und natürlich, und ich habe in meiner Jugend durchaus, wie viele Jugendliche auch, die eine Migrationsgeschichte eben haben und Menschen, natürlich ist man auf der Suche nach sich selbst, nach der Identität, wo Zugehörigkeit, wo gehöre ich in? Und ich möchte mal ein Beispiel geben, wo ich selber, was ich eigentlich nie vergesse und was mich dann geprägt hat. Wir waren in so einer Vorstellungsrunde mit ein paar Freunden und neuen Bekannten und dann wurde ich gefragt, ja, Osman, woher bist du denn? Und dann sagte ich, ja, ich bin Osman Örs, so und so, gebürtig also Bremen geboren und aufgewachsen, aber meine Heimat ist Aksaray, habe ich gesagt, in der Türkei. Und dann sagte der eine Freund, Osman, fang doch mal von vorne an. Da ist irgendein Widerspruch und ich habe es erstmal nicht gemerkt und dann habe ich das wiederholt. Und erst beim dritten Mal meinte er dann aber, ist das nicht ein Widerspruch, wenn du sagst, du bist in Bremen geboren und aufgewachsen, aber deine Heimat ist Aksaray, also die Heimat deiner Eltern? Und dann hat das so bei mir ist so ein Groschen gefallen und dann habe ich mich da wirklich darüber Gedanken gemacht. Also, warum kann ich mich eigentlich nicht mit Bremen als meine Heimat identifizieren oder konnte ich nicht? Und das hat dann so dieser Denkanstoß und Denkprozess. Seitdem sage ich immer, eigentlich Bremen ist meine Heimat und unterscheide zwischen der Heimat meiner Eltern. Und gleichzeitig aber auch wissend, dass ich auch in meiner eigenen Identität auch mehrere Zugehörigkeiten haben kann. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir sind kein starres Produkt der Mensch, sondern unsere Identitäten sind nicht starr, sondern durchaus eben fluide. Und es können auch mehrere Zugehörigkeiten da sein. Und das zu akzeptieren für sich erstmal ist ganz wichtig. Und gleichzeitig aber auch wichtig, dass die Gesellschaft, Politik sowieso auch, das auch akzeptiert und auch fördert. Weil das kann dann erst zu, ich würde sagen, starken Identitäten in unserer Gesellschaft führen, die uns als Gesellschaft dann auch weiterbringen. Sonst haben wir viele Menschen, die immer auf der Suche nach sich selbst sind und dann, das bringt eben auch viele andere weitere Probleme mit sich. Ja? Und ja, heutzutage glaube ich, natürlich müssen wir in unserer jetzigen Gegenwart das nochmal neu bewerten und neu denken und auch schauen. Natürlich sind heute auch wieder viele junge Menschen oder Geflüchtete hergekommen. Die sind natürlich auch verwurzelt in ihrer Heimat und das muss man auch akzeptieren und wertschätzen. Und gleichzeitig haben wir aber auch junge Musliminnen und Muslime oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier geboren und aufgewachsen sind und denen zu vermitteln, ihr gehört hierher. Und und das ist eure Heimat. Das denen mitzugeben, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und es gibt einige Beispiele, wo ich sehe, dass das schon durchaus ein Umdenken passiert ist. Alleine, ich war letztem Jahr bei der Eröffnung eines muslimischen Begräbnisfeldes hier in Berlin, in Zweien sogar. Ja. Und dann haben wir uns darüber auch Gedanken gemacht. Und als ich mich damit befasst habe, habe ich gemerkt, statistisch gesehen, auch viele immer mehr junge Musliminnen und Muslime wollen hier beerdigt werden. Ja? Das ist auch schon ein Ausdruck dessen, dass sie hierher gehören. Also auch der Tod verbindet uns schon eigentlich gedanklich, wenn man so will. Und umso mehr muss das Leben natürlich auch uns hier verbinden mit unseren Identitäten. Genau. Also ich hoffe, ich habe auch diesen Prozess durchgemacht, wie viele von Ihnen sicherlich auch. Und ich hoffe, wir machen es unserer Zukunft, unseren Kindern einfacher, einfach hierher zu gehören. Ihr Wort in Gottes Ohr. Danke, danke. Frau Dr. Lasic, ich habe an Sie noch eine Frage. Sie haben als Lehrerin an der Ernst-Reuter-Schule in Wedding gearbeitet. Die Schule gilt als Beispiel dafür, wie in sogenannten Brennpunktschulen innovative Konzepte Bildungsgerechtigkeit fördern können. Welche Rolle spielt dabei die Wertschätzung der familiären Lebenswelten der SchülerInnen? Danke. Genau, um Werbung für Ernst Reuter, eine großartige Schule.
Können wir immer machen, ja. Herr Oers hat mich hier wirklich aus der Seele gesprochen mit den Formulierungen. Und ich würde gerne, bevor ich antworte, ein Plädoyer machen. Wir brauchen eine Petition, die für das Wort Heimat eine Plural ermöglicht. Ich finde, das fehlt in der deutschen Sprache. Es muss möglich, und das beschränkt uns. Es muss möglich sein, an 2 Orten eine Heimat zu spüren. Ich bin hier zu Hause, es gibt keinen anderen Ort, an dem ich leben will. Meine Seele blüht aber auf, wenn ich in das Dorf meiner Eltern gehe. Und dieses Gefühl muss möglich sein. Das muss möglich sein, dass ich an 2 Orten Heimat spüre. Und ich würde in der Beantwortung Ihrer Fragen an Frau Clara ein bisschen, Sie haben es so wunderbar dargestellt für den Kita-Bereich, aber genau das brauchen wir auch im schulischen Bereich. Das heißt, die brauchen, und es wird, je älter die SchülerInnen sind, desto komplizierter ist es, weil wir nicht weil die Schüler komplizierter sind, sondern weil die Art und Weise, wie wir Fächer ausdifferenzieren, einfach immer komplizierter wird. Das heißt, die Bindung an einzelne Personen wird mit dem Alter immer geringer. In Kita funktioniert es wunderbar, Grundschule geht auch noch, weil man eine starke Bezugsperson hat. Spätestens im weiterführenden Bereich wechseln wir zum Fächersystem. Und es da zu schaffen, und ich bin zum Beispiel eine Lehrkraft für Biologie und Chemie, es da zu schaffen, dass eine Person, die aus einem Hochschulstudium kommt, mit dem klaren Fokus auf 2 Fächer, die ausschließlich an ihr Fach denkt, zum Beispiel Mathe, diese Person dazu zu bringen, dass sie herkunftssensibel agiert und dass wir das als ein Selbstverständnis bei jeder Lehrkraft ansehen und nicht delegieren an die Lehrkräfte für Ethik oder was auch immer, dass man es an ein Fach delegiert, sondern dass wir das als gemeinsame Aufgabe eines Kollegiums begreifen. Das ist die Hauptherausforderung im Schulsystem, wir haben. Das funktioniert nur über gemeinsame Schulentwicklung, das heißt, indem ein Kollegium sich gemeinsam auf den Weg macht und dann versucht, für jeden einzelnen Bereich durchzubuchstabieren, so wie handhabst du das, wie musst du das handhaben, wie gehen wir sprachsensibel um, wie gehen wir herkunftssensibel mit Bio um. So, also wie bringe ich das bei? Und dann eben, und was können wir als Kollegium darüber hinaus machen, was nicht als Kernfächer gebunden ist? Eine riesige Aufgabe. Also würde ich gerade sagen, im weiterführenden Bereich super kompliziert, entbindet uns aber nicht von der Pflicht, es zu tun und es zu steuern. Wir haben ein neues Landesinstitut und ich sehe es als eine Kernaufgabe vom Blick. Das ist das Landesinstitut, auch herkunftssensible Fortbildung für Lehrkräfte, gerade im weiterführenden Bereich, anzubieten, damit die Lehrkräfte das lernen. Weil häufig ist das nicht böser Wille, sondern einfach, die haben es einfach nicht gelernt und die müssen es lernen. Und das ist eine Kernaufgabe für die nächste Zeit. Also, und je älter die SchülerInnen sind, desto wichtiger ist diese Fortbildungsaufgabe, die wir den Lehrkräften bieten können. Und Ernst Reuter macht das aber hervorragend, Um dabei zu bleiben. Herzlichen Dank, Dr. Lasic. Und die Petition würde ich als erstes unterschreiben, auf jeden Fall. Ich bin auch für Heimaten, weil das ist mein Fall eben. Ich habe Heimaten. Jedes Mal, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, sage ich, oh, wie viel Zeit hast du? Es fängt schon da an. Und je älter man wird, desto komplizierter wird es zu erklären. Genau. So, dann wäre meine nächste Frage eben für Frau Afci. Kommen wir noch einmal zurück zur Kita, Frau Afci. Also wie gelingt es Ihnen, in Ihren Einrichtungen die kulturellen und religiösen Lebenswelten der Kinder und Familien so wertzuschätzen, dass Eltern Vertrauen entwickeln, Kinder sichere Bindungen aufbauen, explorieren können und dadurch ein positives Selbstbild entwickeln? Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt, aber Eigentlich würde ich mich wiederholen, weil die Christine das so gut erklärt hat, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem was dazu sagen wollen. Zuallererst ist die Wertschätzung hier sehr wichtig, ja. Wenn wir die Familien, die zu uns kommen, wirklich auch sich nur die Kita angucken, ja, ihnen das Gefühl geben, dass wir ihre Herkunft, dass wir ihre Sprachen, dass wir einfach ihre Religion wertschätzen, ja, geben wir ihnen dieses Gefühl einfach, dass sie einfach Vertrauen zu uns aufbauen können, ja. Und wenn Kinder merken, dass wir ihre Eltern so wahrnehmen, wie sie sind, ja, mit ihren Lebenswelten, also die Kinder mit ihren Lebenswelten so wahrnehmen, wie sie sind, ja, können sie auch explorieren, ja, können zu selbstbewusste Individuen sich entwickeln und
Ja, und da fällt mir jetzt eine Situation ein, wenn wir zum Beispiel Eingewöhnungen haben, fangen Eltern an zu sagen: „Ja, aber wir können nicht so gut die deutsche Sprache oder das Kind kann im Moment nur die Muttersprache.“ Ich so: „Gar kein Problem, dann eignen wir uns Wörter an, ja, in der landestypischen Sprache, wie zum Beispiel: ‚Komm, geh, wir essen jetzt, wir gehen jetzt.‘“ Und das klappt also wirklich hervorragend, ja. Und das gebe ich auch meinem Team weiter und die machen das auch tatsächlich genau so. Die setzen das um während der Eingewöhnung, dass, bestimmte Begriffe, Wörter, die den Alltag auch erleichtern, ja, in der Landessprache des Kindes dann, üben. Und, ja, wir haben ganz viele Sprachen parat. Jetzt haben wir immer mehr vietnamesische Kinder, ja. Da müssen wir uns tatsächlich Vietnamesisch noch aneignen. Aber nichtsdestotrotz sind wir als Team auch super gut aufgestellt, ja, sodass wir auch eigentlich fast gar keine Dolmetscher brauchen, um wieder auf die vietnamesische Familie zu kommen. Da agieren dann Familienangehörige oder, Freunde, die uns dann unterstützen. Aber, nicht umsonst haben unsere Vorfahren damals gesagt, ich muss es kurz auf Türkisch sagen: „Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan“, was eigentlich nur der Reichtum an Sprache, aufsagt, ja. Und, das ist einfach für uns als Team eine Bereicherung, uns Wissen anzueignen zur Religion, zu der Herkunft, ja, und auch natürlich die Sprache. Da kann ich auch kurz Beispiel nennen. Wir waren jetzt, in Spanien, auf Mallorca und da sagte meine Tochter zu mir: „Mama, du kannst immer alle Sprachen und Papa kann gar nichts. Was hätten wir nur ohne dich gemacht?“ So, und da dachte ich mir so: Ja, das ist einfach das Interesse, ja, einfach authentisch zu sein und das Gefühl zu geben, ich interessiere mich wirklich für dieses Land, wohin ich auch hinreise, aber genauso interessiere ich mich für meine Familien, die in unsere Einrichtungen, kommen. Und, ja, das kann ich wirklich nur, wärmstens weiterempfehlen. Eignet euch Sprachen an. Ja, vielen Dank. Also, das ist ja wunderbar. Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich habe, mal, vor ein paar Jahren mit Freunden gesprochen und ich spreche so ungefähr 5 oder 6 Worte Türkisch. Ich glaube, Osman weiß es auch. Und, die habe ich mir vor 30 Jahren mal angeeignet, weil ich hatte sehr viele türkische Freunde. Hat jemand gesagt: „Wieso hast du denn, Türkisch gelernt? Wieso kannst du so viele Worte Türkisch?“ Sage: „Wie kann man in Deutschland leben und kein Türkisch lernen?“ War meine erste Frage. Also, ich hatte viele Freunde aus aller Welt, aber natürlich viele türkische Freunde auch und ich habe gesagt: „Wie kann man nur?“ Also, deswegen finde ich das absolut lobenswert und ich finde es toll, dass man auch einen Sprachkurs bekommt in Ihrer Arbeitsstelle. Also, ich werde mich mal, da bewerben bei Ihnen. Da kann ich Sprachen lernen. Was mir jetzt noch dazu einfällt, früher habe ich mir dann zum Beispiel arabischsprachige Kolleginnen geholt, wenn wir einen Vertrag unterzeichnet haben. Und ich habe das jetzt etliche Male gemacht, ja, sodass ich eigentlich die Kollegin gar nicht brauche. Und wenn ich dann mal ein Wort nicht weiß, dann kommen die Hände ins Spiel, ja, und trotzdem können wir uns so verständigen. Ja, toll. Und darauf müssen wir uns wirklich, wirklich fokussieren. Absolut, absolut. Sehr schön, lobenswert. Dankeschön. So, meine letzte Frage geht an Frau Iraki. Die letzte Frage an Sie. Also, was wünschen Sie sich, beziehungsweise was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit Kitas in Berlin diese wertvolle kultur- und religionssensible Arbeit umsetzen und gestalten können? Also diese Frage liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir lange überlegt und habe gedacht, okay, ich würde gerne auf 3 Ebenen antworten. Ich möchte an erster Stelle und wünsche mir so gerne vom Herzen, dass die Fachkräfte gleich bei der Ausbildung die kultur- und religionssensible Haltung als Basiskompetenz vermittelt bekommen. Dass sie wirklich von Anfang an sensibilisiert werden, was ist wichtig, wo muss ich hinschauen im Alltag, was ist in der Kita gerade aktuell. Dann wünsche ich mir natürlich ganz, vom Herzen auf Trägerebene, dass da noch mal dass der Auftrag gesehen wird, dass es wichtig ist, dass die Praxis gerade braucht. Die kultur- und religionssensible Haltung. Es ist nicht irgendwie was nebenbei, das ist nicht eine Methode, die mal angewendet werden kann und dann zur Seite gelegt. Dass es eine Grundhaltung eingenommen wird und dass es für alle Träger auch wichtig ist. Beispiel können Sie sich natürlich an unser Event des Bildung nehmen. Die, wirklich uns unterstützen, uns weiterzubilden. Die unterstützen uns mit ganz viele Projekte, die ausgeschrieben werden, sodass die Kollegen wirklich motiviert werden, dabei zu sein und wirklich genauer hinzuschauen.
Und meine letzte Ebene ist natürlich die Politik. Ich wünsche mir so gerne, dass es gesehen wird, dass von der Senatsverwaltung dahingeschaut wird, dass es wirklich gerade so in der Praxis noch mehr als davor gebraucht wird, dass die Religion und die Kultur eine große Rolle spielen und dass leider die Politik gerade in ganz andere Richtungen geht und das ist wirklich leider sehr traurig. Daher umso mehr müssen wir hier lauter werden und ich hoffe, dass dieser Fachtag heute, dass wir damit was bewirken, dass wir eine Stimme zeigen und ich hoffe, dass es bergauf geht. Danke. Auf jeden Fall. Dankeschön. So, herzlichen Dank an allen Gästen. Also, es war wirklich inspirierend und viele haben immer so schön mitgenickt, weil sie haben uns alle angesprochen auf irgendeine Art und Weise, auf ihrem Niveau. Das war wirklich toll. Aber zum Abschluss möchte ich gerne nochmal mit ihm eine kurze Blitzrunde machen. Das heißt, ich möchte, also kann anfangen, wer möchte, dass jeder in 1 bis 2 Sätze einfach antwortet, ganz spontan, kann auch gerne persönlich sein. Warum brauchen wir in Zukunft mehr Kultur und Religionssensibilität in Bildungseinrichtungen? Bitte schön, wer möchte anfangen? Alle sind schüchtern? Danke, Frau Dr. Weber. Ich bin auch ganz schnell fertig, weil es Teilhabe und Teilgabe aller Beteiligten fördert. Ja, wunderbar, sehr schön gesagt, danke. Weil ich es jeden Tag in der Praxis erlebe und sehe und dass es wichtig einfach ist. Sehr schön, danke. Weil Vielfalt auch schon Alltag geworden ist. Damit die Generation nach uns sich nicht mehr diese Frage stellen, bin ich entweder oder, sondern dass die Generation nach uns wissen, dass sowohl als auch möglich ist. Danke. Weil sie Begegnungsräume schafft und weil erst über Begegnung miteinander Lernen möglich ist und ja. Weil Bildungsgerechtigkeit dort beginnt, wo Identität nicht an der Garderobe abgegeben werden muss. Ja. So, zu Abschluss möchte ich einfach ganz kurz bemerken, also kulturelle und religiöse Lebenswelten sind wichtige Ressourcen für Bildungs- und Explorationsprozesse von Kindern. Was mich so trifft, dass wir hier in 2021 hier sitzen und immer noch diese Frage stellen müssen, was Vielfalt beziehungsweise, dass diese Möglichkeiten, das ist keine Behinderung, sondern das ist wirklich ein Plus im Leben und dass in einer globalen Welt, dass die Frage überhaupt gestellt werden muss und dass wir uns damit auseinandersetzen und kämpfen müssen, dass das überhaupt stattfindet, was ich von Ihnen jetzt alle gehört habe, ist eigentlich schon also nicht relativ, es ist sehr überraschend. Also ich muss sagen, ich habe jetzt immer das Gefühl, wir gehen viel zu langsam voran. Also ich hoffe, Frau Iraki, wie Sie schon sagte, die Politik, alle müssen sich mal ranhalten, damit wir einfach weiterkommen. Ich finde es also wirklich toll, was wir hier alles zustande und was wir explorieren konnten zusammen in dem Gespräch. Ich danke noch meine Gäste hier auf dem Podium für die spannenden Einblicke und Sie, das liebe Publikum, für Ihre Geduld und Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Ja, und damit möchten wir mal die Podiumsdiskussion mal abschließen. Vielen Dank nochmal. Starten wir am besten. Genau. Wir heißen Sie erstmal alle herzlich willkommen zu unserem Workshop. Ja? Genau, wenn Sie jetzt gucken, wo wir verortet sind, ab 13:30 Uhr, Workshop 1. Also wenn Sie hier hin wollten oder sich hier angemeldet haben, dann sind Sie jetzt hier richtig. Falls Sie Team- oder Netzwerkarbeit sind, dann müssten Sie jetzt schnell den Raum wechseln. Ansonsten sind wir jetzt zu der kultur- und religionssensiblen Pädagogik im Kita-Alltag im Workshop 1. Ja? Und es ist auch eine Pause geplant. Wir haben versucht, das auch hier nochmal für Sie darzustellen, wie das ungefähr ablaufen wird zeitlich. Wir müssen ein bisschen flexibel sein. Dann wollen wir noch kurz was zu unserer Person sagen? Genau, also ich bin die Elif, die Person, die gerade auf der Podiumsdiskussion saß. Ich bin die Kita-Leitung in der Kita Nachtigall. Die Kita befindet sich im Gesundbrunnen-Kiez, also Gesundbrunnen-Molland-Kiez.
Genau, wir betreuen aktuell 127 Kinder mit wirklich unterschiedlichen Religionen, Herkunft und was das Paket mit sich bringt. Seit 2012 übrigens bei Eventus, ja, habe damals frisch meine Ausbildung beendet und mich der Arbeitswelt als Erzieherin bei Eventus begeben und seitdem bin ich immer noch da und bin super glücklich und genau, betreue jetzt die Kita als Leitung seit 3 Jahren. Ja, nebenbei bin ich auch Montessori-Pädagogin und Integrationserzieherin und was es da noch für Fortbildungen gibt, habe ich schon alle eigentlich schon gemacht, genau. Okay. Und dann gebe ich das Wort an Remzier. Ja, danke schön. Mein Name ist Remzier Can. Ich bin seit 16 Jahren bei Eventus Bildung. Von Hause aus bin ich Diplompädagogin und arbeite zurzeit in der Fachschule, schon seit jetzt bald 6 Jahren auch dort. Habe eine Klassenleitung inne und ja, gebe Unterricht, wie die Kollegen vorhin auf dem Podium, für Fachschüler und Fachschülerinnen, die Erzieher und Erzieherinnen werden möchten. Ja, dann machen wir mal weiter. Wir wollen Vielfalt begrüßen, steht hier. Wir werden jetzt verschiedene Aussagen vorlesen und diejenigen, auf die das zutrifft, wir stellen uns natürlich erstmal hin, ganz locker, die winken mit der Hand und die anderen applaudieren. Genau. Wenn alle bereit sind, würde ich dann auch mit der ersten Aussage auch direkt beginnen. Alle, die im Frühling Geburtstag haben, klatschen. Winken mit der Hand. Alle, die gerne tanzen. Alle, die gerne Musik hören. Alle, die braune Haare haben. Alle, die im Sommer Geburtstag haben. Alle, die im Winter Geburtstag haben. Alle, die gerne Ferien haben. Das ist doch eindeutig. Das hätte mich auch gewundert. Genau. Alle, die im Herbst Geburtstag haben. Genau. Und einer? Alle, die gerne Eis essen. Ja. Vielleicht was anderes, ne? Gut. Super. Okay, dann würden wir uns den Skalierungsfragen begehen. Ja, da ist es wichtig, dass ihr sozusagen in einen Dialog tritt, ja, und dass ihr euch austauscht. Und hier beginnen wir mit der ersten Frage. Welche Schuhgröße habt ihr? Da würde ich euch den Vorschlag machen, hier vielleicht die kleinste Größe. Bis dahin aufwärts die größte Größe. Genau. Aber ihr müsst im Dialog treten. Ja? Aber ich bin 37, ich bin 38. Auch irgendwie Hier wird es größer. Ne? Wir machen wieder einen Kreis. Wir passen nämlich sonst nicht alle hin. Aber bleibt kurz. Wir sollen, glaube ich, einen Kreis machen. Nein, eine Linie. Eine Linie. Da ist ein Kabel. Darf ich das sagen? Darf ich sagen, welche Größe? Ja. Also hier ist Größe 35. Hallo. Größe 35 ist hier. 40. 37. 37. Na, da vorne? Nee, ich bin da fast 38. Ach so, ihr kriegt das raus. Ihr kriegt das raus. So, am besten beginnst du da. Achso, ich habe 35. 37. 37. 38. 38. 39. 40. 40. 41. 43. Super. Okay. Dankeschön. Ja. Anfangsbuchstabe des Vornamens. Okay. Antje. Ich bin dazwischen. Dazwischen. Ja, T ist noch hinter dir, ja. Antje, alles Gute. Du musst T ist noch da. Endlich kommunizieren. Damit wir uns auch ein bisschen kennenlernen JK, können, stimmt, würde JK. ich einfach vorschlagen, dass jeder mal sich mit seinem Namen vorstellt. Ja? Am besten Also, beginnen wir mit dir. Alexandra, ihr könnt aber auch Alex sagen. Reicht auch aus. Anja. Alex. Antje.
Beham. Hidigi. Hilal. Ich bin Josephine, aber sagt euch Josi. Jeanette. Naila. Nadine. Katrin. Raphael. Sanella. Tülay. Beide mit Y. Jevla. Ivo mit Y. Eigentlich mit Y, ja. Du stehst jetzt hier. Achso, zweimal hinten, ne? Ja, stimmt. Super. Okay, jetzt wird es interessant mit der Körpergröße. Oh Gott, das ist doch gemein. Also auf Papier. Also mein Perso steht da. Ja, also mein Perso steht eigentlich Stufen, glaube ich. Manche bleiben einfach auf ihrem Platz stehen. Skalierungsfragen. aber du und sie genauso, ne? Total interessant. Okay. Na dann kommen wir jetzt zu den Sprachen. Wie viele Sprachen sprechen wir? Okay, da stehe ich ganz am Anfang. 2. Dann wäre es jetzt 2. Dann bin ich bei 2 Brocken. Zweite Sprache. Ja, so Grundhaltung. Ich bin vielleicht bei 1,5. Ein bisschen Englisch kann ich, aber jetzt. So, kurz zum Verständnis. Hier ist die Fraktion mit Sprache, also mit einer Sprache oder also mit Muttersprache? Ja. 2? 2,5. Das werde ich noch erfahren. Was 4? Wow, okay. Da rufen wir einfach mal so an, ja, ohne irgendjemandem nahe zu treten. Welche Sprachen sprecht ihr? Deutsch. Deutsch, Muttersprachler. Und ein bisschen Englisch halt, ja. Ja, aber also ist das hier noch nicht bei mir noch nicht als deswegen so. Genau. Ihr? So einfach so in den Raum werfen. Achso, Deutsch, Englisch und Schweiz Tunesien. Tunesisch? Ja, genau, mein Mann ist Tunesier, darum okay. Arabisch und ich Schweiz. Ja, richtig. Ja. Okay. Türkisch, Deutsch und ein bisschen Englisch. Also Deutsch, Bosnisch, Serbokroatisch, das habe ich vergessen, aber es halt, also früher war das eine Sprache. Und 30 Worte auf Türkisch. Deshalb halb, oder? Ja. Okay. Deutsch, Englisch und in der Schule Russisch gehabt. Ich kann es noch lesen und ich kann es auch verstehen, aber sprechen und schreiben. Okay, das zählt dann aber auch. So. Deutsch, Englisch und Spanisch auf A2. Wow. Bei mir ist auch Deutsch-Englisch und dann kann ich noch ein bisschen Dänisch, Russisch und jeweils so Floskeln. Okay, dann lieber da lang, ne? Ja. Deutsch, Türkisch und Türkisisch. Kann ich mehr verstehen selber. Ich kann nicht aus dem Rachen so sprechen, wie die das machen, deswegen ist das Sprechen ein bisschen schwieriger. Okay. Das ist deine Art. Deutsch, Türkisch und Schulenglisch. Okay. Ja, also Deutsch, Englisch, Löffelsprache und ich lerne gerade ein bisschen Italienisch. Sehr gut. Ja, das macht Josie immer. Das ist so anstrengend, wenn Josie redet, ja. Und hier die Fraktion spricht mehr als 3? Oder gehört ihr noch dazu? Oh, okay. Das wird jetzt interessant. Deutsch, Serbokratisch, Englisch. Wow. Russisch, Aserbaidschan, Wow. Oh, super. Schön. Okay. Dann machen wir weiter. Das Geburtsjahr. Jetzt oder nie.
Hier ist ganz jung. Genau, da bist du. Auch 91. Ja, genau. Das ist die höchste Zahl sozusagen. Ja, auch 91. Ja. Aber dann. Aber dann musst du hier hin, 2001. Genau, hier steht die höchste. Ich will jetzt nicht natürlich fragen, wer hier wie alt ist. Wir fangen aber hier von 2001 an bis... Ja. Oder soll es ein Geheimnis bleiben? 1974. 74, 76, 74, 79. Super, okay. Sehr gut. 91. 93? 91. Nehmen wir jetzt auch zur Kenntnis. Ja. Okay, ja, Anzahl Jahre, in der ich in Berlin lebe. Oh. Geboren. Dann ist die Generation. Geburtstag. Aber wo fängt an da? Am wenigsten und hier die meiste Zeit. Okay, ich bin, glaube ich, warte, 23? 17, glaube ich. Wie viel? 17? Also war das 8, 9 Jahre. Okay, dann musst du so länger. Und du? Wo bist du hergezogen? 23 Jahre. 23, dann bist du aber noch da. Ja. Okay. Wow. Okay. Das ist ein großer Unterschied. Du bist 19? 8 Jahre. Doch, ihr habt auch Zeit. Ich habe 43. Ja. 43, okay. Okay. Auch nicht mehr in Berlin. Okay, super. Kurz nochmal stichpunktartig. Wie Ja, lange? ich fange an mit 8 Jahren. Mit 8 Jahren. Wo Ja. hast du vorher gelebt? In Brandenburg. Brandenburg, okay. Sanela, du? 23. 23. Josephine, du? 41 Jahre. Lebst du schon in Berlin? Seit der Geburt. Ja. Also bist du dann hier geboren? Ja. Das ist null so aus, okay. Janette? 46. 46. Und da habe ich gehört, 52. Bin in Kreuzberg geboren. Also hier geboren und aufgewachsen. Toll. Genau. Total interessant. Okay, jetzt kommen wir zu den Anzahl der Kinder. Natürlich. Okay. Wer sonst? Eigene Kinder. Eigene Kinder. Ich also. Eigene Kinder. 2. Bist du jetzt wieder im Ja, passt. Also. Keine Kinder. Okay. Gut, dann kann ich ja stehen bleiben. Okay, dann machen wir das auch irgendwie schnell. Fraktion keine Kinder? Ein Kind? 2. 3. Okay. Also maximal 3 Kinder. Ne? Okay. Und die Kinder in der Kita. Ja, oh ja, das habe ich auch. Okay. So, dann die Entfernung des Herkunftslandes. Kann auch die der Herkunftsland. Herkunftsort auch, die Stadt auch, wo man geboren wurde, oder? Ja, würde ich sagen. Ja? Finde ich gut. Ja. Ja, finde ich auch. Berlin ist 0. Ja, Berlin ist 0. 600 Kilometer. Wir sind jetzt auch 6 Kilometer. Oder das müssen wir gucken. Also, ja, hast du schon wieder verkackt? Hast du schon verkackt, ja. Nur 4 Stunden Frankfurt am Main. Aber ich meine, der Stadt ist ja nicht so. Oder 650, natürlich nochmal 100 Kilometer. Aber ihr habt ja nicht ganz auch Nein, Die Stadt, die Geburtsstadt hat. Ja. Wie viel seid ihr da jetzt? 650. Genau, 600. Dann komme ich zu dir, weil... Ja, stimmt. Dann machst du Hier in Berlin, dann musst du aber dazu. Achso, okay.
Okay, wo ordnen wir dich jetzt zu? Okay, so, dann haben wir hier die Fraktion Berliner. 600 Kilometer Niedersachsen? Weniger. Also stimmt, 200. 650. Ja. 1200. Ja, ihr seid ja nach. Okay. 3000. Okay. 4000. Ja. Ich habe zwei. Ich bin Berlinerin und gleichzeitig in der Türkei, deswegen kann ich Aber mich da auch nicht geboren? zuordnen. Ja, wo bist du geboren? In Berlin, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Okay. Deswegen bleibe ich jetzt einfach. Verstehe. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Mit den zwei haben Heimaten. Genau. Das Problem hatte ich auch. Das entscheidest du. Okay, ich würde dann auch sagen, dass wir jetzt mit der Skalierungs... Genau, jetzt kommt Runde dann die Gemeinsamkeit. Jetzt dürfen Sie sich nicht nur in einer Linie, also zu den Skalierungsfragen aufstellen, sondern Grüppchen bilden. Dass Sie das auch nochmal erfahren, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mit bestimmten Personen eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe bilde. Und Genau. Die erste Gruppe ist vegetarisch, vegan, keines von beiden. Also wir brauchen 3 Gruppen. Ja. Genau. Einmal die Gruppe vegan, vegetarisch und keines von beiden. Keines von beiden. Viel vegetarisch, aber... Vegetarisch seid ihr? Ja, wir sind keine Steak. Das ist kein vegetarisch, aber das ist vegetarisch. Nee, gar nicht, keins von beiden. Sie essen ja Fleisch. Keins von beiden haben wir jetzt zwei. Also, Also drüben sind alles Fleisch und so. Wir sind vegan, ja? Ihr seid alle vegan? Stimmt es, dass wir keine Veganer haben? Nicht mehr. Ich bin Lacto-Vegetarier. Was ist das denn? Das ist nur Milch. Nur Milch. Also vegan und Milch. Okay, cool. Vegetarisch, nicht vegetarisch. Muss noch was dazu gesagt werden? Nein, ne? Okay. Dann die Hobbys. Jetzt müsst ihr wieder aufsteigen. Die Anzahl der Hobbys. Wie? Das Das ist dann eine Gruppe. Sport. Ja, Sport auf jeden Fall. Also Gruppe Sport ist schon mal Yoga und Pilates und so ist auch Sport. Ne? Und Zumba, ja. Bodykampf, Geräte, Fitness. Joggen ist aber kein Sport. Nee, Sport, aber kein Joggen. Hier Sportgruppe, aber kein Joggen. Also Joggen ist extra. Joggen ist extra. Wir machen Bewegungssport. Und Yoga. Fitnessstudio und draußen Sport. Drin Sport und draußen. Sind wir irgendwie zweigeteilt hier? Nee, das schließt sich da, aber wir sind. Okay, also ich habe keinen gefunden. Okay. Ich gucke gerne Trash-TV. Das mache ich auch mal. Gucken wir das nicht alle? Aber es ist ja, das ist ein Extrem-Hobby. Okay, wenn man keine Zeit für andere Sachen hat. Gehören Sie dazu? Und hier ist die Gruppe mit Sport. Vor allem Indoor-Sport. Hier ist der Genau, okay. Und hier einfach nur Stichwort. soziale Kontakte. Ja, super Sport. Okay. Dann die Gruppe. Wir haben Haustiere. Ich habe Haustiere, ich habe keine Haustiere. Oder welche Haustiere haben wir? Wenn die alle tot sind. Keine Dann hast du keine mehr. Okay, ich habe keine mehr. Nicht mehr, also nein, aktuell. Ich hatte aber Haustiere. Jetzt. Okay. Hattest du auch welche? Die Fraktion, die keine Haustiere Doch, haben. ja. Entschuldigung. Wir haben keine. Das ist die, ja, wir haben keine Haustiere. Einfach so in den Raum werfen. Was für Schildkröte, Katze. Katze, Hühner. Hühner, okay. Cool, schön. Okay. Jetzt dann zur letzten Gruppenbildung. Augenfarbe. Das ist schwierig. Blauäugige. Ja, hier ist blau.
Blau ist die meiste Farbe. Blau ist grün. Okay, ich gucke euch jetzt mal so ein bisschen näher an. Wir haben hier blauäugige, braun. Aber Yvonne, du gehörst noch dahin, ne? Genau. Ich habe hier so mehrere Farben. Kann ich mich entscheiden? Smaragdfarben. Müssen Sie nicht auch Farben? Ja, das ist schon gruselig. Ja, gut. Okay. Das war's. Ja, dann könnt ihr euch wieder auf der Spaß gemacht? Ja. Ich kann jetzt erstmal kurz was trinken. Sie haben ja jetzt bei den Spielen, das waren ja 3 Arten von Fragen oder Ansagen, die wir gemacht haben, auch nur auf freiwilliger Basis. Wie haben Sie sich denn gefühlt, wenn Sie jeweils, also wir hatten ja einige Teilnehmerinnen, die teilweise immer am Ende der Schlange standen, an dieser Skalierungsschlange. Manche standen ganz häufig und lange am Anfang. Und wie hat sich das für Sie angefühlt, wenn Sie an einer bestimmten Position standen, wenn Sie mit bestimmten Teilnehmerinnen in einer Gruppe standen, wenn Sie irgendwo dazugehörten oder nicht dazugehörten? Wollen Sie da was dazu sagen, wie sich das angefühlt hat, wie Sie sich da selber gefühlt haben? Ja? Also ich mag sowas gern, wir machen sowas auch bei uns in der Kita. Ja. Einfach dieses Wahrnehmen der anderen, dazugehörig fühlen oder auch so, hey, wir sind die anderen irgendwie so, ne? Ja, ich mag es einfach gern, weil man sich da schnell in so einer neuen Gruppe auch kennenlernen kann. Okay, gut. Weitere Feedbacks? Ja? Ich liebe auch solche Spiele. Ich habe bei solchen Spielen schon mehrmals teilgenommen und es hat total Spaß gemacht, auch zu sehen, dass man fast mit jedem Teilnehmer was Gemeinsam hat. Ja. Ja, und dann auch, wie das sich ändert im Laufe der Jahre, ne, wo ich davor war. Vor einem Jahr noch hatte ich keine Katze, jetzt habe ich eine Katze. Zum Beispiel. Ja, das zeigt, dass es auch ein dynamischer Prozess ist, ne, dass da Entwicklung ist, genau. Und einige waren so, ne, genau. Erinnert einen immer wieder an die Schulzeit zurück. Ausbildungszeit, da hat man ja immer sowas gespielt. Gut, ja. Und einige haben auch geäußert, ich bin immer hier vorne und Yvonne, du standest auch immer ganz am Ende. Und das hat aber dann nichts zu bedeuten. Also das kommt auf die Frage an, die man stellt und man kann auch dann ganz am Anfang stehen, wenn man dann nach den Sprachen gesprochenen, Anzahl der gesprochenen Sprachen steht, dann steht man ganz im Gegenteil wieder am Anfang dieser Skalierungsschlange sozusagen. Gut. Wir wollen das nicht weiter auch kommentieren. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Sie haben sehr schöne Fragen gestellt, wollte ich nur mal sagen. Ja, super. Ja. Danke schön fürs Also Feedback. wir haben uns Dankeschön. Mühe gegeben, die Fragen so zu formulieren, dass es nicht zu sehr in die Biografie geht. Das war die Herausforderung. Aber vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und so offen sind. Ja? Ich habe noch eine Sache, mir ist aufgefallen, ich habe das Gefühl, das hat so eine Vertrauensebene geschaffen. Also ich habe jetzt, glaube ich, weniger Skrupel, was in der Gruppe zu sagen. Ja, Das ist ein schöner Opener. Danke, Freut vielen, uns. vielen Dank. Ja. Das war auch das Ziel. Genau. Und wir kommen jetzt zu der Erwartungsklärung. Das wollen wir in Einzelarbeit, einfach, dass Sie eine Karte sich nehmen, bitte, aus der Mitte und uns aufschreiben, was Sie von diesem Workshop erwarten, dass wir das einfach dokumentiert haben und nachher, wenn wir es abschließen, nochmal gucken, wurden Ihre Erwartungen erfüllt, weil das gibt uns auch nochmal ein Feedback, ob wir nächstes Mal beim nächsten Workshop, beim nächsten Fachtag etwas anders machen. Genau. Und vor allen Dingen, ob wir auch Ihre Erwartungen erfüllt haben. Also wir laden Sie ein. Genau, nehmt euch da eine Karte und da würden wir euch nochmal bitten, diese Karten an die Pinnwand hier anzupinnen, ja? Genau, Die ich stehen noch euch mal. zur Verfügung. Genau. Genau, und wenn wir dann alle Karten haben, ja, gebt ihr mir ein Zeichen oder ich gucke nochmal und dann würden wir auch gleich weitermachen und uns dann den Karten angucken. Ja. Mhm. Keine Karten mehr? Wollt ihr euch noch die Karten angucken oder wollen wir uns gleich der nächsten Folie begeben? Ja? Also wenn Sie kommentieren möchten, wir sehen ganz viel Impulse, Methodenkoffer und Kinder für Religion begeistern. Das haben wir nur einmal, glaube ich. Ne?
Input in den Alltag integrieren. Methodenkofferbeispiele aus der Praxis. Wollen Sie eine Karte kommentieren oder so? Oder es ist ja sehr eindeutig, was da drauf steht. Wir gleichen das dann am Ende auch nochmal ab. Und ja, entscheiden Sie selber, inwiefern dann Ihre Erwartungen erfüllt werden. Es gibt von uns auch einen fachlichen Input nochmal, weil das Thema ist sehr komplex, es ist sehr breit und es macht schon Sinn, das nochmal ein bisschen einzurahmen und dass wir uns da auch auf Begrifflichkeiten einigen. Also diesen Input hatten Sie ja auch von Frau Weber erhalten teilweise, aber auch da wird es teilweise Überschneidungen geben, aber auch nochmal einen anderen Blick, eine andere Perspektive drauf und deswegen macht es Sinn. Und vielen Dank aber, dass Sie Ihre Erwartungen hier nochmal aufgeschrieben haben. Wir gehen auf jeden Fall darauf nochmal ein. Und wenn wir jetzt schon dabei sind bei der Begriffsklärung, dann machen wir jetzt mal weiter, weil jetzt bekommen Sie eine Aufgabe. Sie erhalten ein Aufgabenblatt bzw. ein DIN A4-Papier und das teilen wir mal aus. Genauso weniger als 20. Da haben Sie 2 Felder und in diese beiden Felder sollen Sie das, was Sie persönlich unter Kultur und unter Religion verstehen, aufschreiben. Und Ihre Mappe, die Sie heute bei der Anmeldung bekommen haben, da war ein Kugelschreiber dabei. Ich hoffe, dass Sie das dabei haben. Wenn jemand keinen Kugelschreiber hat, dann bitte Bescheid geben. Die sind welche da, aber sie sind versorgt. Und das würden Sie jetzt 5 Minuten in Einzelarbeit machen und nach 5 Minuten tauschen Sie sich intern also untereinander aus, zu zweit, zu dritt, wie Sie möchten. Und es wäre dann gut, wenn wir das hier im Plenum teilen, was Sie unter Kultur und unter Religion verstehen. Also auch das wird dann zusammengefasst auf eine Karte geschrieben. Und wer sich mit 2 oder 3 Teilnehmerinnen einigen kann, der schreibt das auf eine Karte. Wer sagt, nee, ich habe da eine andere Sicht drauf, der kann eine extra Karte für sich nochmal schreiben. Und das kommt auch dir nochmal auf die Tonband dann raus. Genau. Ja? Und Also 5 Minuten. Genau, und hier gibt es kein richtig, kein falsch. Jeder versteht ja die Kultur und Religion für sich ganz anders, wenn es ganz anders war. Deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr euch sogar dabei treu bleibt und wirklich das einfach schreibt, was ihr unter diesen Begrifflichkeiten kennt. Okay, jetzt könnt ihr euch austauschen und in die Gruppenarbeit gehen. Okay, wer möchte zuerst anfangen? Ist eine Gruppe? Ja, perfekt. Darf ich kurz fragen, wie dein Name ausgesprochen wird? Jevlan. Jevlan. Spreche ich das richtig aus? Jevlan. Ja, bitte. Komm gleich nach vorne und erklär mal, was versteht ihr darunter? Also bei Kultur, Bräuche und Sitten, Bräuche und Rituale. Naja, in jeder Kultur gibt es gewisse Bräuche und Rituale, die unterschiedlich sind zu anderen, oder? Ja. Etwas, so auf jeden Fall erstmal an etwas glauben. Etwa ein Glaube an etwas. Das meinte ich ja am Anfang. Es gibt kein richtig. Ja, wir wollten super gemacht. Dankeschön. So, wer möchte eigentlich? Also, wir verstehen unter Kultur, haben wir aufgeschrieben, Vielfalt, Diversität, Menschen, Feste, Musik, Essen, Bräuche, Tradition, Kunst, Kreativität und das alles in Gemeinschaft und im Miteinander. Wow, so. Dankeschön. Und dann zur Religion. Haben wir festgestellt, alles, was wir aufgeschrieben haben, können wir eigentlich auch zur Religion aufschreiben. Haben gesagt, dass das alles eigentlich übertragbar ist auf Religion und haben jetzt bei der Religion noch Glaube, Gott, Gebet und Orientierung dazu geschrieben. Vielen Dank. So, Dankeschön. So, die anderen? Wer möchte? Wir können da ganz gut anknüpfen. Also im Schreiben ist uns auch aufgefallen, dass das wirklich deckungsgleich ist. So, das wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen. Genau. Also wir können, glaube ich, vieles da unterschreiben und wir haben jetzt auch Zugehörigkeit. Ja. Es ergänzt sich alles und es erschöpft sich sowieso nie, wenn man da weiter. Ich würde jetzt das hier sogar in die Mitte hängen. Ja, deckungsgleich. gerne. So, danke. Ich weiß nicht, Zugehörigkeit würde ich jetzt sogar in die Mitte, wenn das okay ist. Wenn du es ja. so richtig hältst, das ist absolut richtig.
gibt ja keinen falsch, ne, haben wir gesagt. Aber ich muss eine Sache anmerken, und zwar hatte ich für mich das Thema entdeckt und ich finde, dass es nicht direkt zusammengehört, also für mich persönlich, weil ich lebe eine Religion aus, die eigentlich nicht in meine Kultur gehört und ich da ganz viel aufeinander getroffen bin und mich auch immer erklären muss, warum, also ich bin Muslimin seit 14 Jahren und ich muss mich immer erklären, warum siehst du nicht so aus, warum machst du diesen, warum das nicht, und das war sehr erschöpfend und weil es halt nicht meine Kultur ist. Aber zu anderen Kindern passt es dann auch wieder. Also es überschneidet sich manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Und dann geht es Leuten wie mir dann immer schwierig im eigenen Land. So. Genau, jetzt zu unseren anderen Punkten. Ja, so. Aber ich finde es wichtig, dass du das nochmal erwähnst, weil für viele ist das gar nicht so bewusst. Ja? Für die einen kann Religion auch Kultur bedeuten oder Kulturreligion, aber das finde ich halt ein wichtiger Aspekt, dass du das erwähnst. Richtig, und wenn man jetzt tiefer reingeht, auch was politisch angeht, man sagt immer zum Beispiel, ja, der Islam und deswegen sind die Kriege ausgebrochen und weiß ich nicht. Naja, das hat schon eine kulturelle Bedeutung oder politisch dann und das wird halt benutzt dafür, um uns zu manipulieren und so weiter. Ja. Und das ist dann schade, wenn man die Religion dafür nutzt oder sagt, ja, das ist halt die Kultur und darum ist das Kind zum Beispiel so oder die Eltern. Ja. Und das höre ich leider auch manchmal bei Kollegen und das macht mich dann schon traurig. Darum bin ich heute auch hier, um da irgendwie Input mitzunehmen für uns alle. Ja. Dann Kultur. Wir hatten kurz unterschieden auf Familienkultur und gesellschaftliche Kultur. Okay. Aber jetzt, wenn wir wirklich auf die Länder schauen wollen, dann haben wir die Esskultur, Feste, Sprachen, Feiern, Rituale, Kleidung. Dann haben wir wieder die Systeme, einmal politisch gesehen oder auch Prägung, zum Beispiel in der Erziehung. Da gibt es ja verschiedene Systeme in verschiedenen Kulturen. Wie erziehe ich? Erziehe ich mit Gewalt, erziehe ich autoritär und so weiter? Die Stile, genau, die Stile halt. So. Okay. Dann zur Religion haben wir Identität, Glauben, ein Ziel, Meinung anderer, treffen da dann auch irgendwie rein, Werte, Normen, Feste und die Verbundenheit zu anderen, die auch eine Religion haben. Es muss nicht immer die gleiche sein, aber wenn man auf religiösen Menschen trifft, fühlt sich das für die Kinder oder auch für mich immer anders an. Okay. Dankeschön. Danke. Gut. Okay. Und jetzt, ich glaube, last but not least. Also der Kern unserer Überlegung war, mal gucken, ob ich das hinbekomme, dass beides auf jeden Fall dafür da ist, Brücken zu bauen. Und dass der Unterschied dabei vor allem daran liegt, dass dass bei Religion der Zusammenhalt durch Gott oder durch die Lehre vonstatten geht. Also vielleicht auch ein bisschen, dass Religion so ein bisschen die Wurzel darstellt für die Kultur. Ja. So. Und dass die Kultur sich dann ausprägt in Essen, Sprache und Feiern unter anderem. Okay, und dann werden die Werte und der Glauben transportiert durch die Religion weiterhin. Sehr differenziert alles, ne? Ein bisschen, ja. So versucht. Okay. Und dann der Zusammenhalt der Völker ist dann aber sozusagen auch durch beides ein bisschen garantiert. Also dazwischen. Genau. Dankeschön. Gerne. Ich würde gerne noch ergänzen. Ja, gerne. Kunst. Auf Ist mir jeden zum Beispiel Fall. auch Auf ganz jeden wichtig. Fall. Ja. Habt ihr schon drin? Aber? Ja, Grund und Kreativität. Jetzt steht es extra nochmal. Ja, ich würde in die Mitte nochmal. Gerne. Weil ich glaube, weil das bezieht sich, glaube ich, auch auf beides. Definitiv. Dankeschön. Okay, super, danke euch. Wir würden dann so langsam so ein bisschen in die Theorie einsteigen. Ja? Wir hatten jetzt die Begrifflichkeiten Kultur und Religion. Und da würde ich einfach anfangen und sagen, beziehungsweise euch mal vortragen, was überhaupt ein Glaube ist. Glaube ist das Vertrauen oder die Überzeugung, dass etwas wahr ist. Oft ohne zwingenden Beweis. Er kann sich auf viele Lebensbereiche beziehen, nicht nur auf Religion. Zum Beispiel Glaube an sich selbst, an andere Menschen oder an Ideen. Genau, ihr könnt auch immer hier rüber switchen zu der Pinnwand, was ihr aufgeschrieben habt und dem, was halt die Wissenschaft, die Theorie sagt. Sind dazu Fragen?
oder andere Meinungen? Ich hätte noch so einen Impuls, und zwar, dass ich finde, Glaube ist manchmal auch so eine Herausforderung, daran zu glauben, ohne dass man Beweis hat. Ja. Also so ein bisschen auch, Auf jeden Fall. dass es Gott auch so bedacht hat vielleicht, dass wir das nicht ganz genau 100% wissen, sondern herausgefordert sind, uns dem hinzugeben, ohne dass wir wirklich eine Sicherheit haben. Definitiv. Und manche sehen das auch als Voraussetzung für Glauben an. Also wenn man was sieht, ist es ja da muss man ja nicht. Man weiß es ja einfach. Ja, genau, es ist ja da. Man muss es nur bestätigen. Genau. Guter Hinweis, Dankeschön. Genau. Religion. Religion ist der durch Lehre und Satzungen festgelegte Glaube und sein Bekenntnis, was meist von einer größeren Gemeinschaft angenommen wird. Sie ist ein organisiertes System von Überzeugungen, Praktiken, Ritualen und moralischen Regeln, das oft auf einen Glauben an das Göttliche oder Transzendente basiert. Religion bietet Gemeinschaft, Orientierung und Antworten auf existenzielle Fragen wie: Woher kommen wir? Oder was geschieht nach dem Tod? Und da muss ich direkt auch noch mal kurz auf den Vortrag von Frau Weber verweisen. Das hat sie ja auch noch mal ganz schön vorgetragen. Und was Sie auch hier gesagt haben, dass es nicht unbedingt die gleiche, also dieselbe Religion sein muss. Man kann verbunden sein, wenn man an eine Religion halt glaubt. Das gibt es hier auch wieder. Und, darf man auch nicht vergessen, Spiritualität. Eine allgemeingültige Begriffsdefinition für Spiritualität ist nur bedingt möglich, da der Grundgedanke von Spiritualität individuell verschieden ausgelegt wird. Hinter dem Konzept steckt der Glaube an eine geistige, nicht materielle Ebene. Anhänger gehen davon aus, dass eine höhere Wirklichkeit existiert, die allem innewohnt. Spiritualität hat nicht zwingend etwas mit religiösem Glauben zu tun. Sie kann sich in Meditation, Naturerfahrungen, Kunst oder zwischenmenschlichen Beziehungen ausdrücken. Also nochmal ein anderer Blick drauf. Genau, also das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also wir haben den Glauben, wir haben die Religion, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach spirituell unterwegs sind. Ja? Und das kann auch wirklich eine einfache Yoga-Übung sein, die Sonne begrüßen. Ja? Also es gibt ja auch Bevölkerungen, ne, wie die Amazonas oder wo die Natur deren Gott ist. Ja? Und das ist auch nochmal interessant, das nochmal hier wieder zu spiegeln. Ja? Und ja, gut. Genau. Dann machen wir mal weiter mit den anderen Begriffen. Kultur und Interkulturalität, das ist ja heute auch ganz häufig gefallen. Und Begriff Transkulturalität, Diversität, also was ist darunter zu verstehen? Manche werfen das auch alles in einen Topf und gebrauchen das eben so, wie sie es verstehen. Und wichtig ist, was bedeutet überhaupt das Wort an sich Kultur? Stammt aus dem Lateinischen colore ab. Über das französische cultiver hat es im Deutschen 4 verschiedene Bedeutungen erhalten. Und denken Sie einfach dran, es ist einfach das Gegenteil von Natur. Also Natur ist wild, wächst und nach eigenen Gesetzen, eigenen Regeln. Und wenn man etwas kultiviert, ja, dann pflegt man, schmückt man es, veredelt man das, bebauen, Ackerbau treiben, das kommt auch von dem Wort kultivieren, bewohnen und ansässig sein. Also man drückt sich quasi in dieser kultivierten Form aus und das kann sich eben auch in Religion dann zeigen oder in Form von Glauben. Das andere, was zur Kultur noch zu sagen wäre und wichtig ist, Kulturen sind komplex, sie sind dynamisch und sie sind hybride, also sie sind nicht etwas Starres. Es gibt nicht immer den einen Rahmen für den Glauben oder für die Religion oder dass man sagt, Spiritualität ist immer das, also die eine Definition gibt es nicht, es gibt Variationen und es gibt halt Unterscheidungen, die man vornehmen muss, um das Ganze differenziert zu betrachten. Und warum sagt man, Kulturen sind komplex? Sie sind von inneren Unterschieden, Interessenkonflikten und auch Aushandlungsprozessen geprägt. Darum können Kulturen nicht als blockartige Einheiten, in denen alle Menschen gleich sind, gedacht werden. Und diesen differenzierten Blick, den brauchen Sie natürlich auch, wenn Sie mit Kindern, Familien zu tun haben, die religiös sind, den Glauben haben, dass nicht das eine muslimische Kind aus Syrien genauso die Religion auslebt wie das türkische muslimische Kind zum Beispiel. Kulturen sind dynamisch, also keine Kultur ist zeitlos. Auch im Zeitverlauf werden Sie selber aus Erfahrung oder auch aus Wissen sagen können, dass sich
Kulturen verändern, auch Religion neue Ausprägungen bekommt. Jede Kultur hat Geschichte, ist im Prozess und wandelt sich in der Zeit. In der Untersuchung von Kultur muss immer eine historische, kontextualisierende Perspektive eingenommen werden. Also in welchem Kontext hat zum Beispiel eine Religion, der Islam, das Christentum, dann bestimmte Strömungen und Ausprägungen. Und Kulturen sind Hybride. Warum das? Kulturen sind nicht in Isolation voneinander zu denken, sondern stehen in einem beständigen Wechselverhältnis. Und insofern stellt eine Kultur keine nach außen abgeschlossene Einheit mit einer eindeutigen Grenze klar. Also man muss sich immer vergewissern, mit welcher Art von Kultur, in welchem Kontext, in welchem Zeitalter, in welcher Situation habe ich es gerade zu tun. Also das erfordert, wie gesagt, deshalb auch einen differenzierten. Darf ich ganz kurz Blick. was dazu sagen, Ja. was mir gerade nämlich einfällt? Wir haben ja wirklich ganz viele indische Kinder, ja. Und selbst da, also die Kinder kommen aus Indien, ja, und da muss es wirklich ein Dorf sein, was innerhalb von 10 Kilometer weiter entfernt ist. Selbst da entstehen ganz andere Kulturen, ja. Da ändert sich auch plötzlich die Sprache, weil so an sich gibt es ja die indische Sprache nicht, ja. Das musste ich auch lernen. Ich dachte, es gibt eine Landessprache, die nennt sich Indisch, aber so gibt es die ja nicht. Die Sprache nennt sich Hindi, ja, und dann gibt es aber auch noch zig andere Sprachen und das heißt dann auch zig andere Kulturen. Da sollte man sich auch diesbezüglich auch wirklich dann Wissen aneignen, ja. Genau. Nicht alles in einen Topf werfen, Ja, wie man so schön ja. sagt. Genauso Und- wie mit der Religion, zum Beispiel, was du so schön erklärt hast. Ja. Und was meint Interkulturalität? Das wurde auch vorhin in den Beiträgen, die wir am Vormittag hatten, erwähnt. Unter Interkulturalität versteht man das Aufeinandertreffen von zwei oder mehreren Kulturen, bei dem trotz kultureller Unterschiede zu gegenseitiger Beeinflussung kommt. Also es findet ein Austausch statt, es findet eine Reibung statt und man kann sich über etwas Gemeinsames unterhalten, beziehungsweise da auch sich gegenseitig bereichern. Und beim Aufeinandertreffen dieser verschiedenen Kulturen werden die eigenen kulturellen Identität und Prägung wechselseitig erfahrbar. Also vielleicht auch etwas erfahrbar, was man vorher nicht wusste, Gemeinsamkeiten feststellt. Da wurde ja das Beispiel gebracht mit dem Schüler, der nicht wusste, dass in der jüdischen Religion auch Monotheismus zum Beispiel herrscht und gilt. Und dieses Interkulturelle, wie gesagt, es findet keine Vermischung, sondern wie gesagt ein Austausch und gegenseitige Bereicherung statt. Und das ist eben auch zu unterscheiden von dem, was dann eben Transkulturalität ist. Darf ich kurz noch mal ein Beispiel? Weil ich würde das gerne nur noch mal aus diesen Karten hier nehmen, weil ihr wollt ja auch immer ganz viel Praxisbeispiele mitnehmen, ja. Das machen wir nämlich so, indem wir zum Beispiel ein interkulturelles Café anbieten, ja. Da gibt es regelmäßige Cafés, wo Eltern sich austauschen können, ihre Geschichte erzählen. Also letztes Jahr hatten wir das Thema, wie sind die Familien aus ihren Herkunftsländern hierher gekommen, ja. Dann waren so rührende Geschichten dabei, dass die Eltern, die wahrscheinlich dann auch Vorurteile gegenüber dieser Familie hatten, jetzt ein ganz anderes Verständnis für diese Familie hatten, ja. Und die sind ja auch unter wirklich schlimmen Bedingungen hierher gekommen. Und dass es einem nochmal klar wird und bewusst wird, ja, hat man ein ganz anderes Bild von dieser Familie, ja. Und dieser Austausch ist so enorm wichtig, weil man so die Möglichkeit hat, auch diesen Menschen ganz gut kennenzulernen, aber auch das Gefühl zu geben, du gehörst zu uns, du bist eine von uns und du bist jetzt nicht anders aufgrund deiner Religion oder aufgrund deiner Herkunft. Du bist Teil dieser Gesellschaft. Und deshalb bieten sich diese interkulturellen Cafés an, ja. Ihr könnt die Eltern sogar fragen, ob sie was Leckeres backen können oder kochen können, ja. Und das führt auch nochmal zu einem Gesprächsanlass. Und das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Macht das, ja. Genau. Also es kommt zu Begegnungen, es kommt zu neuen Einsichten, Erkenntnissen. Und ganz wichtig deswegen, das zu kennen, weil im Gegensatz dazu Transkulturalität, also es ist ein neuer Begriff, den hat in Deutschland der Philosoph Wolfgang Wilch eingebracht und das Konzept der Transkulturalität auch hier beschrieben, in die Diskussion gebracht. Was meint Transkulturalität? Der Begriff der Transkulturalität geht im Gegensatz zur Interkulturalität und Multikulturalität davon aus, dass Kulturen nicht homogene, klar voneinander abgrenzbare Einheiten sind, sondern besonders infolge der Globalisierung zunehmend vernetzt und vermischt werden. Also Multikulturalität, verschiedene Kulturen stehen für sich, stellen sich dieses Kugelsystem vor, es sind
wie kleine Kugeln, die nebeneinander dann existieren, unabhängig voneinander sind. Interkulturalität haben wir ja vorhin gesagt, dass das zu dieser Begegnung kommt, ne? Dazwischen findet etwas statt, aber trotzdem bleibt jede Kultur dann trotzdem getrennt von der anderen, und bei der Transkulturalität, da vermischt sich schon etwas und entsteht auch teilweise etwas Neues. Dabei werden kulturelle Grenzen und die Vorstellung homogener Nationalkulturen aufgehoben. Was heißt das? Einzelne Kulturen innerhalb einer Gemeinschaft und auch innerhalb eines Individuums verschmelzen, wobei Eigenes und Fremdes integriert wird. Also es kommt, wie gesagt, zu einer Vermischung. Kulturen sind dynamische Gebilde, die sich durch geschichtliche oder interkulturelle Wandlungen in einem stetigen Fluss befinden. Und stellen sich vor, beispielhaft wird dafür der Döner zum Beispiel genannt. Das ist nichts, was aus der Türkei kommt, das ist auch nichts, was aus Deutschland kommt, sondern etwas aus der Türkei, aus der türkischen Esskultur, wurde mit der deutschen Esskultur halt in Verbindung gebracht und das wurde neu kreiert quasi. Aber es ist auch wieder zurückgeschwappt in die Türkei, dort gibt es genauso einen Döner, aber der wurde hier auf deutschem Boden quasi erfunden von türkischen Gastarbeitern, die hier rübergekommen sind. Und der Döner schmeckt auch definitiv anders in der Türkei. Und der modernste Begriff, der ist auch heute gefallen, Diversität. Der Begriff der Diversität, eigentlich Diversity, den haben Sie auch bestimmt schon gehört, kennen den, beschreibt die Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit, Ungleichheit oder Vielfalt der Menschen. Und was hier ganz interessant ist, er verweist auf das Phänomen, dass alle Menschen aufgrund zahlreicher Unterschiede einmalige Individuen sind. Also nicht die Kultur XY ist verschieden im Vergleich zur deutschen Kultur, wir befinden uns jetzt in Deutschland, sondern wir in Deutschland sind ja auch verschieden als die aus Pakistan oder die aus Italien oder die aus Spanien oder die aus Schweden, die auch immer aus welcher Nation. Also wir sind ja immer verschieden, nicht nur die einen, sondern alle sind auf ihre Art und Weise einmalig und verschieden. Und Diversity betont das Vorhandensein eben von unterschiedlichen Identitäten und Lebensstilen, wobei die Feststellung und die Anerkennung der Vielfalt im Vordergrund stehen. Also egal, wie verschieden die anderen sind, es findet eine Wertschätzung, eine Anerkennung statt, ein respektvolles Miteinander. Und nur ein Blick auf die Kerndimension von Diversity. Sie wissen, es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland, das AGG, und da sind auch 6 zentrale Diversitätsmerkmale definiert. Und eines davon ist Religion und Weltanschauung. Wenn Sie da draufschauen, also Diversity kann sich mindestens in diesen 6 Dimensionen halt ausdrücken. Und Religion, Weltanschauung, Glaube, bezeichnen Sie, wie Sie es möchten, Spiritualität ist dann eine Dimension von Diversity. Haben Sie Fragen zu diesen Begriffen, die wir jetzt hier so eingeworfen haben, versucht haben zu erklären, ein bisschen eingegrenzt haben? Genau, was mir gerade einfällt, ich hatte letztens eine Kita-Rundführung und die Familie war, ich weiß es nicht, sie haben Arabisch gesprochen, aus welchem Land sie jetzt kommen, weiß ich nicht. Und sie haben sich total wohl gefühlt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, dass mir ist ganz wichtig, dass wir darauf gucken, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Ja. Und also der Vater war sehr ergriffen davon und ich dachte selber auch irgendwie. Und das passt irgendwie total. Und darum ist mir das gerade eingefallen. Und schön. Ja, mir ist auch das Thema sehr, sehr wichtig, das nochmal so auseinanderzunehmen. Ja, verfestigt das bei mir, dass es richtig ist, so wie ich denke und wie ich das weiter umsetzen möchte. Und das ist ja die wertschätzende Haltung, was wir auch eben, oder ich auch auf der Podiumsdiskussion nochmal gesagt habe. Wenn die Familien sich wertgeschätzt fühlen, ja, entscheiden sie sich natürlich dann für deine Kita, ja, und nicht für die vielleicht hier um die Ecke ist, ja. Und das ist halt Vielfalt, ja, Vielfalt, was heute eine ganz große Rolle spielt. Und wenn wir ihnen das Gefühl geben, du gehörst zu uns, egal welcher Herkunft oder welcher Religion du gehörst, wir sollten eher darauf schauen, was uns verbindet, was du gerade gesagt hast, ein ganz tolles Beispiel, und was uns nicht trennt, ja. Und so geben wir einfach den Eltern einfach ein sicheres Gefühl, was sich dann auch auf das Kind dann überträgt, ne? Super. Okay. Dann haben Sie jetzt einen Begriff von Kultur und Religion. Glaube, Spiritualität. Sie haben auch selber Ihre eigene Vorstellung hier notiert. Wir würden jetzt eine Methode mit Ihnen durchgehen, Kugellagermethode. Kennt ihr diese Methode? Einen inneren und einen äußeren Kreis.
Und wir haben vorhin gezählt, es waren 17 Teilnehmer, hat sich was geändert. Also wir müssen einer ist gegangen. Paare bilden. Also sie müssen sich in einem inneren und einem äußeren Kreis gegenüberstehen. Und deswegen bitte ich Sie, stellen Sie sich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, und Sie gucken nach außen. 9, 10, 11, 12, genau. 16. Das passt. Also wir brauchen dann 8 Personen im Innenkreis und 8 im Außenkreis. Ja, ein Kreis ist innen und ein Kreis ist außen. Nee, ihr müsst euch dann anschauen können. Genau. Ihr müsst so stehen, dass ihr eurem Partner ins Gesicht schauen könnt. Hier und hier bleiben. Oder andersrum. Also es gibt eine Frage. Genau, die lese ich mal kurz vor. Was spricht für eine kultur- und religionssensible Pädagogik im Kita-Alltag? Aus der Sicht der Kinder, aus der Sicht der Eltern und pädagogischen Fachkräften. Und genau, jetzt aber zuerst Genau, aus der aber Sicht erst, der Kinder. genau. Zuerst tauscht ihr euch aus. Ich lese die Frage nochmal vor. Was spricht für eine kultur- und religionssensible Pädagogik im Alltag aus der Sicht der Kinder? Genau, 1 Minute Zeit zum Diskutieren. Okay, 1 Minute sind. Das ist einmal drehen. Und jetzt der Innenkreis bleibt genauso. Nur der Außenkreis bewegt sich einmal nach hinten. Genau, also sprich Okay, selbe Frage aber. Aber jetzt aus der Sicht der Eltern. Okay. Achso, genau. Soll ich die Frage nochmal vorlesen oder ist das okay? Nee, passt. Okay, 1 Minute Zeit. Und die Zeit ist jetzt rum. Ich kann euch jetzt wieder hinsetzen. Oh nein, okay, danke. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Okay, möchte jemand irgendwas zu der Methode sagen? Zu welchem Erkenntnis seid ihr gekommen? Was habt ihr festgestellt? Oder habt ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten erkennen können? Vielleicht so ein paar Sätze so in die Runde. Mir kam es vor, dass die Zeit immer schneller vergangen ist. Ja, das ist schon krass. 60 Sekunden sind schnell um. Ja, wirklich. Ja. Genau. Wir müssen auch den zeitlichen Rahmen halten. Ja. Mir fällt noch auf, dass ich das einfacher finde, gerade also religions- und fernen Menschen irgendwie über die Allgemeinbildung ranzuholen. Dass man sagt, es geht gar nicht darum, Angst haben zu müssen, dass das eigene Kind, wenn es zu viel über eine andere Religion erfährt, vielleicht was annimmt, was man sich als Eltern nicht wünscht, sondern es geht um Allgemeinbildung, einfach um besser die Welt verstehen zu können. Ja, richtig. Genau. Wow, schön. Freut mich schon. Weitere Erkenntnisse oder etwas, was Sie noch teilen möchten aus dieser Kugellager-Methode? Ich sehe in allen 3 Aspekten die Verbindung untereinander. Ich finde, die Kinder, also gerade in Bezug auf Kommunikation und Verständnis, die Kinder und die Eltern miteinander, die Eltern mit den pädagogischen Fachkräften, die pädagogischen Fachkräfte wieder mit den Kindern und jeder kann für sich was mitnehmen und was lernen. Also ich sage das als Beispiel vorhin, wo das Kind den Ramadan erklärt hat und alle saßen hier und hatten so Herz und Augen und so, dass das Kind halt auch mit den pädagogischen Fachkräften in Kommunikation gehen kann und etwas erklären kann und genauso finde ich, sollte man das als Kreis, also nicht Kreislauf finde ich jetzt irgendwie unpassend, aber in Verbindung miteinander, also alle 3 Sachen einfach eine Verbindung miteinander haben und dass dadurch ganz viel Kommunikation und so weiter entstehen kann, dass es auch Potenzial in sich hat. Auf jeden Fall. Ja, schön, richtig gut. Gut, dann machen wir weiter. Welche Ziele verfolgt die kultursensible Pädagogik? Genau. Sie stellt das Kind in seiner individuellen kulturellen Lebenswelt in den Mittelpunkt. Durch eine wertschätzende Haltung soll das Kind in seiner kulturellen Identität gestärkt werden. Die kulturellen Hintergründe der Kinder werden bewusst wahrgenommen und in den Alltag integriert. Die kulturelle Lebenswelt des Kindes und der Familie wird als Ressource und Resilienzfaktor begriffen. Religionssensible Bildung in der Kita bedeutet, die religiösen Ausdrucksformen von Kindern wahrzunehmen, zu respektieren und in den pädagogischen Alltag zu integrieren, ohne zu missionieren. Aber mit einer offenen Haltung für religiöse und weltanschauliche Vielfalt. Das ist das, was Sie eben gesagt haben, ne? Ohne Angst zu haben und dass die Kinder da beeinflusst werden, darum geht es wirklich nicht. Also das wäre Religionspädagogik, da wirklich Religion zu lehren und hier geht es mir, die Vielfalt wertzuschätzen. Das ist sehr stark zu unterscheiden.
Während die Religionspädagogik religiöse Bildung im konfessionellen und interreligiösen Kontext vermittelt, verfolgt die religionssensible Pädagogik eine offene und respektvolle Haltung gegenüber religiöser Vielfalt, ohne selbst religiös zu lehren. Religiöse Identität der Kinder soll anerkannt und wertgeschätzt werden. Anstatt die religiöse Zugehörigkeit als Privatsache abzutun, wird sie als ein wichtiger Bestandteil der Identitätsentwicklung betrachtet. Das ist eigentlich im Grunde genommen das, was wir hier gemeinsam auch besprochen haben. Ne? Ja, gibt es Fragen dazu, zu den Grundlagen und zu den Zielen? Sie haben ja selber diskutiert aus 3 verschiedenen Perspektiven. Jetzt haben Sie die Ziele und diese Ziele sind auch entnommen aus diesem Kartenset, das vorhin bei Frau Weber eingeblendet worden ist. Ich kann das nochmal hier hochhalten. Also so arbeiten wir. Das ist ja auch von Eventus mit herausgegeben worden, von Eventus erarbeitet worden, von Frau Christine Clara Elweider, die war ja hier auf der Podiumsdiskussion dabei. Und ja, danach orientieren wir uns, nach diesen Zielen, nach diesen Grundlagen, und so arbeiten wir. Ja, es geht wirklich nicht um Religionspädagogik, sondern um religiöse Vielfalt insgesamt und um dieses respektvolle, wertschätzende Miteinander. Genau, und ihr habt ja wirklich eigentlich überwiegend als Erwartungspunkt aufgeschrieben, wie wir das halt auch in den Alltag umsetzen können. Und das ist wirklich eine ganz tolle Begleitung. Ja? Also da stehen wirklich ganz tolle Beispiele drin, ja? Also auch nicht nur zum Thema Ramadan, da gibt es auch nochmal Weihnachten. Wie wird denn kulturell Weihnachten gefeiert? Ja? Orthodoxische Weihnachten, dann gibt es ja noch andere Weihnachten in anderen Ländern. Und dieses Begleitheft und dieses Kartenset beinhaltet wirklich ganz tolle Übungen auch und Alltagsideen, wie man das einfach mit den Kindern auch umsetzen kann. Genau, auch für Teams. Auch für Teams, Übungen. na klar. Und wir werden auch heute damit arbeiten. Wir wollen nämlich nach der Pause in Gruppenarbeit gehen. Dafür bekommen Sie, wie es auch hier steht, Flipcharts, die Sie dann gestalten sollen, weil das, was Sie schon umsetzen, was Sie umsetzen würden, was Sie sich hier als Tipp, als halt Inspiration holen könnten, das werden wir dann nach der Auswertung dieser Flipcharts dann hoffentlich hier eruieren und dann präsentieren. Und das soll aber dann nach der Pause gemacht werden. Wir wollen pünktlich auch in die Pause starten. Sie wissen ja, mit wem Sie jetzt zusammen machen. Und ich lege das mal hier aus, weil vielleicht haben Sie Erfahrung in einem bestimmten Bereich. Es geht darum, dass Sie in diesen Gruppen arbeiten. Raum- und Materialgestaltung, was feiert ihr denn da? Da geht es um Feste, Rituale und gemeinsam die Welt entdecken, Morgenkreisprojekte, Angebote, die man mit Kindern in der Kita machen kann. Wir verstehen uns, da geht es schwerpunktmäßig um Sprachen. Und die Aufgaben, die dazu gemacht werden müssen, das sind die da. Vielleicht kannst du die doch ergänzend erklären. Ich lege das hier aus. Ich lege das hier auch mal aus. Sie haben diese Bereiche oder diese 4 Gruppen, zu denen Sie sich dann zuordnen. Zu zweit oder zu dritt. Und das ist, was zu erarbeiten gilt. Also das gibt es schon bei uns. Und das würde ich gerne umsetzen. Diese Barriere muss kleiner werden. Im Bereich eben Raum- und Materialgestaltung. Was haben Sie schon identifiziert als kultursensibel und religionssensibel? Was haben Sie in Bezug auf Sprachen schon, was gut läuft? Und das alles eben auf einem Flipchart anzuordnen bzw. zu präsentieren, damit wir uns hier in einem Workshop quasi darüber austauschen können, uns gegenseitig bereichern können. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir das jetzt zügig angehen, dann würde noch vor dem Ende des Workshops was bei rauskommen. Es sei denn, Sie haben jetzt Verständnisfragen bezüglich der Bearbeitung. Genau, wir gehen eher hier so nach dem Ampelsystem, ja. Beschreiben, also das Grüne steht für beschreiben Sie Best-Practice-Beispiele aus Ihrer Einrichtung, das gibt es bei uns schon. 2, ermitteln Sie Bedarfe für Ihre Einrichtung, das würde ich gerne umsetzen. Und 3, identifizieren Sie mögliche Hindernisse, die Ihnen eine Umsetzung erschweren oder unmöglich machen. Diese Barriere muss kleiner werden. Ja? Und wie gesagt, gestartet dazu dann zu den Ergebnissen 1, 2 und 3 hier am Flipchart. Da würden wir euch da was mitgeben. Dann sind Sie jetzt eingeladen. Bedienen Sie sich. Welche Gruppe möchten Sie? Sie sind ja jetzt durch die Zahl schon zu einer Gruppe zusammengewürfelt. Ihr könnt euch gerne hier nochmal Karten aus dem Kartenset rausholen. Ja? Da sind nämlich ganz tolle Inspirationen und Hilfestellungen drin. Ja?
Also nehmt euch gerne da Karten raus, die euren Themen entsprechen. Genau. Und ist Gruppe 3 automatisch zuständig für Aufgabe 3? Nein. Nein. Ihr sollt jetzt untereinander jetzt sprechen und gucken einfach. Aber jede Frage, von jeder Frage jetzt eins nehmen. Wie behandelt Diese 3 Fragen. Genau. Ja, eure Fantasie könnt ihr frei laufen lassen. 16:15 Uhr treffen wir uns wieder hier. Ja, ein Stück. 16:20 Uhr werden wir fertig, also 16:10 Uhr. Wenn ihr 5 Minuten länger braucht, ist kein Problem. Also wir haben Sprachen, genau. Unser Thema ist Familiensprachen wertschätzen und nutzen. Ich leg das mal auf. Genau, nehmt euch einfach, guckt, vielleicht holt ihr euch auch andere Inspiration. Habt ihr noch das? Ich gebe dir sofort. Hier geht es um Tischgebet. Das ist jetzt interessant zu wissen, zu welchen Ergebnissen Sie gekommen sind in Ihrer Gruppenarbeit. Und Sie haben sich ja auch Inspiration gewünscht und Sie haben unabhängig voneinander gearbeitet. Jetzt wäre es interessant für alle jeweils anderen Gruppen zu wissen, ja, was ist denn, was man umsetzen kann, was gut läuft, wo gibt es noch Bedarf und wo gibt es vielleicht Barrieren, die bei anderen genauso eine Rolle spielen. Und ich sag mal Freiwillige vor, wer hat in welcher Gruppe gearbeitet. Und das wäre ganz schön, wenn wir die Flipcharts hier vorne an der Pinnwand einfach hier über diese Schrift hängen und die dann dazu was sagen. Auch hier, es gibt kein richtig und kein falsch, ja? Also deshalb erarbeiten wir das und gucken uns das an. Ja, gucken wir mal zu zweit. Super, genau. Schön, danke. Oder wolltet ihr da eine rein? Ja, leider. Dann haben wir es im Kopf. Nein, das muss ja sein. Das kann als Argument sein, genau. Sie bringen mir das wieder. Genau. Bei uns war es besonders spannend, weil wir sind auch beide nicht in der Kita. Okay. Und wir sind auch nicht die einzige Zweiergruppe gewesen. Gut. Ja, genau. Wir haben uns einfach mal so inspirieren lassen, quasi. Die Erzählung, Beispiele. Ja, die wir haben man, uns die Kita vorgestellt, in der wir arbeiten. Genau. Und dabei haben wir uns vorgestellt, dass es bei uns schon das, was am naheliegendsten ist, vielleicht gibt, was halt so Familiensprache wertschätzen und nutzen war übrigens unser Thema. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, so zum Beispiel Kinderlieder, also auch zum Geburtstag vor allem, so Feste. Happy Birthday und sowas. Oder auch Bücher, Literatur. Ja, auf jeden Fall. Genau, was ich so aus der Praxis von Studierenden mitbekomme, ist, dass viel Übersetzungsarbeiten geleistet werden zwischen Bezugsperson, Fachkraft, Kind, Bezugsperson und so weiter. Das haben wir hier so abgekürzt. Genau, Literatur hat Raphael schon genannt. Dass auch Bücher vorgestellt werden. Dass man vielleicht sogar einen Büchertag einrichtet genau. oder schon eingerichtet hat. Kann ich kurz dazu was sagen? Bitte. Und zwar bieten wir das auch an, dass zum Beispiel Eltern kommen und bei uns in ihrer Sprache ganz tolle Kinderbücher vorlesen und das kommt auch richtig gut an, ja, cool. mit den Kindern. Und das kann ich auch euch wärmstens empfehlen, diese Bilderbuchtage dann sozusagen den Kindern auch anzubieten und lasst ruhig die Eltern auch machen. Die freuen sich auch. Also wir haben es auch einmal gemacht und die Eltern hatten wirklich, und die Kinder waren extrem stolz, so, oh, meine Mama liest was vor oder mein Papa liest was vor. Also die Kinder sind so ein Stückchen größer geworden als sie während der Zeit. Für die Eltern war es auch richtig schön und die haben wirklich alle mitgemacht. Genau. Und es müssen auch gar nicht die Eltern sein. Also Großeltern profitieren auch davon, ja, eine Arbeit nachzugehen, die sie sonst nie so machen. Und das kommt auch richtig gut rüber. Ja. Ich war mal Vorstandsvorsitzende von der ersten deutsch-chinesischen Kita in Prenzlberg. Es gibt mittlerweile mehrere in Deutschland. Und da hat, es war eine Mutter, abends Mandarinkurse angeboten. Einmal die Woche. Wird sehr gut angeboten. War auch bilingual ausgerichtete Kita. Super. Ja, also Ressourcenaktivierung. Ja. Genau. Überleitend haben wir das hier auch nochmal zu dem nächsten Punkt. Das würden wir gerne umsetzen. Ich finde, das könnte verstärkt noch stattfinden. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Praxis ist, ob das vielleicht auch schon stattfindet vermehrt, dass Sprachkurse angeboten werden von den Bezugspersonen. Also vermutlich tatsächlich nur die deutsche Sprache wird bei uns enorm gefördert. Schade. Ja, natürlich, aber das könnte ich mir als einen Anreiz nehmen, ja, für meine Einrichtung. Ich lerne auch dazu.
Es baut ja vielleicht auch auf den Büchertag auf so ein bisschen. Ja, Ne? Oder man ja. kann es auch verbinden, wir haben noch Kochen, gemeinsames Kochen, einfach von den Landesspezialitäten aus dem Land, Heimatland. Backen kommt ganz oft vor, dass wir im Restaurant Ja. Oder Sommerfeste, ja. Wo dann, genau, die verschiedenen Haushalte Speisen mitbringen. Ja. Oder auch andere Feste, also alles, was die Eltern irgendwie mit einbindet. Ne? Also sozusagen auch so gemeinsame Feste vorbereiten, was zu essen mitbringen, vielleicht auch Weihnachtszuckerfest. Man könnte auch zum Beispiel unterstützen mit Dolmetschern, also einfach um diese Barriere zu überbrücken, einfach wirklich, dass die Eltern, die sich vielleicht ein bisschen zurückhalten, weil sie die Sprache nicht sprechen oder so, dass sie dann einfach da besser eingebunden werden. Und Eingewöhnung haben wir noch. Ja, und Elternabende, das schmerzt mich manchmal, wenn ich von Studierenden höre, Elternabende werden nicht besucht. Viele Eltern, die die Sprache nicht so gut beherrschen, die Deutschen, das spielt eine Scham eine große Rolle, könnte ich mir gut vorstellen. Verstehen eben nicht viel. Und ich finde, im Team ist da ja auch eine Sprachvielfalt vorhanden, dass man doch sich die Mühe macht, gerade so an Elternabenden zu sensiblen Themen, dass man doch in die Übersetzung dann geht. Muss ja nicht simultan sein, ja, ist ja ohnehin immer eine kleine, gemütliche Runde. Und auch Thema Eingewöhnung. Das ist auch eine Eingewöhnung für Eltern. Also wir haben auch sehr an die Eltern gedacht, dass da, habt ihr in verschiedenen Sprachen die also das Informationsschreiben Also mit wir sogar haben Eingewöhnung? tatsächlich Informationsschreiben in Arabisch, in Türkisch und in Englisch, ja. Aber es sind keine gelenkten Formblätter, das sind Formblätter, die wir für uns als Team fertiggestellt haben. Aber wir sind halt viel im sprachlichen Austausch, ja. Also viel im Dialog, sodass wir die Eltern auch wirklich Da 1 zu abholen. 1 da auch abholen, ne? Und explizit auch auf ihre Fragen eingehen. Ja. Ja? Und jedes Kind ist ja auch irgendwie individuell. Ja? Es gibt klar ein Eingewöhnungsmodell, aber es ist doch abhängig davon, wie das Kind selber ist. Ja? Und ganz viel im Austausch werden diese Themen dann auch, wird das dann halt auch mal besprochen. Aber werden die auf ihrer Landessprache eingeladen? Auf der Einladung sind da mehrere Sprachen oder ist es dann nur Deutsch? Ja, also auch mehrsprachig. Nee. Also wir achten darauf, dass das auch ist so. Einladungen oder Mails, ich schreibe ja ganz oft über unsere Kita-Mail, Kigaro, Mails und da schreibe ich auch wirklich, dann gucke ich auch immer, ne, Englisch, Ja, das ist super, Arabisch, dass sie sich dass auch ich angesprochen wirklich alle fühlen, Eltern abgeholt abholen fühlen. kann. Ja, perfekt. Gibt es sowas eigentlich noch wie den Newsletter oder ist das out? Also ihr müsst Könnte euch man das ja auch vorstellen, übersetzen. das ist so ähnlich wie ein Newsletter. Also Okay. wir haben Einrichtungen, die das auch wirklich akkurat durchführen mit dem Newsletter. Aber das ist jetzt für mich so, zum Beispiel wenn irgendwelche Feste anstehen, ne? Oder so religiöse Was Aktuelles. Feste, genau, was Ja. Aktuelles. Ja, dass ich da immer die Eltern anschreibe. Und das klappt ganz gut, weil wenn ich eine E-Mail einmal rausschicke, kriegen das dann alle Eltern bei mir. Genau, und das ist ganz gut. Ja. Und es wird automatisch übersetzt oder? Genau, Nein. das ist dann nur Leider noch nicht. Vielleicht bald. in einer Sprache dann oder in welcher Sprache dann? Deutsch. Ausschließlich Deutsch. Deutsch. Aber wie gesagt, ja, ich sehe euch. Deutsch, aber wie gesagt, ich mache mir dann die Mühe und lasse es dann übersetzen. Entweder von der Kollegin oder Wobei mittlerweile mit der KI. ChatGPT ist super. Wir haben das. Okay, ja. Wir haben nämlich, also wir sind ja Einträger, wir haben eine bilinguale Kita und wir haben eine Family-App. Und da sind Beiträge, mache Fotos und ich sage dann zum Beispiel, hey, liebe Eltern, kommt zum Elternabend und die kriegen ihre Sprache einfach übersetzt. Echt? Ja, durch die KI, ne, ist es mittlerweile einfacher. Jede Eltern haben Zugang, als Leitung kann man zu allen Eltern Zugang, die Gruppe zu ihrer Gruppe. Man kann, also das ist ja Das kann man alles übersetzen in Family? Das kann man alles übersetzen in Family? Die Eltern können, wenn die schreiben die Beiträge und die Eltern klicken einfach an, bekommen sie ihre Sprache. Das läuft über die Family-App. Perfekt, weil die haben wir nämlich, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ja, so ist das. Die ist so großartig. Family, also genau, Family. Super. Ja, cool. Okay, das ist jetzt für mich auch komplett neu. Aber danke für den Das ist super, weil dann hat man nicht mehr die Angst, als JetGPT oder Übersetzer Ja, und übersetzt gleich falsch oder so. Man hat auch Mails bekommen, die andere Sprache übersetzt. Das ist immer ein bisschen anders manchmal. Dankeschön. Ja, von meinen Kindern und es ist einfach echt, es ist diese App. Kommunikation und dann Sprache wertschätzen. Die Eltern, ich sage denen es immer beim Rundgang, ich sage, wir haben die Family-App. Und wenn sie dann, wir haben alle Informationen dort und klicken das in ihrer Sprache. Okay. Und das Schlusswort ist, Sprache ist eine Querschnittsaufgabe und das kann man immer alltagsintegriert gestalten. Ja. Das war's. Okay, vielleicht schaffen wir noch eine Gruppe. Also, Jeder hat 3 Minuten. Jetzt eigentlich schnell. Genau. Nehmen Sie es einfach rüber und
Willst du? Nee. Warum nicht? Wir machen wir zusammen. Wir sind ja sozusagen genau. fremde Trainer. Wechseln Sie sich ab, wie Sie möchten. Also wir haben so ein bisschen gesprochen. Ich krieg das nicht. Einfach, was gibt es schon? Bei uns gibt es diesen Vorlesetag schon. Da hängen wir dann, also machen wir eine große Werbung, hey, Vorlesetag. Alle Eltern sind dazu eingeladen, sich bei uns anzumelden, in deren Muttersprache vorzulesen. Dann unterteilen wir das noch in Bereiche für U3 und Ü3. Und die kommen dann und dürfen in ihrer Muttersprache vorlesen. Und es wird aber auch auf Deutsch dann auch vorgelesen, aber genau, da laden wir sozusagen die Eltern dazu ein. Dann haben wir unsere tollen Erzähltüten. Die hatten wir letztes Jahr eingeführt vor den Sommerferien. Hat jedes Kind aus der Kita eine Tüte bekommen. So eine schöne Tüte, wo dann drauf stand, was die Aufgabe ist, über die Ferien Erinnerungen dort reinzupacken. Sei es materiell, sei es vielleicht auch einfach nur der Sand vom Spielplatz, fällt ja nicht für jeder in Urlaub. Und dann, dass wir uns dann in den ersten 2, 3, 4 Wochen packt jedes Kind aus, was es mitgebracht hat, aus seinem Land oder wo es war. Und dann kommt man ja auch ins Gespräch. Sehr originelle Idee. Ja, wirklich. schön. Genau, Schön. Also die Ich werde das auch abgucken. Auch gerne Tipps und gute Erfahrungen mit, weil so kann ich das bisher auch nicht. Hat sie auch weiter, die Kinder machen es trotzdem jetzt auch noch, wenn sie wegfahren. Jetzt geht es wieder los, dass die Kinder ihre Die kriegen jetzt was mit, weil die länger und die Freundin hat etwas mitzubringen. Toll, wirklich toll. Also die Erzähltypen waren wirklich super. Ja. Es gibt natürlich immer die Eltern, die es leider dann, wo es dann manchmal schwierig ist, aber wir wollen ja die positiven. Genau. Ja, aber ganz kurz dazu, wir haben das in der Schule auch, die nennen sich dann Plaudertüten. Und da stellt sich eben so aus der adultistischen Sensibilisierung die Frage manchmal, diskriminiert man nicht vielleicht auch die Schüler, die eben leider nicht in den Urlaub fahren? Ja, das ist genau. so ein bisschen zwiegespalten. Ja, deshalb haben wir auch Genau. Ausflüge oder Sand, Ja. sowas. Ja. Wir haben extra, da stand jetzt nicht Was aus hast dem du erlebt Urlaub. in Urlaub? Also Oder deine Freizeit, wir haben ja 2 Wochen auf jeden Fall geschlossen, da sind alle auf jeden Fall irgendwo. Und wir haben darauf geachtet, dass sprachlich nicht, wo was vom Urlaub steht. Weil Urlaub ist nicht ja für die Ich glaube, das hast du auch am Anfang gesagt, Genau. nicht jedes Kind kann Genau, Spielplatz kann halt auch der Sand Genau. sein. Ja, Sprache und Sprache, genau, mit integrieren. Wir haben es mal so gemacht, weil wir so viele verschiedene Sprachen hatten, dass wir diese Sprüche mal weggelassen haben, was wir zu den Mahlzeiten sagen, sondern das guten Appetit einfach in verschiedene Sprachen gemacht haben. Oder ihr das Hallo genommen hattet. Genau. Also, dass man so nicht große Sätze jetzt, aber sie sind trotzdem für Kinder ganz toll gewesen, dass sie diese Sprache von der Person auch können. Und das Kind war halt auch glücklich, dass die anderen genau das sagen, was sie von zu Hause auch kennen. Genau, bei Feste, dass die Eltern auch Essen mitbringen können, was sie zu Hause zubereiten oder sich dann auch vielleicht auch beruflich das irgendwie kulturell oder religiös verbinden. Wir hatten Berufe letztes Jahr und es kann ja auch sein, dass dann dafür, es war jetzt nicht so, aber vielleicht ist ja dann mal der Imam, der sagt, oh, ich will auch mal dabei sein oder so, ne? Da sind wir ganz offen. Okay. So, was würden wir gerne umsetzen? Wir wollen ein Kulturfest nächstes Jahr machen, vielleicht nennen wir das noch anders, wir sind uns noch nicht ganz einig, aber wo jedes Kind einfach sagt, hey, meine Kultur wird hier, wir wissen noch nicht, wie wir es auffahren, aber wir wollen so in die Richtung. Dann Elternarbeit, einfach die Eltern wieder mehr mit einbeziehen, ne, teilnehmen lassen. Elterncafés hattet ihr auch gehabt, die wollen wir auch auflegen lassen. Genau. Wo die selber halt, dass wir alles zur Verfügung stellen, dass die Eltern, die gerne möchten, sich einfach da zusammentreffen. Mit uns oder auch ohne uns, weil manchmal fühlen sie sich auch wohl, wenn sie halt nur Eltern untereinander sind. Es schläft zwar immer wieder ein, aber wir versuchen es immer wieder zu wecken. Und eigentlich die dann teilgenommen haben, die haben auch jedes Mal dann erzählt, wie toll es ist und haben sich für den Kaffee bedankt. Und die selber haben dann immer Kekse oder irgendwas mitgebracht. Ja. Wir hatten noch den Bildungsauftrag. Damit ist gemeint, das, was wir heute gelernt haben, wirklich reinzubringen, zu sagen, wenn das Kind unsere Kita verlässt, ist unser Ziel, dass das Kind von Kultur und Religion gehört hat und hoffentlich was mitnimmt. So, ja, und die Barrieren, Ängste der Eltern, das, was wir vorhin schon hatten, ne, dass nicht, nur weil wir über den Islam reden, heißt es nicht, dass das Kind konvertiert oder überhaupt religiös dann ist, sondern einfach, dass wir lernen, miteinander zu leben und dass was Schönes sein kann. Und vielleicht gefällt es ja einem Kind wirklich und wird dann das später vielleicht wirklich mit in sich einnehmen, aber da die Angst nehmen der Eltern. Und damit sie auch teilnehmen und nicht einfach das Kind zu Hause lassen oder später bringen, damit sie bloß das
nicht in Berührung kommen damit. Und das ist dann wieder mit dem hier, dass man es erkennt, das ist unser Bildungsauftrag, haben Sie da keine Angst. Einfach das miterleben und ja, so entstehen ja auch dann Freundschaften, die jetzt vielleicht nicht entstehen würden, weil man immer auf diese Wände hochfährt. Ne? Ja, und Haltung der Fachkräfte, das ist noch immer die auch eine Barriere darstellt. Aber da muss man jetzt alle ins Team bringen. Und es gibt ja einen Workshop extra für Teamfachkräfte. Da sind wir gespannt, was die aus ihrem Workshop berichten. In den Karten hatten wir das jetzt gesehen, ne? Ja. In den Karten mit dem Team. Ja. Da sind auch Inspirationen, genau. Okay. Vielen Dank auch an Sie. Haben wir noch Zeit? Obwohl 3 Minuten? Nee, wir sind ja schon eigentlich... 3 Minuten? Wer möchte? Will ich kurz noch was ergänzen, auch wieder für euch Input. Ja, wir haben zum Beispiel im Inventarbereich Funktionsräume. Ja? Und in dem Funktionsraum, der Rollenspielraum, sind da tatsächlich solche Materialien zu finden. Zum Beispiel Geschirr aus Marokko, Geschirr oder hier die Teekanne aus der Türkei. Ja? So, viele essen ja noch auf diesen kleinen Tischen, so, ne? Die haben wir auch. Oder Kleidung, einfach landestypische Kleidung. Lasst sie euch spenden, ja? Also es kommt auch richtig gut an. Ja. Und da die hatte Kinder, ich aber ein Problem mit, inwieweit ist Kleidung und Verkleidung kulturelle Aneignung. Also wo ist da die Grenze? Okay. Wo ist man da unterwegs? Ne? Also gerade weil man dann wieder im Bereich Stereotype und Klischees unterwegs ist, fand ich jetzt Kleidung so ein bisschen schwieriger als... Dann als solches auch thematisieren. Also das ist jetzt folkloristisch zum Verkleiden und das andere ist eher kulturspezifisch. Also das kann man dann mit den Kindern erklären, je nach Altersgruppe. Und diese Barriere muss kleiner werden. Es gab eine Karte, die hieß Kultur- und Religionssensibles Handbuch als Handlungskompass. Da haben wir ganz kurz Standard. Das sollte in jeder Kita eigentlich Standard sein. Genau, und worüber wir uns auch unterhalten haben, ist die Finanzierung. Vielen, vielen Dank an Sie. Oder vielleicht auch nur die 2 Punkte, oder? Ja, also was mir jetzt zu dem einen noch aufgefallen ist, also ich fand es ganz schön, wie ihr das formuliert habt, den Tisch der Heiligtümer. Ja. Ich finde auch, weil bei uns kam raus, dass man ja vielleicht nicht jedes Fest immer richtig feiern muss, aber auf irgendeine Weise würdigen kann. Ja. Und da bietet sich das eben an, dass man wie so einen Thementisch hat oder eine Themenvitrine und das dann auch mal tauscht, ne, dass dann in einem Jahr vielleicht Weihnachten nicht gefeiert wird, aber dafür das Holyfest oder so. Ja. Und ja, Barriere muss kleiner werden, also an Finanzierung haben wir dabei noch gar nicht gedacht, aber natürlich stimmen wir da auch zu, denke ich. Und einen Punkt, den habe ich jetzt schon wieder vergessen, den fand ich auch wichtig von den anderen, aber ja, also so klassische Sachen wie Sprachbarriere noch mehr abbauen, Eltern mehr einbeziehen und mehr vom Kind aus planen. Also gar nicht die Erwachsenen planen im kulturellen Sinne für die Kinder, sondern einfach die Kinder als Experten reinholen und dass wir die Lernenden sind und sie halt gestalten lassen und uns an ihnen orientieren und den Tag gestalten. Und dann haben Sie die Lebenswelt automatisch drin. Genau. Von den Kindern. Und die darum Sprache geht's. und alles. Ne? Ja. Also so, das, was die Kinder beschäftigt. Und Haltung das war auf dem anderen Plakat eben Haltung der Fachkräfte, da halt eben auch an die Barrieren gehen und gucken, wo sind Ängste, wo sind aber auch Verbindungen und also vielleicht da auch nicht so vorurteilsbelastet rangehen, irgendwie, wir haben so viele, die sich dafür nicht interessieren oder so, sondern zu gucken, was ist der Grund, warum sie vielleicht Ängste haben oder Vorurteile und auch da wohlwollend ranzugehen und sagen, wie kann man es am besten aufbrechen, ja, nicht indem man sagt, dass man es doof findet, sondern dass man versucht zu gucken, irgendwie, ja, wo sind Verbindungen. Ja. Und auf diese Verbindungen sind sie vor allen Dingen angewiesen, weil alles können sie nicht leisten. Also hier kam auch ganz oft, dass Eltern mit ins Boot geholt werden müssen, dass Eltern als Quelle genutzt werden müssen. Ja. Und die sind nun mal mehr Experte, weil sie ihre Kultur und ihre Religion ja leben und nutzen sie diese Ressource. Also das will ich Ihnen auch unbedingt weitergeben, dass sie da das nutzen und nicht alles selbst natürlich machen, das können sie gar nicht leisten. Ja. Und es wäre auch fast ein bisschen übergriffig und überheblich, als Deutsche jetzt in meinem Fall irgendwie etwas auszurichten, anstatt die Personen, die Experten sind, irgendwie reinzuholen. Zum Beispiel. Und was wir auch noch hatten, war, dass diese Festlichkeiten, also wie eine Kollegin, die jetzt gegangen ist, zum
meinte, es kostet so viel Zeit, die ganzen Feste zu feiern und so weiter. Sie hat das Gefühl, sie kommen aus dem Festefeiern gar nicht mehr raus. Und da vielleicht, es gibt immer was zu feiern. Aber auch, wenn man halt das Gefühl hat im Team, dass es zu viel wird, einfach mal vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir würden es gerne würdigen, vielleicht reicht ja auch eine Kleinigkeit. Also vielleicht muss man da kein großes Fest, ja. Genau, aber auch abgeben, ne? Das, was sie gerade gesagt hat, auch den Eltern mal die Aufgabe geben, hey, organisiert ihr doch mal ein Fest. Und wenn es dann Eltern sind, die zum Beispiel jetzt Zuckerfest feiern, was mir jetzt gerade so einfällt, dann sollen sie auch das Zuckerfest in der Kita feiern und organisieren. Ja. Dann hat man eine Sorge weniger. Genau. Auch ein Applaus an Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie dürfen jetzt entscheiden, ob Ihre Erwartungen erfüllt worden sind. Sie haben ja einige Erwartungen aufgeschrieben, als wir hier begonnen haben. Genau. Und jetzt nach der Vorstellung, was nehme ich mit? Was kann ich sofort umsetzen? Gibt es etwas, was Sie sofort umsetzen können? Feedbackbogen, die Sie ausgefüllt haben. Der ist ganz wichtig. Und ja, wer ein Feedback auch an uns geben möchte, nicht nur über den Feedbackbogen oder auch sagen möchte, hier, das war die größte Inspiration oder insoweit wurden meine Erwartungen erfüllt. Entweder machen Sie es auf den Feedbackbogen ausschließlich oder geben auch noch hier mündliches, wenn Sie es teilen möchten, Feedback an uns. Wir freuen uns über jede Art und kommen auch langsam so zum Schluss. Genau. Leider. Und ja, füllen Sie in Ruhe aus und geben Sie gerne ein Feedback, wenn Sie möchten. Ich fand es mit euch beiden total angenehm. Weil ihr die Dankeschön. ganze Zeit ein Lächeln habt und dann macht es auch Spaß und es zieht mit. Und die Aufgaben waren auch nicht jetzt so, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss ich richtig reingehen und tief denken, sondern trotzdem nachdenken, aber es war angenehm auf dieser Ebene, einfach sich auszutauschen, zu denken. Und dann, ich habe nur für mich jetzt wieder reflektiert, weil manchmal bin ich so sehr kritisch, was will ich schon alles machen. Und das ist schwer, siehst du, und Antje läuft. Nochmal einen Applaus an euch. Yvonne meldet sich auch, ja? Ja, ich wollte euch auch dafür danken. Ich fand es didaktisch auch total cool. Also ich ist überhaupt keine Langeweile aufgekommen. Es war Input, wir konnten in Gruppen arbeiten, wir haben uns kennengelernt, wir hatten von Anfang an, also ich zumindest hatte von Anfang an ein tolles Gefühl hier in der Gruppe. Also dafür will ich einfach mal, egal was ich jetzt fachlich auch mitgenommen habe, Dankeschön sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch so viel Gedanken macht und es didaktisch so aufarbeitet, dass so viel Abwechslung auch entsteht. Also Das vielen freut Dank. uns. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Doktor, Sie fühlen sich wohl. Das war unser größtes Anliegen. Füllen Sie Ihren Bogen aus und wir müssen gleich auch hier treffen mit den anderen Workshop-Teilnehmern. Die kommen dann um 16:30 Uhr. So, vielen Dank. Jetzt sind wir immer noch zahlreich zusammen, das finde ich sehr schön. Ich hoffe, die Workshops haben Spaß gemacht. Ich habe mir ein paar reingeschaut ab und zu und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die kurze Zeit, wo ich mitschauen durfte. Jetzt würde ich gerne so eine Art Auswertung machen. Ich werde einfach die Workshops nennen und dann würde ich bitten, dass die Leitenden hierher kommen, das mal vorstellen und dann bitte bringt 1 oder 2 Teilnehmer mit, damit wir ein Feedback haben von beiden Seiten. Nicht nur die Leitung, klar. Okay, gut. Wir fangen an mit dem ersten Workshop, den ich mir jetzt da hier hingeschrieben habe. Kultur- und religionssensible Pädagogik im Kita-Alltag. Elif Afci als Leitung und Remzi Can. Gut, dann würde ich euch bitten, das mal vorzustellen. Bringt bitte einen Teilnehmer mit. Mindestens ein Teilnehmer wäre toll. Oder Teilnehmerin. Auch von mindestens 1, sagte ich. Also kann auch 2 oder 5 oder 6 sein. Ist mir egal. So, dann habt ihr das Wort. Könnt ihr ein bisschen einfach eine Zusammenfassung geben, was ihr gemacht habt und einfach ein Feedback. Wollt ihr das ein bisschen vorschieben? Ist es besser? Ja? Oder? Ich weiß nicht. Also ich denke mal, für dahin ist es ein bisschen schwierig. Dann müsst ihr den einen Stuhl da einfach, genau. Wunderbar. So, dann habt ihr das Wort. Ach so, ich gebe euch mal ein Mikrofon. Ja. Habt ihr schon eins? Und ich gebe euch noch ein zweites. Dankeschön. Möchtest du? Danke dir. Ja,
Ich freue mich, dass wir auch Einblicke hier im Plenum von unserem Workshop geben können. Wir hatten den ersten Workshop Kultur- und religionssensible Pädagogik im Kita-Alltag und da wurde sehr intensiv gearbeitet. Wir haben uns nochmal mit den Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Es gab einen Input und dann ging es, wie gesagt, in die Workshop-Arbeit, in die Gruppenarbeit. Wir hatten 4 Gruppen, gemeinsam die Welt entdecken, Raum- und Materialgestaltung, was eine Rolle spielt im Kita-Alltag. In der Arbeit mit Kindern, wir verstehen uns, da ging es um Familiensprachen und was feiert ihr denn da, Rituale, Feste, Feiertage. Und wir wollen hier beispielhaft eine Gruppe, die Ergebnisse von einer Gruppe vorstellen. Und hier an meiner Seite sind Sandra und Jeanette. Ja, ich übergebe euch mal das Wort. Ja, genau. Also ich würde gerne ohne so. Okay. Ich glaube, ich bin auch so zu hören. Oder genau. Es gab die Einteilung, das 7. schon bei uns, da tun die gern umsetzen und diese Barrieren muss kleiner werden. Und soll ich mit Mikrofon? Ist das? Ja? Ja, gut. Das ist sonst Genau, wir haben, wie gesagt, 3 Kategorien. Dann hatten wir uns besprochen, was gibt es denn schon? Wir haben in unserer Kita zum Beispiel den Vorlesetag. Da ist es dann so, dass die Eltern bei uns vorlesen dürfen in ihrer Muttersprache. Und es wird noch immer unterteilt in den O3-Bereich und Ü3-Bereich. Und genau, dazu sind dann die Kinder eingeladen und die Eltern kommen dann zu uns, haben verschiedene Räume, wo sie dann vorlesen können. Dann Sprache integrieren, damit ist gemeint, zum Beispiel beim Mittagessen statt einfach nur guten Appetit, gibt es dann auch entweder Bismillah oder Bon Appetit, dass wir dann versuchen, da auch schon die Sprachen der Kinder mit aufzunehmen. Oder beim Hallo, dass man dann auf verschiedenen Sprachen sich begrüßt und auch verabschiedet, dass man so kleine Barrieren schon mal bricht. Dann haben wir die ganz tollen Erzähltüten, die sind auch gut angekommen bei anderen Kollegen, vielleicht wollt ihr das auch mitnehmen. Und zwar ist das so, dass wir dann vor dem Sommer jedem Kind eine Erzähltüte mitgeben. Das ist so eine kleine braune Tüte, wo dann draufsteht, dass die Kinder etwas mitbringen dürfen, wo sie waren. Also unsere Kita war geschlossen 2 Wochen und das heißt ja nicht, dass jedes Kind im Urlaub war. Darum soll es einfach was mitbringen, eine Erinnerung vom Urlaub oder wo es war, nicht im Urlaub. Ne, weil wir wissen ja nicht, ob jedes Kind in den Urlaub kann. Und danach, nach den Sommerferien sozusagen, haben wir dann alle Tüten im Morgenkreis und jedes Kind darf halt vorstellen, wo es war, was es mitgebracht hat oder was es mit der freien Zeit verbindet. Und da kommt man ja dann auch dazu vielleicht, dass ein Kind in seinem Heimatland war oder vielleicht etwas mitbringt aus dem Heimatland oder einfach nur mit sich sein vom Spielplatz oder so. Also einfach ins Gespräch kommen und hier aber auch kann ja auch die Religion und Kultur halt reinfließen. Das würden wir gerne noch umsetzen. Ein Kulturfest planen wir zum Beispiel nächstes Jahr, wo dann die Eltern Essen mitbringen können, wo die Fahne des Kindes steht, wo es vielleicht herkommt oder auf verschiedenen Sprachen Banner hängen. Also wir sind noch richtig dran, was wollen wir da genau machen, aber das haben wir vor. Elternarbeit. Das bedeutet, mit den Eltern in Kontakt zu treten, sie mit einzubeziehen in die Feste oder zum Beispiel einen Elterncafé mit ihnen zu starten, wo wir mit bei sind oder eben nicht. Wo wir sagen, okay, die Eltern wollen vielleicht untereinander sich Geschichten erzählen oder sich unterhalten. Genau, oder auch mit uns. Das kann man auch noch mal schauen, wie es so anläuft. Kreativnachmittage machen wir, eigentlich hatten wir schon gemacht, muss wieder mehr kommen, wo wir dann auch Laternen basteln oder fürs Zuckerfest was vorbereiten. Genau, wir haben nochmal den Bildungsauftrag, dass der ist ein bisschen hier, ich gehe erstmal hier rein und dann komme ich dazu. Welche Barrieren müssen wir noch überwinden sozusagen? Einmal die Ängste der Eltern. Ne? Die Ängste zum Beispiel, wenn wir Feste feiern, sei es christliche, hinduistische Feste oder so, dass sie nicht gleich Angst haben, dass die Kinder konvertieren oder sich so viel dafür interessieren, dass sie Angst bekommen, sondern dass wir es als Bildungsauftrag deklarieren. Dass wir sagen, wir wollen, dass die Kinder, die bei uns in der Kita sind, mit einem gewissen Grundwissen zur Religion und Kultur aus der Kita gehen, um einfach Verbindung zu schaffen und nicht Mauern vor sich aufzubauen und zu sagen, du bist fremd und das will ich alles nicht. Genau, und die Haltung der Fachkräfte. Daran müssen wir auch noch arbeiten, dass die auch ihre Ängste abbauen, weil was anderes ist es nicht. Ich denke nicht, dass jemand sagt, oh, ich will das alles nicht, sondern einfach die Angst, sich damit zu befassen, den anderen kennenzulernen und das umzusetzen. Aber es ist unser Bildungsauftrag. Genau, und deswegen sind wir heute hier.
um Impulse und Ideen zu nehmen und nochmal ein Garant an euch beide war, das war uns nicht großartig. Ja, das hat. Das war's. Vielen, vielen Dank. Also es war wirklich sehr interessant, war wirklich ganz toll. Gibt es noch vielleicht irgendwelche Fragen oder irgendwas? Möchte jemand was dazu sagen? Wunderbar, dann danke ich euch mal für die Vorstellung und ich werde mich mal der nächsten Gruppe widmen. Die nächste Gruppe wäre, was Familien mitbringen zählt, religiöse und kulturelle Lebenswelten als pädagogische Ressourcen. Susanne Wittenberg-Tschirsch und Julia Gefke. Wunderbar. Und dann habt ihr vielleicht noch eine Teilnehmerin, die noch mitmachen kann. Wunderbar. So. Sehr schön. Ja, wir hatten das Thema halt, dass die Eltern als Experten Ressource in den Kitas sein sollen. Beeindruckend für die Teilnehmenden war die Übung mit der kulturellen Brille. Wer diese Übung kennt, Insel Albatros ist so ein Stichwort, der weiß, dass alle da reinrauschen und es deutlich macht, wie wir, obwohl wir uns gern in andere hineinversetzen wollen und immer denken, wir verstehen die Eltern schon, doch in diese Falle tappen, dass das nicht funktioniert, weil wir durch unsere eigene Sozialisation so geprägt sind, dass es nicht funktioniert. Und die haben sich wirklich angestrengt im Team, zu denken, was machen die da? Wir haben was vorgespielt, jeder hat was gesehen, jeder hat was Unterschiedliches gesehen, jeder hat was anderes gesehen. Und am Ende war die Auflösung so einfach und so gut, aber ja, das ist eben die Vielfalt der Kulturen. Und das war so eine so eine Veränderung in der Haltung, so ein kleiner Blitzgedanke im Grunde, der sich dann durchtrug. Ansonsten haben wir nur ein Plakat von 10 mitgebracht, die in den Gruppen bearbeitet wurden zu den verschiedensten Themen, wo sich Eltern in der Kita nicht nur einbringen können, sondern ein Teil davon sind und diese Kita gestalten. Demokratie heißt ja nicht nur mitbestimmen, sondern auch mitgestalten und beides muss eine Rolle spielen. Und um Kita überhaupt einladend zu machen für Menschen, die unsere Kultur oder die Kulturen, die Kita vorweist, gar nicht kennen, da gibt es so eine Willkommenskultur. In Event. Ja, das ist so schwer, ist das einfach reden. Okay, genau. Ich habe dann so ein bisschen auch erzählt, was machen wir schon bei uns in der Kita. Da haben wir erzählt, dass wir Willkommen und Abschied in den Sprachen, der Herkunftssprachen der Familien bei uns aushängen, dass wir den interkulturellen Kalender, wo es 10 verschiedene Religionen gibt und dazu gibt es dann immer Aushänge, was wird gefeiert und warum wird es gefeiert, was auch den Kollegen hilft, den Eltern, genau, wenn das die Kinder mit nach Hause bringen. Wir versuchen auch die Feste aufzugreifen, die die Familie mitbringen. Wir haben Holi gefeiert, wir haben Novus gefeiert, Ramadan, Weihnachten, also dass wir da einfach gucken, was bringt die Familie mit, was haben wir. Dann haben wir auch Eltern, die bei uns nähen, wenn Kuscheltiere kaputt gehen. Das war so, das ist aus einer Eingewöhnung entstanden, weil die Mutter sich vom Kind nicht trennen konnte. Das Kind ging es aber super bei uns. Dann habe ich sie mit ins Büro genommen, dann hat sie unsere Kuscheltiere alle genäht oder unsere Lätzchen umgenäht. Dann haben wir Eltern, einen Vater, der baut total gerne und wollte bei uns der Kita was geben und hat jetzt 2 Matschküchen bei uns gebaut. Genau, und wir machen so vieles mehr. Und es ist einfach ganz einfach, Eltern reinzuholen, was auch nicht viel Ressourcen und viel Geld benötigt, sondern einfach, sie willkommen zu heißen in den Kitas. Ich denke, wenn ich erwähne, dass unsere Haltung das A und O ist in unserer Arbeit im interkulturellen und religiösen Kontext, erwähne ich nichts Neues. Deswegen ist der entscheidende Satz für mich oder vielleicht auch für den einen oder anderen, dass Eltern die Experten sind und einfach auch ihre Ressourcen mit einbringen können. Und das kann in verschiedenen Weisen passieren. Und einige haben wir ja schon gehört von Julia und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Ja, und ich danke Julia und Susanne für den Workshop. Herzlichen Dank euch allen. Es war wirklich sehr interessant. Große Klasse. Dankeschön.
Als drittes würde ich gerne aufrufen, Vielfalt im Team, interkulturelle und interreligiöse Zusammenarbeit in der Kita, Katja Demir, Belgien Kaya. Und dann hoffentlich auch mit Teilnehmer. Ich würde gerne auch die Nadja bitten, einmal die Kira, einmal die Mai, einmal die Aische bitte nach vorne zu kommen. Wir waren tatsächlich, genau, wir waren sehr viele. Ja, am Anfang waren wir viele, nach der Pause nicht mehr, da hatten einige Termine wohl. Genau, also das muss ich auch sagen, am Anfang, als wir den Prozess beobachtet haben mit dem Workshop, unser Workshop war das letzte, was noch offen war. Und wir hatten nur 7, 8 Personen angemeldet. Haben wir gesagt, okay, dann planen wir mit der lieben Katja für 7, 8 Personen. Und heute standen wir im Raum mit 26 Teilnehmern. Das würde ich wirklich nochmal einen Riesenapplaus für die Teilnehmer betreten. Ich würde eigentlich das Wort an das Team gleich geben wollen, weil wir hatten das Thema Vielfalt im Team und wir haben insgesamt 5 Methoden gehabt dazu, plus ein Materialbuffet, wo wir Materialien aus der Praxis aufgestellt haben. Und da würde ich direkt das Wort an die Teilnehmer geben, dass sie berichten, was wir genau in den 5 Methoden durchgeführt haben. Ich wäre dann durch die nächste. Ja, erstmal vielen Dank für diese Methodenvielfalt, dass wir, wenn wir mit Teams arbeiten, genau diese Methoden dann auch anwenden können direkt. Ne? Das war sehr praxisbezogen und wir durften verschiedene Methoden kennenlernen. Wir wollten jetzt aber eine vorstellen, das war eben, sind die Gruppenphasen nach Tuckman und möchtest du ein paar Sätze zu der ersten Phase? Genau, ich war in der Gruppe mit der, steht es genau davor, mit der ersten Phase, das ist die Forming-Phase. Es geht darum, dass das Team sich nicht kennt und neue Menschen aufeinander prallen. Und was da so wichtig ist, ist erstmal, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, um sich kennenzulernen. Und es geht wirklich hier ganz, ganz doll um Zeit. Es geht darum, Bindung aufzubauen, einander zuzuhören. Und von einer Leitung braucht es in der Zeit ganz, ganz viel Präsenz und die muss Sicherheit geben. Und das, was uns halt da auch so wichtig war, das ist ein Prozess und die Leistung ist zweitrangig. Es geht erstmal darum, ein Wir-Gefühl zu schaffen, um dann später ins Tun zu kommen. Um Ängste, die vielleicht da sind, auszumerzen oder dem erstmal eine gute Basis zu geben. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie könnte man zum Beispiel auch eben die Kultur, die Religion mit reinbringen. Und da war so ein Gedanke, dass man zum Beispiel sagt, hey, bringt doch zum ersten Tag jeder was mit zu essen. Und ich finde, das beste Beispiel für Kultur ist Essen und so kommt man auch ins Sprechen, wenn man dann sagt, warum hast du das mitgebracht? Was ist deine Assoziation dazu? Welche Erinnerungen hast du? Und ich finde, da ist ganz, ganz viel Raum, dann ins Gespräch zu kommen. Ja, ich mache direkt mit der zweiten Phase weiter. Also wenn diese Verliebtheitsphase der Orientierung ja dann vorbei ist, dann fängt es an, so ein bisschen zu ruckeln und zu rangeln. Es bilden sich Klicken, es gibt Konflikte, die Stimmung kippt und jeder sucht so seinen Platz in der Gruppe und im Team eben. Und die Herausforderungen sind dann eben, dass Absprachen nicht mehr funktionieren, die Zusammenarbeit wird schwieriger und die Energie wird dann eben auf diesen Konflikt gelegt, statt auf die Arbeit. Und das gibt natürlich ganz schön Reibungsverlust. Und da hat die Leitung die Aufgabe, wirklich ganz viel Präsenz zu zeigen, ganz viel Orientierung zu geben, unterstützend zu sein, schlichtend zu sein, Halt und Sicherheit zu geben. Und das kann eben als Chance gesehen werden, weil eben dort echtes Kennenlernen stattfindet. Und das Team verfestigt sich dadurch. Und ja, man kann sich aber auch Unterstützung holen. Ne? Die Gruppendynamik muss natürlich da nochmal gut angegangen werden über Teamgruppen, Spiele, über Spaß. Ne? Da kann man immer viel machen. Und aber sonst auch Coaching oder Training sich dazu holen. Und natürlich diese Offenheit. Genau. Ja, unsere Gruppe hat sich mit der Norming-Phase beschäftigt. Das ist die Orientierungsphase. Und in dieser Phase werden die Arbeitsabläufe sehr eindeutig und klar. Und also der Prozess und die Regeln sind allen bekannt
Und alle wissen über ihre Rolle Bescheid und man arbeitet sehr prozessorientiert und auch lösungsorientiert und versucht einfach, die bestmöglichen Ziele zu erreichen. Die Kommunikation im Team ist ja sehr offen und, wie ich schon gesagt hatte, sehr lösungsorientiert. Und die Teamleitung spielt hier eine sehr wichtige Schlüsselrolle. Und zwar ist sie in einer beratenden Funktion und steht auch dem Team für offene Fragen einfach jederzeit zur Verfügung. Aber auch wichtig ist es, dass die Teamleitung diesen Prozess gut begleitet und auch alle quasi in ihren Rollen stärkt und ja, sie wieder ein bisschen einfängt, wenn man ein bisschen von seiner Rolle abweicht. Ja. Genau, in der letzten Phase geht es um den Performing, wie man schon den Namen hört. Es ist die Performance, also das bedeutet, dass es die leistungsstärkste Phase ist. Die Teams sind auf Hochphase, heißt, da ist die Leistung am höchsten. Da ist sozusagen auch die Aufgabe der Leitung, das Team zu begleiten. Und nur bei Bedarf einzugreifen und nur bei Bedürfnissen einzugreifen. Genau, hier sieht man auch die höchste Leistung, gute Ergebnisse, kreative Leitstangen und vor allem die Konflikte werden gelöst, weil wir haben ja in den anderen Phasen auch schon jetzt gehört, wie zum Beispiel, was Kira gesagt hat mit dem Storming-Phase, da war die Phase, wo sie in den Konflikten hineingegangen sind und jetzt können sie mit Konflikten umgehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Umgang mit Konflikten, Umgang mit Unterschiedlichkeiten. Es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, wo sind auch unsere Unterschiedlichkeiten. Ein Unterschied ist nicht immer eine Herausforderung. Es kann auch eine Chance sein. Und wir haben ganz viele Übungen gehabt, wo wir gesehen haben, wo entsteht durch Herausforderungen die Chance. Zu schauen, wie können wir die Chance erarbeiten. Genau. Was auch wir schon erarbeitet haben, ist, dass wir sozusagen in den Prozessen, es ist ein Kreislauf, also es hört nie auf. Tuckman hat ja insgesamt 60er Jahre hat er 4 Phasen das Modell erarbeitet und in den 70er Jahren hat er insgesamt 5 Phasen erarbeitet. Die 5. Phase ist die Endurance-Phase, das heißt die Auflösungsphase. Das bedeutet, dass die Gruppe sich auflöst. Das entspricht für uns nicht. Es sind für Gruppenarbeiten, Projektarbeiten, wo die Gruppe sozusagen wieder sich trennt. Deshalb haben wir die 4 Phasen erarbeitet. Genau, und ich würde, hört man mich? Ja. Ich würde sagen, unser Workshop hat heute auf jeden Fall performt. Und alle Teilnehmer haben richtig gut mitgemacht. Sie haben sich geöffnet, sie haben über ihre Vorurteile gesprochen. Und dafür möchte ich mich bedanken bei euch. Ja, bei allen. Ich kann nur Danke sagen, ihr wart toll. Es war richtig sehr ereignisvoller Tag. Es hat sich gelohnt. Super, weiter so. Vielen herzlichen Dank. War super. So, ich möchte dann die letzte Gruppe dann hierher bitten, was der Stadtteil alles kann. Sozialraum und Netzwerke als Schlüssel einer Kultur- und religionssensible Pädagogik. Und es wäre dann Iklas Hiraki und Christine Clara. Also wie man das hier so sehen kann, wir haben uns gleich für dieses Bild auch entschieden. Es ist Berlin, es ist ein großer Teil von Berlin. Und da sieht man auch, wie vernetzt wir eigentlich sind, was es so für Möglichkeiten auch in Berlin gibt, wo wir als pädagogischen Kräfte, weil es ja jetzt um uns geht, Hilfe holen können, Unterstützung holen können, wo wir zusammenarbeiten können. Genau, und an diesem Beispiel zum Beispiel, also wir haben hier erarbeitet unterschiedliche Fälle. Es ging zum Beispiel um ein Kind, was also quasi um eine geflüchtete Familie geht. Wie können wir da Hilfeleistung, also Hilfestellen
Wie können wir dann zum Beispiel bei einer Familie unterstützen, wo das Kind Autismus diagnostiziert bekommen hat? Und da haben wir uns überlegt, in Gruppenarbeiten, was gibt es hier so für Möglichkeiten? Zum Beispiel in jedem Bezirk gibt es SPZ, in jedem Bezirk gibt es Möglichkeiten, Dolmetscher zu holen, falls es in den Kitas nicht vorhanden ist. In jedem Bezirk gibt es auch sowas wie Jugendamt, klar, SIVOZ und genau, also alle Möglichkeiten sind da. Zum Beispiel auch gibt es in Reinickendorf eine Beratungsstelle für Sprachbehinderte, wo man da auch Hilfe holen kann, wo man den Integrationsstatus auch beantragen kann für Kinder. Stadtteilmütter, also alle Möglichkeiten sind vorhanden. Genau, und wir haben auch in verschiedenen Gruppen gearbeitet zu unterschiedlichen Themenstellungen und eine davon war eben auch erstmal zu sammeln, nachdem wir festgestellt haben, was ist eigentlich Sozialraum und was beinhaltet Netzwerkarbeit, dass wir dann gesammelt haben, welche Netzwerke sind schon vorhanden, welche Kooperationen, die das ja auch beinhaltet, sind schon da. Und da haben wir sozusagen aus den verschiedenen Gruppen wirklich eine Riesensammlung, sodass jeder von uns auch nochmal ganz viele Beispiele für seine Arbeit mit nach Hause nehmen konnte. Das war sehr hilfreich. Noch zumal als unsere Gruppe sehr gemischt war, auch das wurde als positiv mitgenommen, dass wir nicht nur Kita-Kräfte waren, sondern auch Mitarbeitende aus dem Träger oder sogar Trägervertreter, aus Ämtern und auch aus der Ausbildung, sodass wir wirklich alle gut voneinander partizipieren konnten. Genau. Und zwar einen super Input zur Netzwerkarbeit, wie man das anfangen soll, wie man das sozusagen aufbauen kann, durch Folien, die die beiden Damen vorbereitet hatten. Genau, und wir haben am Ende sogar festgestellt, dass Berlin eigentlich recht einheitlich arbeitet, weil man kommt sich manchmal so in seinem Stadtbezirk so alleine vor. Ne, das wurde dann auch nochmal ganz gut festgestellt. Ja, soweit von uns. Ja. Nochmal was zum Wort? Genau, Ja. also was noch aufgefallen ist. Ja, doch, das ist richtig. Genau. Schon richtig. Genau, dass einige Teilnehmer, also wir wurden ja dann zuerst eingeladen, sozusagen zu sagen, was wir erwarten von dem Workshop. Und einige Teilnehmer haben gesagt, naja, wir schauen ja erstmal, was es so gibt, was kommt. Und wir wissen dazu nicht so genau. Und am Ende ist so viel entstanden, womit man gar nicht gerechnet hat vielleicht oder gar nicht vermutet hat. Mir selbst ist es aufgefallen, dass wenn es um Netzwerke geht, 1, 2 wichtige Hauptsachen sind immer im Kopf, aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt einiges, wie man sieht, dazu und das war wirklich sehr aufschlussreich und schön. Nützlich. Vielen, vielen Dank. Also man kann sehen auch bei allen Workshops, wie vorteilhaft und wundervoll Vielfalt ist. Also was da zusammengekommen ist, war schon wirklich sagenhaft. Und nun kommen wir zum Schluss. Leider, jetzt schon. Also es war so ein tolles Beisammensein, dass es natürlich jetzt, ich weiß, wir sind alle etwas müde, das war ein langer Tag, aber trotzdem, es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Zum Abschluss des Fachtages möchte ich mich herzlich bei Ihnen allen bedanken. Unsere Referentinnen und Referenten, den Workshop-Leitenden sowie alle Mitwirkenden, die diesen Tag inhaltlich und organisatorisch möglich gemacht haben, also auch die Technik, alle Menschen, die auch im Hintergrund mitgearbeitet haben, bitte einen ganz großen Applaus. Es war ein super Tag. Ja, sehr schön. Ich möchte Ihnen natürlich allen herzlich danken für Ihr Dabeisein, Ihre Gedanken und die vielen Gespräche, die den Tag lebendig gemacht haben. Was heute deutlich geworden ist: Bildungsgerechtigkeit beginnt dort, wo Kinder in ihrer ganzen Vielfalt gesehen und ernst genommen werden. Eine kultur- und religiös sensible Kita ist kein Zusatz,
sondern ein zentraler Baustein dafür. Vielleicht nehmen Sie genau diesen Gedanken mit in Ihrem Alltag als Impuls, weiter zu fragen, weiter zu denken und weiter zu gestalten. Herzlichen Dank. So, ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und freue mich auf ein Wiedersehen bei zukünftigen Veranstaltungen. Ich hoffe, wir sehen Sie wieder. Auch Eventus wird vieles noch mehr veranstalten. Bitte kommen Sie noch mal. Es war ganz toll. Und ich möchte noch darauf hinweisen, ganz, ganz dringend, bitte, wenn Sie rausgehen am Eingang, können Sie bitte die Feedbackbögen ausfüllen. Das ist ganz wichtig immer für eine Statistik, wenn man sowas veranstaltet. Bitte denken Sie daran, Feedbackbögen zu hinterlassen. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und einen schönen Abend noch.